Jo. Ja, und dann übergebe ich das Wort direkt an den Tim. Ich konzentriere mich nämlich gerade auf die Qualifikation. Hallo Tim. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen hier zu unserer ersten Folge. Ich nenne es mal die Pilotfolge vom P1 Grip Talk. Denn heute haben wir keinen klassischen Eventstream, wie wir es sonst kennen. Heute ist auch jetzt nicht das größte Showformat, was heute ansteht. Heute sitzen wir hier und reden einfach mal so, was die letzte Zeit bei P1 so lief, was zukünftig so läuft, und unterdessen fährt der gute Markus gerade auf der Strecke und zusätzlich haben wir auch noch 2 Gäste mit an Bord. Und wir schauen mal, heute 6 Stunden. Einen Gast haben wir. Der andere gehört schon hierhin. Simon macht wieder den Schweigsam. Der ist bestimmt wieder weg. Das kann sein. Der verschwindet manchmal einfach, dann kommt er so ein paar Minuten später. Ja. Ich glaube, gestern war die Welt soweit noch in Ordnung. Und vorhin hat er erzählt, dass sich da irgendwas am eingefangen hat. Dem ist es nicht so. Ja, nie so berauschend, aber geht gerade auch wieder wegen diesem Wechselwetter warm, kalt, geht das ja auch wieder. Falls sich die ersten fragen, was geht denn hier heute ab? Wir schauen heute ein bisschen den Markus zu. Wir fahren heute 6 Stunden Spaß. Der Simon auch. Simon auch. Fahren alle, ich schaue mir zu. Und da wird immer mal ein bisschen abgewechselt, wer gerade gut reden kann und wer nicht gerade am Fahren ist. Da wird immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Jetzt gerade Markus noch im Qualifying unterwegs. Wenn er auf jeden Fall und dann da ist, auch so ein paar Themen, die wir vielleicht mal ansprechen können. Und jetzt mal den Markus auf die Finger, der die auch alle so ordentlich macht. Ja, so ein Drama wie gestern möchte ich nicht nochmal. Deswegen bin ich jetzt auch echt super konzentriert hier. Und ich saß bis heute Morgen um 2, halb 2 saß ich hier und habe alles irgendwie neu gemacht, neu installiert, neu eingestellt, verglichen, im Internet noch ein bisschen gesucht und ja, fühlt sich gut an. Hab's ein bisschen stabiler gekriegt. Ja, du hast ja die ganzen letzten Tage, jeden Tag saßt du eigentlich in dem Steuer, hast dir dort dein Training reingefahren. Einfach nur, damit es möglichst performant wird hier. Und das, Hat gestern für ganze 4 Runden hat's gehalten. Ich habe nicht dran gedacht, dass zum Rennstart die Strecke ja was kühler ist und es hier und da etwas länger dauern könnte mit meinem Grip. Und sowieso viel größeres Thema als früher in F2. Also brauchst deutlich länger, um die auf Temperatur zu kriegen, wenn die Strecke nicht sonderlich warm ist. oh, Ein bisschen weit. Und brauchst natürlich deutlich länger, dass die Reifen auch mal richtig arbeiten. es ist der Nervosität geschuldet. Dann sind dann irgendwie, also im Sinne von die Hundertschaft, die unterwegs, die Minus ausbilden.
Ja. sind halt nur wir vier hier in so einem kleinen Heftung In unserem Kämmerlein. hier zusammen auf dem Sofa. Das wäre eigentlich ganz lustig, so ein kleines Podcast-Studio, so man schön zusammen auf dem Sofa sitzt, hat noch einen Fernseher an der Wand, wo man irgendwelche Sachen einblenden kann und dann so wie es eine Talkshow. Hatte ich mal vorgehabt, sowas zu machen. Aber die ganzen Leute, die ich kenne, die wohnen alle viel zu weit weg. Falsch. Nö, ich hänge ja eigentlich ganz gut zentral. Habe ich aber auch schon öfters festgestellt, dass irgendwie man lernt Leute kennen, die sind voll cool und dann wohnen die so am anderen Ende der Welt und du denkst dir so, toll, danke, jetzt muss ich erstmal 6 Stunden Auto fahren. So geht's mir schon die ganze Zeit, seit ich irgendwas online mache. Eine einzige coole Socke habe ich quasi direkt nebenan. Ne, 2. Beide aus Wuppertal. Und ansonsten ist alles etwas weiter weg. Gut, Ricardo hier ist natürlich auch direkt vor der Haustür, klar. Und den einzigen zweiten Simracer, den bei hier in Solingen, den ich kenne, das ist der Markus, der andere Markus. Und egal wen ich kennenlerne, also das soll jetzt nichts aussagen oder auch nichts heißen, ne? Aber so in Richtung Berlin und weiter, da kenne ich Gott weiß wie viele. Ich will nicht die 24, ich will die 22.1. Ja, es ist auch... Junge, guckst du mal auf Temperatur? Nee, lass mich in Ruhe. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht auf Spahn LMU. Regenrennen, also halt so Sprintsachen, ne? Super geil. Aber das hier ist mal eine Herausforderung. Sollte, also Stunde 20, jetzt mal Sprint, sollte Regenrennen werden. Ich ging auf die Startaufstellung. Steht dort mit Regenreifen. Super. Hat erst mal 20 Minuten gedauert, ehe irgendwann mal der Regen angefangen hat. Ich hab gedacht, okay, wenn die anfängt, fahr halt nicht rein. Und dafür waren die Reifen immer auf Temperatur, wenn auch meistens drüber, aber war nicht so. War nicht so. Ja, ich muss mich ein bisschen noch an meinen neuen Dashboard gewöhnen. Deswegen habe ich so Sachen nicht immer im Auge. Weil extra für das, was wir hier machen, habe ich mir überlegt, dass man ja aus dem alltäglichen normalen Stream, den wir machen, das irgendwie ein bisschen übernimmt und heute noch nicht, aber in Zukunft sollen die Ingame-Overlays alle aus sein. Da kann ich euch aber auch nachher was zeigen. Da kann man ja nochmal drauf zurückkommen. Ja, wir haben gesagt, dieser P1 Grid Talk, das ist ja mal jetzt ein komplett untypisches anderes Format, was wir machen. Soll aber trotzdem vernünftig aussehen.
Wir wollten aber jetzt hier nicht diesen todernsten Stream von einem Rennen machen oder so, sondern wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Und dann haben wir gesagt, gut, dafür ist Twitch genau das Richtige. Da machen wir bis jetzt noch gar nichts so richtig. Wir haben uns was einfallen lassen. Das Ganze hat, wie ihr schon oben seht, sein eigenes Stream-Design. Und ja, da haben wir natürlich ein bisschen für diese ganzen Geschichten vorbereitet. Und ja, ich glaube, das könnte ganz lustig und cool werden. Ich habe da auf jeden Fall Spaß dran und Bock drauf. Ja, aber wenn ich gleich nicht fahre, will ich nicht unbedingt sämtlichen Ingame-Scheiß eingeblendet haben. Und dann haben wir gesagt, da wir ja auch an einem eigenen Overlay arbeiten, nehmen wir einfach die Original-Standings, machen weg und legen unsere eigenen Standings, aber jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Drüber, damit es dann zu dem ganzen anderen hier, was wir hier machen, auch dann passt. Und es ist noch nicht fertig. Ich habe jetzt nur eine Testversion für euch gleich zum Gucken. Muss auch ich mir noch genauer anschauen. Aber da wird sich dann nächste Woche dran gesetzt und dann machen wir da unsere eigenen Standings hin. Und warum, das kann ich wie gesagt gleich zeigen. Ein bisschen haben wir ja für heute fertig gemacht. Ja. Also FAQ-mäßig ist, dass man Vorschläge, Ideen und so einfach mit in die Kommentare reinschmeißt, wenn man neugierig ist über irgendwas, einschreiben und wir können das dann in den darauffolgenden Events mit anbringen. Also die Fragen dann für euch beantworten. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Ja, ist doch super. Klar, darum geht's ja. Geht ja um den allgemeinen Austausch und Ideenfindungen, und P1 hat ja angefangen, sich nicht neu zu orientieren. Wir haben viel Chaos weggekriegt, so dass wir auch jetzt unsere Projekte angegangen sind. Ein paar Sachen müssen noch. Da wollen wir aber die Teams, die Fahrer, die Community mitnehmen. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein Ding werden, so wir machen das so und friss oder stirb, sondern so wie es früher mal war. Weißt du, mehr Community, ja, ein bisschen mehr Community, ein bisschen mehr gemeinsam, weil gerade jetzt im letzten Jahr, also ich kann jetzt nur für mich reden, aber ich habe das sehr stark und deutlich gespürt, dass das der Teil war, der gefehlt hat. Und ja, da wollen wir jetzt besser werden.
Das wird jetzt keine Supershow, so hier, hey, wir haben was ganz Neues, tralala und peng, sondern einfach ein bisschen coolen Stuff, den wir für sowas hier mitnehmen wollen. Hä? Hast du keine PowerPoint vorbereitet? Du enttäuschst mich. Ja, das ist ja quasi, das ist ja auch nur jetzt wirklich, das ist die erste Episode quasi mit dem, was wir machen wollen. Ja, und ja, ich habe mir gedacht, die erste Episode, die machen wir dann erstmal hier intern in unserem Haus, weil es ist ja immer noch ein bisschen rappelig. Ah, leck mich am Arsch, du. Hätte das nicht 4 Grad wärmer sein können? Wir sind in Rennen 5 von 9 und insgesamt sind wir 44. Achso, ja, das okay, der hat das so gerechnet. Okay. Ja, ich stehe halt hinten. Ja, ist auch in Ordnung. Ja, muss ja nicht. Wer fährt denn jetzt den Start? Hallo? Jürgen? Ich, ja. Gehe ich jetzt auf Zusehen oder? Erstmal wollte ich jetzt gerade gucken, dass ich ins Auto komme, aber. Du bist ja geil. Du musst erst Fahrzeug verlassen drücken, Markus. Also ich will jetzt nicht, oh Gott, ich will nichts verursachen, ne? Ich hab. Ist auf jeden Fall in der Garage. Was muss ich machen? Da unten gibt es den Button Fahrzeug verlassen. Vielleicht ist es das, was du. Also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Fehler verursachen. Ja. Entschuldigung, ja, mein Overlay lag drüber, habe ich nicht gesehen. Also, da war sogar richtig cool. Sehr schön. Oh, Stress pur wieder hier. Jetzt kannst du Zusehen machen. Im Chat kam gerade noch die Info. Hi, wollte nur Bescheid geben, dass die anderen beiden sehr leise im Hintergrund zu hören sind. Ja, da höre ich doch mal rein, wie das so ist. Nö, ich mach euch einfach lauter. Mach uns einfach laut. Ja, habe ich. Volle Lotte. Volle Lotte. Muss ich einfach lauter reden. Aber ich sehe gerade, ja, du könntest maximal dich noch minimal leiser stellen im Dings, weil ich gerade sehe, wo deine. Mute mich mal. So. Genau, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Markus, red mal. Ja, Lavendel die Köppe, Larue die Ruhe. Genau, wunderbar. Sieht gut aus. Ich glaube, da sind wir ungefähr auf einem Pegel. Gern nochmal im Chat schreiben. Notfalls schaue ich einfach mal kurz, wie der Ton gerade so passt. Hm? Die Lautstärke von mir, ich muss mal kurz das Dings muten und aber mal kurz separat. Ja, warte, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe gerade, Startphase, gleich. Noch lauter? Ich hab die jetzt auf volle Lotte.
hat's geknallt. Oh, gut reagiert hier. Du sollst das Rennen nicht kommentieren. Das ist direkt wieder drin, ne? Ja, kann ich ja trotzdem, wenn Ja. ich das hier sehe. Hier, siehst du das jetzt mit dem Standings oben links? Ne? Die ersten 2 Plätze, die sind nicht da. Hier so ein bisschen vom Banner überdeckt. Ja. Wieso will er denn jetzt nicht? Strange. Ach, jetzt weiß ich, warum das nicht geht. Weil ich das Plugin, glaube ich, ausgemacht habe. Au. Ja, auf jeden Fall. Wir haben da jetzt, oder ich habe jetzt eine Test-Standings gehabt. Die sitzt dann schön sauber genau drin, weil wir haben ja auch noch diese Möglichkeit. Aktuelle Lufttemperatur und Strecke. Und dann haben wir halt oben, soll dann schön sauber ein Standing von uns dann rein. Nichts Aufwendiges, sondern einfach so mit den wichtigsten Klamotten. Schon mal. Muss natürlich alles noch so ein bisschen, wie ihr es eben gerade auch seht, bei dem kleinen Standings oben in der Ecke sind noch ein bisschen Feinheiten. Ja, Halt das. bei neuen Sachen. Nee, das immer ist so dann ein auch bisschen- weg. Das ist dann auch weg. Ihr seht dann gar nichts mehr. Also, auch gut. Doch besser. Ja, ich muss mich auch nur selber dann dran gewöhnen. Fällt gerade auf, hier können die Notfall aber auch mal so 1, 2 Dezibel müssten theoretisch. Damit ich hier ein bisschen mehr Saft, mehr Dampf. Mal 5 Dezibel. Ja doch, genau, das dürfte ein guter Unterschied sein. Kann mich dann Teamspeak nicht irgendwie komisch meine Hintergrundgeräusche oder so mit aufzeichnet. Ich hoffe, dass es nicht tut. Gern auch dann das Feedback wieder im Chat, ob das soweit besser passt.
will jetzt ja auch nicht rumschreien, ist ja immerhin, sag ich mal, mehr so eine Art Podcast-Format. Da ist ja auch die Tonart ein bisschen anders. Ich wollte gerade fragen, wo sind wir denn eigentlich? P15? Das ist doch schon mal gut vorgefahren. Ja, Gut, ich sag mal, bei dem Gefetze vorhin, da ist das vielleicht gar nicht mal schlecht gewesen. Also ganz gut ausgewichen eigentlich. Finde ich aber schön. Wäre doof, wenn es das gleich hier zu Beginn weggerissen hätte. Die erste Prise reinwerfen, oder? Was sagst du? was willst du reinwerfen? Das erste kleine Thema können wir ja schon mal so ein bisschen reinwerfen. So der Elefant im Raum. Ja, dann mach mal. Warum war es so ruhig? Wir werfen es einfach mal rein. Ich glaube, das ist eine Frage, die bei vielen noch irgendwo so drin klebt, im Sinne von, warum kam nichts, warum kamen keine Infos, warum ist eigentlich so ruhig geworden. Frage, willst du es beantworten? Ja, kann ich. Wir hatten zum Jahresende viel überlegt gehabt, was wir machen, ob wir nochmal weiter mit der Faktor 2 was machen oder ob wir umsatteln. Da haben wir uns gesagt, wir satteln um. Haben auch gedacht, so, dass die Dinge, die wir brauchen, die werden schon so in den nächsten 1, 2, vielleicht 3, 10, 11 oder 12 Monate. Und dann haben wir den Fahrerwechsel und wir können unsere Serie anschmeißen und das machen, warum wir eigentlich alle hier sind, nämlich die P1 LMS Langstreckenserie fahren und unser 24er im November. Ja. Gut. Also unser Plan stand. Ne? Wir wollten, wenn dann mal gucken, dass wir von Anfang an so ein bisschen dabei sind. Und wir mussten uns ja auch damit ein bisschen beschäftigen und selber erstmal Erfahrungen sammeln. Dann musste alles soweit vorbereitet werden zum Jahreswechsel, weil die RSRC Community zu uns zu P1 komplett mit rübergekommen ist oder rüberkommen sollte und dann auch direkt Werbung und Serienstarts, ne? Ja, okay. Ich hatte mir extra zum Jahresanfang ein bisschen Urlaub genommen, weil ich wollte das Forum ein komplett frisches Update machen, dass wir da wieder auf dem neuesten Stand sind. Ja, getan, gemacht, ein bisschen gelesen, okay, so und so, tralala und peng, mit dem Simon noch mal ein bisschen gequatscht. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie so viele Backups gemacht. Auf jeden Fall, ich mache das Update und die Kiste war am Arsch. Nix hat eigentlich so funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen, obwohl ich
wirklich mich so an diese Schritte gehalten habe. Ja. Letztendlich war es dann so, dass ich bei dem Backup gedrehten einen Haken vergessen habe. Ich habe dann nochmal versucht, mit Hilfe von einigen aus dem Umkreis, ob man denn vielleicht hingehen könnte. Ich mache eine komplett frische Installation und dann hauen wir die User-Datenbank da wieder rein. Sollte eigentlich kein Problem sein. Dummerweise natürlich wieder alles auf Englisch, was das Forum angeht. Habe ich mich dann da durchgewuselt. Wir haben das ausprobiert. Und für einen Laien ist das echt voll für den Arsch, ne? Weil der User in unterschiedlichen Dingern drin ist und der Aufwand war einfach zu groß. Ja, da rund etwas über 5000 User händisch da jetzt rüberpacken, wollte ich auch nicht. Ich glaube, da saß ich zwei Wochen dran, das Kind aus dem Brunnen rauszuholen und habe aber da schon so einen Tunnelblick bekommen. Ich habe nicht wirklich so groß noch wahrgenommen, was links und rechts passierte, sondern mir war einzig und allein ging es mir darum, das Forum muss, egal wie jetzt ans Laufen kommen, es muss eine vernünftige Anmeldung stattfinden. Und habe mich dann da reingerannt und habe ja erstmal das Forum lernen müssen. Hab dann mit Hilfe einer KI angefangen, Codes zu schreiben und hab dann so, ja, laienhaft eine halbwegs adäquate Anmeldung geschrieben. Weil ich ans Verrecken wollte ich nicht, dass wenn die jetzt hier Neustart war oder wenn die jetzt hier rüberkommen zum Jahresanfang, mit neuen Serien starten, wollte ich keine Baustelle haben. Und dass das passiert ist, das hat mich so dermaßen, sag ich mal, irgendwo auch innerlich so ein bisschen verletzt. Ich war enttäuscht, ich war sauer. Ja, und dann waren auch, sag ich mal, alle so ein bisschen schon weg. So. Da war das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt, ja, aber da wird ja nicht genug, ne? Weil der eine, dem ich gesagt habe, der soll mal ein paar Events machen und ein paar Fangrennen, hat natürlich da nicht die Zeit für gehabt, weil er auch Simon, wie heißt das? Echt jetzt? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Diese Ausbildung, Schule hier. Ist auch egal. Auf jeden Fall hängt der mitten da an seinen Prüfungsgeräten. Ja, steckst du dich drin, ne? Gut, ist der auch weggefallen. Oder? Jetzt hatten wir erstmal keinen mehr gehabt, der so ein bisschen tiefer in LMU drinne steckte. Und irgendwas übers Knie brechen wollten wir auch nicht. Wir hatten aber zwei Sachen, die unbedingt fertig werden mussten. So, das war einmal das Forum und einmal das, wo der Simon schon seit mehreren Jahren dran sitzt. Gut. Für Simon war ganz klar, pass auf, wenn ich mich ums Forum kümmere, kann ich mich nicht darum kümmern. Ergo, was blieb mir anderes übrig? Ich wollte es machen.
Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das Forum, mach du bitte den Manager, dass wir da weiterkommen. Das ist genauso wichtig. Ja, und irgendwann war das Forum dann fertig gewesen. Ich war sowas von überlastet und fertig und durch und überhaupt. Das war echt nicht mehr schön. Ne? Mit mir konntest du nicht wirklich mehr so richtig reden. Das war Katastrophe. Ich bin aggressiv geworden und total übermüdet und Und was ihr nicht wisst, Markus war auch in der Zeit einfach mal, keine Ahnung, mehrere Wochen komplett von der Bildfläche verschwunden, weil er sich da so mit eingesogen hat in so ein Rabbit Hole und du warst einfach erstmal weg. ja, das war Dann wieder aufgetaucht und wie du es eben sagst, aber war dann halt auch irgendwo so ein bisschen der Schaden einmal passiert, sowohl im Forum als auch in dir. Aber du bist wieder da. nee, nicht ich, wir. Ja, wir sind alle wieder da mit mehr Elan und Energie. Ja, aber es war die- einfach ein Punkt gewesen. Es war, wie gesagt, dadurch, dass auch keiner wusste, was so wirklich los ist. Man hätte ja einfach mal in den Teamspeak kommen können, weil da saß ich ja tagtäglich. Hätte man auch mal fragen können, ne? Ich sag mal, ist scheiße gelaufen. Aber irgendwann musste ich einfach für mich sagen, pass mal auf, ich kann jetzt noch so lange Zeit investieren. Ich werde den Karren hier nicht mehr aus dem Dreck ziehen. Wir sind kein Business. Wir haben jetzt nicht wirklich irgendwie Verpflichtungen, die wir unbedingt nachkommen müssen. Ich mache das Forum einfach von Grund auf neu. So kann die RSRC hier rüber und kann sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Und wenn es dann irgendwann läuft alles, dann fangen wir an und ja. So, jetzt haben die angefangen mit ihren Serien und haben sich da ins Zeug gelegt. Ne, und haben wirklich da richtig aktiv für gesorgt, dass auch Fahrer rankommen, auch Fahrer, die vorne reinpassen, die hinten reinpassen. Ne, und da lief es. Und dann sitzt du hier und willst eigentlich das machen, was dir am liebsten ist. Und hier wir können nichts machen. Dann haben wir mal eine Sprintserie versucht anzuschmeißen. Und haben uns mal die unterschiedlichen Wege angeschaut. Was, wo, wie möglich ist und wer was kann und tralala. Haben dann auf Simgrid eine GTS angeschmissen. Also ich habe mich echt drauf gefreut, weil ich dachte, so ist zumindest etwas und wir haben wieder ein bisschen, aber dann wurde sich angemeldet und angemeldet und angemeldet. Und dann sind die Leute ausgeblieben. Jetzt wir hatten natürlich das Glück gehabt, dass wir mit dem einen oder anderen Team dann doch etwas engeren Kontakt haben. Ne? Weißt du, dann kommen die ran und unterstützen und dann kommt das Ding nicht ins Laufen. Ja, da kaust du dran, das musst du erstmal dann wegstecken. Dann haben wir uns überlegt, gut, orientieren wir uns ein bisschen nach dem, was wir generell vorhaben. Machen wir eine Multiclass.
Rennlänge halt so doppelt sind, 2 Stunden, dass das ein bisschen gefördert wird, weil sollte einer, der Langstrecke fährt, sollte das hinkriegen. Man hat direkt das Auto, was man eventuell auch in der Langstrecke bei uns fahren würde. Und wir kommen wieder in Bewegung. Hat auch nicht funktioniert. Ja, wir waren, glaube ich, einfach auch dahingehend ein bisschen. Also ja, der Schaden war halt einmal da vom Forum. Und wir, glaube ich, dann ready waren wir dann einfach zu spät. Also weil andere Communities, die waren halt einfach dann mit ihren Ankündigungen vor uns. Jetzt so meine Vermutung. Ja. Und ja. Ach du Scheiße, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ausfälle. Das beim 6-Stunden-Rennen, ne? Also eigentlich da ist ja noch alles offen. Ich könnte ja eigentlich noch alles Mögliche reißen hier, aber irgendwie weiß nicht. Ja, aber nicht, wenn man vielleicht eingeschlagen ist und nur dort wird. Ja. Gestern Runde 4. Das war aber auch nicht wirklich dann einfach gewesen überhaupt. Social Media musste bedient werden. Da habe ich mal versucht, mich neu zu erfinden und musste feststellen, das ist jetzt überhaupt gar nicht mehr so meine Welt. Trotzdem musste irgendwas Modernes her und musste auch erstmal überlegen, was machst du, wie stellst du es an. Natürlich hatte ich das Glück, dass ich hier ja schon doch recht viele Eisen im Feuer drinne liegen habe, was so an Ideen anging. Und da habe ich mir gedacht, das sind direkt mehrere Fliegen. Wir können das machen, was wir eigentlich so am besten können. Und das ist halt alles in irgendwelche Streams reinpacken, aber so ein Stream über ein Rennen wollte ich jetzt nicht machen, sondern ich wollte überhaupt erstmal wieder mich mit allen connecten. Ja? Wir müssen erstmal jetzt wieder eine Community aufbauen. Die Leute wieder hier hinholen. So, aber wie willst du das machen? So, ergo habe ich mir überlegt, das mit dem Fahren, ne, dann natürlich mit P1 Livery unter P1. Das ist erstmal eine Möglichkeit für uns, überhaupt auf der Strecke zu zeigen, dass wir noch da sind. Wir können damit Content machen. Und der lang ersehnte Podcast kommt so ein bisschen mit ins Spiel. Und da ich jetzt irgendwie auch am Fahren bleiben muss, haben wir uns gedacht, machen wir so eine Möglichkeit. Wir machen hier mit dem P1-Team, fahren wir ausgesuchte Langstreckenrennen mit und packen uns einfach irgendeinen aus, weiß ich nicht, 10, 15, aus 10 Jahren P1 Gaming aufs Auto und machen dann so eine Talkrunde. Damit habe ich wieder, oder damit haben wir Content, ein neues Projekt kann anlaufen. Und wir haben mal etwas, wo wir generell wieder etwas näher an der Szene dran und drin sind.
und können uns neu erfinden, können gucken, was wir so langsam in LMU Fuß fassen, können zeigen, dass wir nicht nur irgendwelche arroganten Typen sind, die irgendeinen Scheiß durchboxen wollen oder weiß der Geier was, sondern können auch einfach nochmal zeigen, dass wir auch Simracer sind, dass wir sind Fahrer, wir sind Teams, dies, das, jenes, wir sind ganz normal und es ist uns wichtig, dass es hier um Simracing geht. Es ging nie um irgendwas anderes. Und die letzten Jahre, du hattest in den letzten Jahren, war so, die Kontakte, die ich in den letzten 5, 6 Jahren hatte, die waren über Discord schreiben, über Forum schreiben, aber wirklich mal sich kennenlernen oder so, habe ich nicht hingekriegt. Ging nicht. Ja, und ich denke mal, hiermit ist es auch wieder ein neuer Weg, mal zu sagen, hallo, hier sind wir. Ja, ich denke, in der Richtung müssen wir sowieso, wie es klingt, modernere Wege noch gehen. Ich will jetzt hier überhaupt nicht irgendwelche Sachen als altmodisch titulieren. Doch, wir sind altmodisch. Der Simon ist altmodisch, der Ricardo wird auch langsam alt. Ich bin alt. Ja, aber weißt du, irgendwann kannst du da auch nicht mehr mithalten mit den Jüngeren, ne? Und da braucht es auch einfach mal jemanden Jüngeres, der aus der Szene kommt und sagt, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Aber wo sind die jungen Leute? Es ist schwer, Junge, also... Nee, ist es eigentlich nicht, weil... LMU ist ja voll am Boomen, so. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen einfach bisschen, ja, wir haben ja schon den Discord, den müssen wir einfach ein bisschen, ich sag auch wiederbeleben, weil der Trend geht halt zum Discord. Ja, das Forum hat halt leider in den neueren Generationen ausgedient. Ich kenne Foren auch immerhin noch. Ich bin gerade so der Übergang. Aber wenn ich jetzt mal in die ganzen neu dazukommenden Fahrer schaue, die kriegen sich nicht mit Foren. Und auch wenn ich so unseren jungen Teamzuwachs anschaue, also unseren Max. Auch die werden irgendwann merken, dass es einen Ort braucht, wo man wichtige Sachen ablegt, damit man nicht 1000 Seiten durchsuchen muss. Die wollen das aber. Die werden auch älter. Ja, aber die wollen das trotzdem ins Gesicht geschmissen bekommen. Und wenn du mit Discord und auch mit Social Media und Co. aufwächst und anfängst, dann kennst du das ja nicht anders. Und da wirst du dich gar nicht so richtig Richtung Forum bewegen, weil du sagst, ja, gibt ja andere Wege. Ich sag mal so man kann in Discord schon weitestgehend bauen, dass das einem Forum ähnelt. Und das wird ja auch von vielen, es gibt ja so unfassbar viele News-Discords zu irgendwelchen Spielen, Communities, zu auch Influencern, also auch von allen möglichen Streamern und YouTubern, die haben ja alle ihren eigenen Discord, wo die dann sowohl reine Info-Channels haben, wo nur Sachen hochgeladen werden für die Zuschauer. Und dann hast du auch noch so halt Community-Bereiche mit Diskussionschats und Talkchats und wo die Leute sich zusammensetzen. Wir müssen so ein bisschen in die Richtung pieken, selbst wenn, ja klar, Forum ist für uns, weil wir es kennen, das Übersichtlichere, aber ja, ich sehe es auch übersichtlicher, aber wir müssen irgendwo ein bisschen gucken, dass wir da zugänglicher für die anderen sind. Und ich sehe es ja bei einem Freund, der spielt auf der auf der Playstation, macht der Gran Turismo Rennen. Das streamt ein Kollege da ganz alleine. Das ist auch
auch überhaupt nicht so groß aufgebaut, wie wir das jetzt hier machen mit irgendwelchen Overlays und alles. Der ist einfach im Game drin und streamt das parallel von seiner Playstation. Machen das auch alles über den Discord. Über die Discord-App auf Playstation. Ne? Und selbst wenn das für mich eigentlich ein absolutes Graus wäre auf der Konsole, aber die Leute gibt es halt trotzdem. Das heißt jetzt nicht, dass wir Konsolen akquirieren, was schwierig ist mit LMU. In LMU, hast du keinen Einfluss mehr drauf. Ja, das stimmt. Ja, und wenn ich überlege, das 12. Nee, was war das? 24 war das, ne? Was war denn das? Le Mans war 24. Da ist einer mit Tastatur gefahren und der war scheiße schnell, ne? Deswegen, also Das geht. heutzutage ist schon heftig, aber man wünscht sich, glaube ich, dennoch als Lenkradfahrer gegen einen anderen Lenkradfahrer zu fahren. Ja. Weil für mich hat es einen bitteren Beigeschmack. Ich komme aus der Shooting-Szene. Ich weiß, was mit Joypads möglich ist. Und wenn sowas dann auch ins Simracing machbar ist, dann ja. Das auf jeden Fall. Du, ich bin Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die ich gesehen habe, da war ich echt mega erstaunt und überrascht. Das war wow. Du, ich bin ganz gleich wieder da. Ich muss nämlich super dringend, ich habe super viel getrunken. Ja, Bis gleich. dann kriegt der Jörg auch mal ein bisschen Ruhe. Wer geht jetzt eigentlich als nächstes aufs Auto? Das könnt ihr zwei unter euch jetzt ausmachen. Du bist noch im ersten Stint, ne? Jo. Ich hab noch 7 Runden. Ja, dann bleibst du auf dem Auto, weil du fährst auch einen zweiten. Ja, alles gut. Aber danach könnt ihr ja. Ja, ja. Kannst eigentlich schon mal den Boxenstopp soweit einstellen. Reifen lasse ich nur drauf. Brauchst nur den Sprit einstellen. Nicht reparieren. Ja, kann ich ja so lassen. Oh.
Das geht nicht. Doch, das muss gehen. Das ging doch letztens auch. Wieder da. Was habe ich verpasst? Nix. Nix. Wir haben Außenansicht jetzt. Auch schön. Ja, jetzt habe ich das Thema so abgewürgt. Ist auch doof, ne? Ich hier unser laufendes Gespräch komplett. Nö, Normal. nö, ist auch nicht schlimm. Also, muss halt, wie gesagt, auch nicht hier permanent und nonstop und alles halt direkt rauskloppen. Ja, stimmt auch wieder. Du, mir kam vorhin irgendwie eine total lustige Idee. Und zwar, ich hätte unfassbar Lust, wenn denn die Nachfragebestände von diversen, gut, dafür müsste die Community sowieso erstmal wieder größer werden, aber ich hätte ja auch irgendwo Bock auf Vor-Ort-Community-Events. Und es steht doch das Thema des Radrennens im Raum, richtig? War doch mal irgendwie was gewesen. Bitte was? Was für ein Rennen? Gab's da nicht irgendwie so Kart mit Seawolf oder? Ja, das ist jetzt in 2 Monaten. Genau. Und ich fände es total funny, wenn man, also alle fahren so und einer rennt dort, also es gibt ja Möglichkeiten unterwegs zu streamen. Und ich fände es total lustig, wenn man das live an der Strecke streamen könnte. Das fände ich so unfassbar lustig, weil wo siehst du das auf Twitch oder auf YouTube? Dass irgendwer live von der Kartstrecke aus ein Event streamt. Fände ich total geil. Hatte ich letztens das Thema mit meinen Jungs. Da hatten wir genau dieses Thema besprochen. Dort live an der Strecke so ein Event einfach zu streamen. So ein Vor-Ort-Event allgemein, was total geil wäre. Klar, bedarf natürlich einer gewissen Vorbereitung, gerade auch wegen Anreise, weil ich sag mal, das ist halt schon, ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, dass die Strecke nimmt, die am weitesten weg von der gesamten deutschen Bevölkerung ist, an der niederländischen Grenze oder was. Weil der Björn von da kommt. Ja, das ist aber Welt. Das sind 650 Kilometer von mir. So, und ich wohne ja am anderen Ende, aber selbst 300 Kilometer für jemanden, der in Mitteldeutschland wohnt, wäre das auch schon wild. Die haben einen, der aus dem Ausland, oder 2, die aus dem Ausland extra kommen. Wow. Gut, aber wie weit? Wie weit kilometermäßig? Weil wenn Ausland, ja, ich sag mal Niederlande, von dort sind. Nee, so ein paar nee, Kilometer. ich weiß es jetzt nicht. Ich müsste jetzt lügen, aber. Wenn die jetzt irgendwo von Österreich kämen, das wäre krass, weil das wäre dann schon sehr, sehr weit. Aber, boah, ich hätte schon Bock auf sowas. Also, dass ich dann dort irgendwo, statt zu fahren, mit an der Strecke rumlaufen würde, mit Kamera oder sonst was und Mikrofon in der Hand oder so Kragenmikro oder sonst was. Und dann dort an der Strecke, und dann kannst du so die Fahrer in der Boxengasse interviewen, wie halt bei einem wirklich großen Rennen, so halt für Twitch und YouTube. Ich fände das total geil. Könnte man ja, wenn man, keine Ahnung, wenn das mit dem Card-Event dieses Jahr Andrang findet und das ja auch gut Spaß macht und da das cool läuft, könnte man ja auch sich überlegen, dass man für das nächste Jahr oder so sowas lange im Voraus plant und dann vielleicht wirklich so ein Live-Thema macht. Ich weiß nicht, ob du die Idee an sich lustig findest, aber ich fände so ein Real-Life-Event schon geil. Mit Kamera.
Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Keine Ahnung. Kannst auch sagen, finde ich Quatsch. Nee, absolut nicht. Ja, haben wir ja das schon das ein oder andere Mal gemacht. Das ist schon ein Knaller. Aber wenn man da richtig Leute da hat und man plant das wirklich durch, also macht klar für die Leute, die mitfahren, man quasi so eine komplette Kartstrecke für einen Tag dort fest und macht dort ein richtiges Event draus mit einzelnen Rennen und die Leute dann klar alle mit Startgebühr und Co. und so weiter, dass das alles funktionierend im Rahmen ist, weil so eine ganze Strecke ausbuchen ist sicherlich auch so ein Thema. Dass man dann schaut, man kümmert sich um den technischen Rahmen, also über Mobilfunk und keine Ahnung, irgendwer hat dann ein Tablet, was eine Kamera verbunden hat oder ein Laptop oder sonst was und hat das im Rucksack, was weiß ich, gibt ja verschiedene Mittel und Wege. Das fände ich schon cool. Da hätte ich auch richtig Bock, das technisch mitzumachen, sowas. Da dann selber rumzurennen. Hätte ich sogar mehr Bock als zu fahren. Und das würde mir schon zusagen, aber da braucht man natürlich auch eine gewisse Manpower an Leuten, die da mitmachen möchten und fahren möchten. Aber klar, das ist dann sowas, das ist so eine Idee, die kann man machen, wenn man wieder das alles wiederbelebt hat und das Ganze ja, ordentlich Farbe angenommen hat bei uns. Kann man sowas vielleicht mal in den Raum stellen. Da bin ich voll bei dir. Du hättest auf jeden Fall da noch 3 Leute stehen, 3 oder 4 Leute von Black Lotus, die sehr heiß auf so eine Idee wären. Also nachdem ich das bereits mal mit den Jungs bequatscht hatte, als Gedankenspiel und die da voll Bock drauf hätten. Das ist ja sowieso unser Ziel. Real-Life-Events, das ist ja eigentlich so ein bisschen der Weg, wo wir hinwollen mit unserer Gruppe. Ja, Zusammen mit P1 zu erreichen wäre natürlich auch ganz lustig. Aber haben wir ja in der Vergangenheit gemacht und da gab es mich noch nicht. Also da war ich noch nicht da. Da war ich noch nicht da, sagen wir es mal so. Mich gab es schon. Da war ich nur noch nicht hier. Wahrscheinlich war ich da auch noch ein paar Jährchen jünger, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lang es her ist. ja, ist schon. Was habt ihr denn da gemacht? Nimm mich mal mit. Das erste? Ich kenn's nicht. Das erste Mal live etwas vor Ort war die allererste Simracing Expo. Da haben wir unser erstes improvisiertes, aber doch technisch hardcore professionelles kleines Studio aufgebaut und haben da von der Expo gestreamt, ja. Dann haben wir ja regelmäßig an der Rennstrecke Interviews schon gemacht. Die diverse Events live mit Acto-Racer, mit mit Maria C. Aber da war das Studio nicht vor Ort. Den wirklich coolen, dicken Fisch für den Verein war, als ich die dumme Idee hatte, mich mal ein bisschen in Solingen laut zu machen und mal klarzustellen, dass es da auch noch einen anderen Verein gibt. Und ja, von Radio bis hin zum Bürgermeister hatte ich dann auch sehr coole Unterstützung bekommen durch den Phil.
Phil ist hier aus Solingen sehr aktiv, Coworking Space und selber aus dem E-Sport, aber ich glaube da nicht mehr so ganz aktiv, ist aber immer engagiert, E-Sport und generell Gaming. Auf eine sportliche Ebene zu heben und hat wahnsinnig interessante und krasse Connection, mit der ich mich auch halt connecten konnte. Und mit ihm habe ich dann die Möglichkeit bekommen, hier in Solingen so eine Art Event zu machen. Wir hatten unser 24er Le Mans. Ich hatte 2 ActoRacer Full Motion Simulatoren mitgehabt. Auf einem ist unser Team gefahren, auf den anderen durften dann Gäste fahren. Und wir haben ein richtig großes Studio aufgebaut und haben dann da alle Mann den Stream gemacht. Mhm. Ja. Ich hab den Stream, also so die Anmoderation und so die ersten Meter rollende Autos habe ich kommentiert. Ab da bin ich nur noch rumgelaufen. Und wo es abends ruhig war, bin ich auf dem Sofa zusammengeklappt und hab Ende. Junge, da ich war fix und alle, ey. Andere Geschichte. Herrlich. Das glaube ich, wenn du den ganzen Tag da auf Achse bist, Das war, nee, das war halt so das erste Dingen, wo ich mich komplett alleine drum kümmern musste, weil bis zu dem Tag, wo es losging, konnte mir halt keiner helfen so richtig, ne? Es waren alles Sachen, worum ich mich dann halt kümmern musste. Ne? Vor Ort gucken, passt das mit Strom, passt das mit Breite, Höhe für die Gerätschaften und dann war das ein paar Mal hin und her, dann mussten wir auf den letzten Drücker doch noch die Location wechseln und da musste ich noch eine Tür ausbauen. So, das Ganze, bis es losgeht. Ich wusste ja, in dem Moment, wo ich die Tür aufmache und die Jungs da alle rein können, ist mein Teil ist dann erledigt. Ende. Ab da an war das dann deren Kram gewesen. Ne, alles aufzubauen, zu verkabeln, etc. pp. Da war ich dann halt mit Besuchern und Gästen zugange und ja, erst wirklich so abends, haben wir gesagt, so jetzt machen wir die Tür zu, jetzt ist Feierabend. Da ist so die ganze Anspannung so runtergefallen. Ich bin einfach eingepennt und Ende. Und ich habe nicht mehr kommentiert. Ja, das glaube ich. Das ist. Ja, so, an der Kartbahn bin ich mir. Gut, das war so ein Alleingang, der zählt nicht. Das war nix Wildes, aber die Interviews zum Beispiel bei der GT Masters, die wir da gemacht haben, ja, das war schon. Das sind immer die Szenen, die im P1-Trailer immer mit drin laufen, ne? Im Intro. Ist ja auch alles wahrscheinlich passiert, bevor ich überhaupt ins Simracing reingeschnuppert habe.
Ich bin ja erst seit, wann bin ich am Fahren? 21, glaube ich. Nee. 20? Nee. Weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal gefahren bin. Ja, jetzt auch schon seit, ich glaube, 3 Jahren bei euch. 4 Jahren? 4 Jahren? Sind jetzt fast 4, stimmt. Boah, krass. Ich glaube 3 oder 4, irgend sowas. Das ist jetzt gerade so der Übergang, glaube ich. Ich glaube 22 kam ich dazu zum Kommentieren. Und dann dann war ich immer so ein fauler Sack, hab mich nur im Hintergrund gehalten, ne? Aber immer nur, wenn es ums Labern ging. Alles andere so, oh, macht ihr mal. Aber mal gucken. Ich glaube, ich suche mir mal so ein paar Aufgaben, wo ich vielleicht ein bisschen jugendliche Energie reinbringen kann. Mädchen für alles. Mädchen für... Nein. Nein. Ja, wird aber erstmal aktuell drauf hinauslaufen. Ich glaube, ich könnte mich mit der, so ein bisschen mit der Social Media Sparte anfreunden. Also ich glaube, das wäre gar nicht mal so ein verkehrter Weg. Ich bin ja auch bin ja auch einer von den Leuten, die selber von sich selbst immer regelmäßig irgendwelche Insta-Stories und Scheiß hochladen. Und ich habe den Spaß tatsächlich mit meinem persönlichen Twitch-Account auch schon mal probiert. Ich habe dann zu jedem Stream so ein paar lustige Momente rausgefischt, habe dann da Highlights gemacht, habe die runtergeladen, sowohl im Widescreen als auch im Handy-Format, im Hochkant-Format, und habe das dann auf einem separaten YouTube-Channel bei Shorts hochgeladen, bei YouTube Shorts. Und dann hatte ich auf einmal an einem Tag 8 Videos hochgeladen, das war das Limit. Und dann hatte ich auf einmal einen Tag später 1100 Aufrufe. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil das lag einfach daran, dass Shorts durch einen Algorithmus so unfassbar gepusht werden. Gerade wenn du viel hochlädst, dann belohnt dich der Algorithmus dafür, dass du viel Content bringst. Und das war total weird. Auf einmal hatte ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe jetzt gerade da drauf gammeln, obwohl ich nichts mit dem Kanal mache, außer nur die Shorts hochgeladen. Aber das wäre ja eigentlich eine Idee. Das könnte man machen. Das ist jetzt nicht der wildeste Aufwand in der Bedienung. Das könnte ich auch selber machen. Das ist mir gerade aufgefallen. Was? So vor Arbeit gedrückt. Ich habe gerade eine Aufgabe gewonnen, ich weiß. Oder? Ich habe gerade, es klingt so, als hätte ich gerade was dazu gewonnen. Warte, ich schau gerade. Shorts. Muss meinen Account wechseln. Moment. Da ist mein Account. Ja, der hatte absolut 0 Abos gehabt übrigens auf YouTube und jetzt, gut 19 ist jetzt auch nicht so die Zahl, aber ich habe auch nichts gemacht, außer nur die Shorts hochladen. Das sind jetzt, ach nee, pro Video 1000 Aufrufe, sorry. Sind jetzt gesamt, wo haben wir die Analytics? Wir haben, also ich habe da mit dem Spaß 25. Jetzt übrigens, Shorts produzieren nur Aufrufe, wenn sie hochgeladen werden, gefühlt. Danach nicht mehr. Das heißt, ich hatte dann 2 Tage extrem viele Aufrufe und dann waren sie wieder tot. Das heißt, du musst gefühlt jeden Tag Shorts hochladen oder mal einmal die Woche reicht auch. 29.000 Aufrufe. Und 14 Abos. Für 2 Tage Arbeit. Das sind, wie viele Videos? Also Pi mal Daumen 20 Videos, glaube ich. Kurze 30 Sekunden Clips von irgendeinem Livestream. Und jetzt kommt's. Was war die Spannung? Es war Euro Truck Simulator. Hä? Ich bin einfach LKW gefahren mit Arnold und Rico und wenn irgendein dummer Moment war, irgendeiner, keine Ahnung, hat die Kurve nicht gekriegt oder ist umgefallen oder was weiß ich, irgendwas Dummes. Nur sowas. Haben einen Clip gemacht, hochgeladen. Und dann hat so dieser eine Clip so 1500, 2000 Aufrufe. Das nichts gemacht. Und ich denke, wenn wir hier... Ich müsste mir da wahrscheinlich angewöhnen, dass wenn ich in Stream mit kommentiere, dass ich dann einfach mir Zeitmarker irgendwo auf den Zettel schreibe, dass ich weiß, bei Minute so und so ist gerade was Krasses passiert und dann macht man da draus einfach Clips und lädt die hoch. Wäre vielleicht was.
So einfach so, auch weil Ja. wir das Thema ja hatten, Reichweite generieren und damit kriegst du halt Reichweite. Und selbst wenn ich TikTok absolut nicht mag, würde ich trotzdem auch sagen, dass man es mit nutzen sollte, weil ich habe es beobachtet bei uns, wo ich noch viel bei Blau Igel gefahren bin. Unser einer Teammate, jetzt muss ich gerade, ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich deinen Namen vergessen habe. Wir haben so lange nicht gesprochen, es tut mir. Ich muss schauen, Moment. Jürgen. Blau Igel. Alter Schwede. Was denn? Ich hab. Was wegen gerade Rennen? Oder Jürgen gerade Spaß gemacht? Oder? Hey, das Oder weil wird. ich hier meine Teammates vergesse. Ach, ich meine Robin. Ja. Robin hat dann angefangen, dort auf TikTok zu streamen. Ich habe mir auch gedacht, wie kann man denn auf TikTok streamen? Du hast dann quasi dein Rennen auf Hochformat gepresst. Aber der hat auch ganz viel dann so kleine Shorts und so hochgeladen. Und der hat letztens seine, keine Ahnung, über 1000 Abos gefeiert auf Insta. Hat er irgendwo hochgeladen. Über 1000 Abos mit der Begründung, hier, TikTok, geil. Wo ich mir auch denke, what? Dann hat er aber dann Screenshots geschickt, wie viele Aufrufe so durch TikTok reinkommen. Und ich dachte mir auch so, wie? Was machst du? Weil die Algorithmen halt mehr pushen. Wenn du halt auf Twitch oder YouTube streamst, dann kriegst du ja auch anfangs gar nichts, so an Aufmerksamkeit. Wenn du aber oft streamst, so jeden Tag oder so, dann kriegst du auch mehr Werbefläche automatisiert. Ist mir bei Twitch aufgefallen. Eine Zeit, da habe ich jeden zweiten Tag gestreamt, irgendwelches Gaming-Zeugs, vor, keine Ahnung, jetzt irgendwie 8 Jahren. Ja. Auf einmal hattest du dann so 20 Zuschauer, so aus der Kalten, so für irgendein Game, was du gerade spielst. 20 Leute, die sich irgendwo zu dir hin verirrt haben und sagen, guck dir jetzt zu bei deinem Game. So, hätte ich das weitergemacht, wäre das sicher höher gegangen. Ein Kumpel von mir hat es durchgezogen, der hatte dann halt mal 200 Zuschauer. Und dann irgendwann so ein paar tausend Abos. Gut, der war jeden Tag online. Muss man auch die Zeit dazu haben, ne? Aber an sich, Social Media kann einem schon damit helfen. Und ich denke mal, so mit den Shorts, das wäre erstmal ein Einstieg für ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann schreibt man die Beschreibung immer schön rein hier. Wenn ihr selber fahren wollt, geht auf die Website, guckt es euch an, geht auf unseren Discord. Und die Leute verirren sich von ganz alleine dann. Ja, das ist, wie gesagt, so das ist halt so ein bisschen Neuland für mich. Das ist andere Welt. Also ich würde das sagen, ja, ich kann auf jeden Fall da auch so ein Das paar... ist, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich Ja. mir auch nicht. Ich habe es auch erst letztes Jahr mit dem LKW das erste Mal mich mit Shorts beschäftigt und gemerkt, es ist Schweine einfach und deswegen mache ich's. Und es ist jetzt auch nicht so viel, also ich sag mal Arbeit. Also ich würde das mit den Shorts auf jeden Fall mitmachen. Wir können uns ja einfach mal, wenn es dann wieder an die nächsten, sag ich mal, Dauerrennen geht, also die regelmäßig stattfinden. Weil jetzt hier draus Clips erstellen, weiß ich nicht, ob das so viel, also es ist jetzt total wilder Moment. Aber aus Twitch heraus Clips erstellen ist eigentlich relativ geil, weil das halt sehr, sehr zugänglich ist. Bei Twitch gibt dir die Möglichkeit, direkt das in Handyformat zu speichern und direkt auf den Rechner runterzuladen. Das ist halt total geil. War eigentlich tatsächlich mal meine Aufgabe bei Blau Igel. Ich habe einen Twitch-Account erstellt, den habe ich nie benutzt. Ich habe einen Twitch-Account, ich habe einen YouTube-Account, ich habe einen Instagram-Account zu Blau Igel. Nee, Insta hat Julian gemacht. Und ich hatte da extra, da ging es dann darum, dass ich das mit befülle. Da das dann aber genau die Zeit war, wo ich nicht mehr groß gefahren bin, hat sich das erledigt. Aber ich denke mal, können wir hier bei P1 doch schon noch ein bisschen was aus dem Euter pressen. Kriegen wir noch ein bisschen Milch raus. Content, Markus. Content. Ja, Simon, fährst du gleich?
wenn der Jürgen mit dem Stint hier fertig ist? Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt fahren will. Ah, okay. Doch so Mir schlimm. geht's immer noch. Ja. Es geht immer in Wellen. Aktuell geht es wieder ein bisschen besser, aber es kann in 10 Minuten noch wieder scheiße sein. Wen? Ich muss nur pressen. Das wäre im Simrick ganz schwierig. Ja, wenn man vorher eine Windel anzieht, ist es okay. Ja. Oder man ist erstmal körperlich schon vorbereitet gewesen, dann ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Wird der einfach krank zum Race Day? Ach, alles Ausreden. Warum geht meine Pitwall jetzt nicht, verdammte Hacke? Es hat doch die ganzen Wochen funktioniert. Das ist hier, hast du ja gesagt, erste Folge intern, weil es Problemchen geben kann. Damit hast du es schon beschrien. Alleine mit den Worten. Das ist der erste Stream. Wollte irgendwo hin streamen, keine Ahnung, hat erstmal gar nicht funktioniert. Da saß ich erstmal hier, musste gucken, dass ich auch auf den richtigen Kanal downloaden und all sowas. Oh, Katastrophe. Also, du wolltest es auf deinen privaten Markus Broch YouTube-Channel schmeißen. Das wäre lustig. Nein, weißt du, Markus, ich weiß, wie wir die Clips bekommen. Du machst zukünftig einfach Instagram Beauty Streams. Kommst du rauf? Hallo meine Lieben, heute nehme ich euch auf meine Day-Routine mit. Ich bin ehrlich, ich fände es lustig, ich würde es mir allein für den Joke würde ich mir anschauen. Nur heute erleben wir einen Tag mit Markus. Der würde spätestens an dem Punkt, wenn du irgendwo im Auto sitzt und dich über den Verkehr aufregst, wegen vulgärer Sprache gesperrt. Nein. Ui, da hat schon ein Gerät. Ui, ja. Ist ja nicht rausgezogen. Da übernimmst du jetzt wahrscheinlich gleich das Steuern, ne, Markus? Ich hoffe nicht, aber ja. Ich hoffe nicht, aber ja.
Ja, ich bin nicht drin, ich kann nicht. Das ist schlecht. Obwohl ich auch auf dem BMW einfach absolut keine Übung habe, deswegen wäre das sowieso ein Himmelfahrtskommando mit mir. Wäre es auch so oder so, mit egal welchem Auto, aber. Ah, das Auto mit dem Setup, das muss dann immer vorher ein Stint gefahren sein. Aber es ist halt auch wieder ja, Fahrzeugkonzept und Verhalten und so weiter. Und wenn man halt einen bestimmten Fahrstil nicht klarkommt, zum Beispiel egal was ich für ein Setup habe, ich komme mit dem Porsche nicht klar. Trotz dass es Mittelmotor ist. Ich komme mit dem 911er nicht klar. Aber sitze ich dann im McLaren, ist die Welt in Ordnung. Ich habe mich ja jetzt schon durch ein paar Autos durchprobiert, zumindest bei F2, bei LMU habe ich noch nicht die Autos durchprobiert. Müsste ich mal machen. Eng ja, hui, ja. Da immer die Angst, der bremst eine Sekunde schneller und du liegst ihm sofort hinten drin und dann ist sie weg. Markus, interessante Frage am Rande. Was kostet eigentlich so ein Messestand? Doch sackenteuer, oder? Wo, was? Bei jetzt beispielsweise Simracing Expo, so als Idee. Für uns ist das sehr teuer, sehr, sehr teuer. Mhm. Na, das lief damals bestimmt über Actorace, oder hast du das damals selber Das war... Der Stand war ja von ActoRacer. Ach ja, okay, Oder die das war, was Stände. ich meinte. Für mich war das ja eine Win-Win. Einmal arbeiten und trotzdem mit meinem Verein was machen. Ja. War ich nämlich auch mal neugierig und es gibt ja irgendwie so Preislisten, aber ich habe nie so richtig einen Plan gehabt, was so ein Messestand kostet. Als ich dann irgendwann mal vierstellige Preise gehört habe, ich gedacht, what? Aber ja, das ist schon ganz andere Liga. Da man mit der Expo auch irgendwo Geld generieren muss, wird, je geiler der Scheiß werden soll, auch irgendwie die Klamotten immer teurer. Mhm. Und eine EMS wird wahrscheinlich nicht gerade besser sein. Also Essen Motorshow meine ich, die wird bestimmt genauso. Da ja auch oft Vereine und so ausgestellt sind. Immer, das ist Messegelände, Junge, da ist alles teuer. Ja, true. Ich hätte gehofft, dass wenn du eine größere Messe hast, weniger eine Nische, dann der Grundpreis sinkt, weil die ja mehr Hallen bedienen und mehr Stände. Ach, jetzt habe ich mich ja eben voll verzockt mit der Zeit, ne? Und ich wollte ja eigentlich gar nicht die Quali fahren und nix. Ich wollte ja eigentlich... Jetzt habe ich mal so schöne Sachen vorbereitet, ja? Wie sowas hier, ne? Erste Episode mit Jürgen von Schubert Motorsport E-Sport. Ich sag ja, die erste Folge ist hausintern. Aber wir haben auch
was hier gemacht. Und Mhm. okay. Gut zu wissen. Das macht er noch nicht. Da müssen wir noch mal ran. Normalerweise sollten jetzt auch Position, schnellste Runde und welche Runde vom Jürgen angezeigt werden. Ah, cool. Da müssen wir noch mal ran. Also von mir, wenn ich fahre, wird angezeigt. Auch immer die richtige Strecke und ein paar Streckeninfos. Sowie halt, in was für einer Session wir sind und was wir aktuell für eine Temperatur haben. Hm. Ja. Ja, aber auch deshalb die erste Episode halt hausintern. Zum ersten Mal das große Ganze ausprobieren. Später sollen dann auch hier ich denke mal, wir werden Fotos machen. Ist am einfachsten, glaube ich. Die jeweiligen Fotos halt zu sehen sein. Ne? Wer ist der Fahrer von uns? Wer ist der Gastfahrer? Ja. Wie gesagt, hier kommt die Standings links, die kommen weg. Da legen wir ein Tower von uns drin drüber, dass das da alles auch ein bisschen schöner aussieht und nicht vom Banner verdeckt wird. Ich weiß auch nicht, warum er sich gerade nicht anzeigen lässt, aber muss gemacht werden. Ja, und ich muss noch mal gucken, warum meine Pitbull nicht angezeigt wurde, was ja eigentlich auch geklappt hatte, aber das sind so Kleinigkeiten. Muss man dann mal sehen. Ja. Wichtig war jetzt überhaupt erstmal ein Signal zu senden, hey, hallo, wir sind noch da. Und ja, wir haben da halt ein bisschen vor, ne? Thema für gleich, wenn ich im Auto sitze. Unter anderem darfst du natürlich den Jürgen ausquetschen, aber du kannst auch zwischendurch mal den Simon anhauen und mal so ein bisschen löchern und fragen, was es denn mit dem Manager auf sich hat. Ja, ich weiß ja sowieso noch gar nichts von dem Thema, so groß, was Manager ist. Deswegen ist das perfekt, da kann ich ihn direkt löchern. Aber die Frage, die wäre mir sowieso noch auf der Zunge gebrannt, von daher. Und ich bin dann eher neugierig auch, so ein bisschen was Jürgen so über dich lästern kann und so Schubert-Team intern. Oh, da habe ich einiges. Schönen Geschichten. Benennen wir unseren Stream um Lester-Schwestern. Nee. Also, Kinders, Du hörst uns ja trotzdem noch, bist ja noch da. ganz klipp und klar, ne? Hier wird nicht gelästert. Hier wird
Mobbing okay. Hier ist kein. Ja. Nein, das wird. Nein, hier ist auch kein Mobbing. Man kann sich hier über Simracing unterhalten. Das Thema soll natürlich sein, die Fahrer, also ihr, wir und P1. Wir können über Simulationen uns unterhalten, aber auch da fände ich es gut, wenn man darauf achtet, nicht irgendwie den Hype zu machen, sondern einfach das Ganze nüchtern, neutral betrachten. Und um nichts anderes soll es hier gehen. Noch nüchtern neutral. Sind immer nüchtern neutral. Nein, alles gut. Wir haben ja hier unsere gesellige Laberrunde und alles gut. Keine Sorge. Na, das ist aber ein Punkt, der war uns schon wichtig. Also den anderen mehr wie mir, aber mir war das auch wichtig. Und ich denke, es ist auch ganz gut so. Ja, nee, ich habe auf jeden Fall so ein paar Fragen, die hätte ich dir wahrscheinlich auch in ähnlicher Form so oder so noch gestellt. Also, weil zum Beispiel das ganze Teamkonstrukt Schubert E-Sport. Bin ich sehr neugierig, weil ich weiß ja gar nichts. Ich war ja immer nur zum Labern da. Ich weiß ja eigentlich gar nichts. Können wir irgendwann mal gerne machen. Aber erstmal die anderen. Okay. Mal eigentlich auch für Werbung ausnutzen. Aufs reale Schubert-Auto, ganz groß P1 Gaming e.V. Ja, ganz groß war es nicht, aber wir hatten 2 P1gaming.de Banner auf dem BMW von Racing Divas in Dubai beim 24er. Oh, cool. Ja. Das müsstest ja. Viele interpretieren, glaube ich, was Falsches da rein. Oder haben falsche Erwartungen. Es bot sich die Gelegenheit, das offizielle Schubert Motorsport E-Sport Team zu werden. Und das habe ich dann auch sofort gemacht, weil ich war schon immer Schubert-Fan gewesen. Und das war eine Gelegenheit, die kommt nur einmal. Da habe ich gesagt, da greifst du zu. Aber ich habe das nie mit irgendwelchen besonderen Gedanken verknüpft. Und ich wollte schon gar nicht irgendein Business daraus machen oder was, keine Ahnung. Da war ja, ich hatte nie irgendwie den Satz auf der Zunge gehabt, so, was kann ich denn kriegen oder so, weißt du? Sondern das war so, ja, man hat sich halt dadurch auch noch mehr kennengelernt und dann haben sich halt Gelegenheiten oder ganz, ganz viele Gelegenheiten und Türen geöffnet dadurch. Ich fand es einfach cool, da so eine Dazugehörigkeit auszudrücken, ja. Wir durften dann den Namen benutzen, die Livery und
Mehr habe ich da anfangs nie rein interpretiert. Hatte auch da nicht irgendwie Ambitionen, da irgendwas Großes jetzt mitzumachen. Ich habe mich gefreut, dass ich es machen durfte. Und es auch immer noch weitermachen darf. Und manchmal ergeben sich Dinge, wo ich dann hin darf oder wo ich was machen darf. Aber ich bin da nie irgendwie mit einer großen Hand hingelaufen, so gib mal her. Nee, so wollte ich das auch gar nicht ausdrücken, dass du jetzt hingehst und sagst, ey, ihr könnt jetzt aber uns auch mal was gegenleisten. Ja, aber dadurch gibt's halt auch jetzt nicht so gewaltig viel zu erzählen. Erstmal musst du Fahrer haben, die fahren. Jetzt ist das Problem, ich kann mich nicht um die Leute kümmern, weil ich kümmere mich ja um Verein, um die Serie, um den Stream. Da muss also jemand her, der das Ganze halt dann managt. Und wenn du sowas nicht hast, dann musst du ja erstmal Fahrer finden. Und dann habe ich Fahrer gefunden, die ähnlich drüber gedacht haben wie ich. Ne? Und ja, wie das so ist, kommen und gehen. Der harte Kern ist geblieben. Mittlerweile hat sich da eine sehr starke freundschaftliche Bindung halt zu Seawolf Motorsport entwickelt, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, weißt du was, lass uns doch einfach als Schubert Motorsport darüber gehen und ihr habt ein paar Gleichgesinnte und habt eine sehr große Möglichkeit, selber dafür zu sorgen, besser zu werden. Weil da halt genug Cracks sind. Und ja, der Fokus liegt jetzt nicht so intensiv auf dem Team, sondern aus dem Ganzen hat sich so eine Gemeinschaft entwickelt, dass die Leute leistungsbezogen auf Autos mit anderen draufgepackt werden können. Und das spielt erstmal gar keine Rolle, welcher Name auf dem Auto draufsteht, sondern das Auto fährt mit denen und es ist gut besetzt. Und wenn ein paar abfallen und es kommt dann doch noch ein BMW zum Einsatz, dann kommt halt das Schubert-Auto zum Einsatz. Ich würde normalerweise jetzt permanent mit dem Schubert-Auto fahren, aber ich will das, was wir hier machen, als Werbung nutzen und eben halt den Fokus auf unseren Verein legen. Deswegen das PR1 Gaming Team und dann natürlich auch eine entsprechend Livery. Und es ist Werbung. Es ist einfach Werbung für uns. Zum einen können wir zeigen, was man bei uns für einen Racer erwarten kann, egal ob du sau schnell bist, ob du schnell bist, ob du langsam bist oder etwas so wie ich, so mittendrin und immer zu langsam. Und kannst trotzdem Spaß haben und ein sauberes, faires Racen machen. Das ist ja auch der Grund, warum ich ja auf mein Track-Tool-Projekt ja auch gerne ein bisschen P1 mit draufbringen will. Einfach nur, dass du, keine Ahnung, wenn du irgendwo stehst auf einem Treffen oder sonst was, dass die Leute das Logo sehen und sagen, was ist denn das? Ich google halt mal. So, ne? Und dann vielleicht stellt dir einer eine Frage, fragt dich, oh jo, was ist ein P1 Gaming e.V.? Und dann erzählst du denen was und ne? Das ist ja auch so ein bisschen mein Hintergedanke mit, warum ich dich mal gefragt hatte, ob ich mir P1 Aufkleber machen kann. Da mein Auto aktuell lackmäßig noch nicht so weit ist, habe ich das bisher noch nicht getan. Aber
Nee, mir kam der Gedanke, weil mir ist so aufgefallen, wenn du so an einer Strecke bist zu diversen Events, jetzt sei es die DTM oder irgendwas anderes, dass immer auch, oder auch auf Messen, dass unfassbar viel Verknüpfung betrieben wird zwischen Realmotorsport und Simracing und dass das bei den Leuten halt unfassbar gut ankommt. Wenn es nur so ein Sticker ist, den du den Leuten in der Hand drückst. Oder, keine Ahnung, Happy ist ein bisschen hochgegriffen, aber weißt schon, stehst an einem Stand und hast einfach nur, keine Ahnung, du hast das echte Schubert-Auto irgendwo stehen auf einer Messe, oder keine Ahnung, bei dem Rennevent, mal als Beispiel, du bist irgendwo DTM und dann hat das Team, sei es welches, ein eigenes Auto dastehen als Showobjekt. Hatten wir letztes, da stand dann der Grello auf einmal neben der Strecke. Dann hatten die dort so ein paar andere Projektautos und noch ein paar Plakate und dann konntest du dort kostenlos Poster mitnehmen und so ein Scheiß. Kein Scheiß, ist geil, ich habe Poster mitgenommen. Und es wird unfassbar oft trotzdem auch irgendwo der Fokus dann bei solchen Sachen gerne mal noch zusätzlich auf Simracing geschoben, dass die dann nebenher noch, wenn es nur ein kleiner Aufsteller ist, wo die sagen, ey, wir haben auch ein E-Sports-Team oder die haben den Fernseher, wo dann dort Szenen vom E-Sports-Team laufen, wo die dann gefahren sind und so. Und ich finde sowas halt interessant, weil das sind so kleine Sachen, die kosten nicht unbedingt Geld, also nicht viel Geld, klar, so ein Bildschirm dorthin stellen, ja, aber meinetwegen mal nur so ein scheiß Pappaufsteller, wo dann halt aufsteht, ey, wir fahren auch, guckt unsere Streams, so in dem Sinne. Das ist mir einfach so aufgefallen, deswegen war ich einfach nur neugierig und habe deswegen so blöde reingefragt vorhin zu dem Thema. Nö, alles cool. Ja, Wird ja auch immer größer. Siehst du es doch bei Tim Heinemann, der ja heute auch Nordschleife fährt. Ne? ja. Angefangen mit Race Room. Der hat eine riesen mediale Präsenz. Der wird auch in jedem Interview wird gesagt, ach, du bist ja Simracer. Ne? Oder auch jetzt das komplette Streaming-Team, was ja fährt für Bielstein an der Nordschleife. Oder sagen, das heißt Max Verstappen, der ja auch viele Leute im E-Sports akquiriert. Da ist halt ein riesen Fokus mit drauf. Und ich denke, dass da sicherlich auch, wenn man das verknüpft zum Realsport, viele Leute anspricht. Man sieht ja auch immer wieder an Strecken, die so... Du musst den einen Vorteil, den du allen anderen gegenüber hast, den musst du ausspielen. Und unser Vorteil ist, dass wir ein Fingerschnipp von der Realität weg sind, was keine andere Spielbranche so hat. Ja. Und ich sehe halt allein nur den Punkt, man muss es ja gar nicht übertreiben, aber... Nö, es muss ja nicht. Du hast ja, es gibt ja für alles ein Feld, ne? Ja. Das ist, ohne jetzt groß wie du es vorhin sagst, die Hand aufzuhalten, fände ich halt den Gedanken, einfach nur so ein kleines Poster auf im Fahrerlager. Kleines Poster, du hast so beispielsweise die, jetzt mal so dahingestellt, die Schubert-Box, die Autos, also beispielsweise jetzt Oschachsleben oder so, oder irgendeine andere x-beliebige Strecke, hast das Fahrerlager, was ja meistens frei begehbar ist, und dann hängt da einfach an dem Tor von der Fahrerlagerseite aus, hängt da einfach so ein Poster. An dem Poster ist, was weiß ich, eben entweder das E-Sports-Team oder dann auf dem Poster so quer geteilt, vielleicht auch noch die P1-Geschichte. Hast dann einfach nur so die Internetseite, hast ein schönes Bild dahinter und das reicht schon. Ich persönlich denke halt so, das tut keinem weh, kann aber vielleicht doch einiges bewegen, gerade wenn du dann Leute hast, die gehen hin, die sind jetzt beispielsweise Schubert-Fans und die sehen das dann und denken, ach cool, okay, die hängt irgendwo zusammen. Schau ich doch mal, was ist denn das? So, das wäre so mein persönlicher Gedanke, weil ich habe da auch gerne viel verknüpft, wenn ich irgendwo live an der Strecke war und hatte so Teams, die ich halt cool fand. Die habe ich manchmal auch dann halt irgendwo durch Social Media gefunden. Die haben halt da gute Präsenz gemacht. Damals Insolvenz Racing. Jeder weiß, was gemeint ist. Den Namen kann ich mir nicht verkneifen. Da gab's mal... Ich habe das übel verfolgt. Wir hatten ja das Glück gehabt,
das war so das goldene Ticket, dass wir halt dass jemand bei uns mitfahren wollte. Und ich habe echt tagelang gegrübelt, weil der Nachname, der kam mir bekannt vor und es klingelten meine Ohren, es schrie im Kopf und irgendwann habe ich gecheckt, das könnte ein Verwandter vom Stefan sein. Und dann habe ich den mal im Forum angeschrieben und dann sagte er, ja genau, der bin ich. Und damit fing irgendwie alles an, was wir so abseits der Serie gemacht haben. Wir durften dann mal da hoch. Da fing das an mit P1 Gaming powered bei Schubert Motorsport. Na, weil das war für die auch irgendwas, was sie mal gar nicht kannten und überhaupt nichts mit anfangen konnten, was aber der Stefan halt kannte. Oder wusste da auch, dass es das gibt halt, ne? Weil, wie gesagt, der Bruder ja halt auch das halt Simracing betrieben hat. Und ja, das war dann so ein zwangloses Kennenlernen, mehr kennenlernen, weiter kennenlernen. Dann kam Stefan auf die Idee, weil ich hab das immer wieder mal gesagt, dass mich das so reizen würde, mal Fahrer zu interviewen, aber mal nicht wie halt so vordiktiert, sondern so frei Schnauze. Ja, und dann sagte er, mach das doch einfach mal. In 2 Monaten ist Saisonstart hier in Oschersleben. Gehst hoch bei uns in die VIP und dann schnappst du dir den Dominik und Teamkollege war, glaube ich, Jesse gewesen. Weiß ich gar nicht mehr. Manche genauen Details, die sind langsam flöten. Auf jeden Fall hatte ich das dann dem Ricardo erzählt. Und ja, was soll ich sagen? Der fand die Idee auch irgendwie cool, ne? Und genau sein Ding, was er kann, ne? Da gibt es nix. Ja, dann ab nach Oschersleben und dann haben wir da mal ein Interview gemacht. Und dann folgte noch eins und noch eins und irgendwann konnten wir bei der Schubert-Box ein- und ausgehen. Dann haben wir die anderen Teams kennengelernt, andere Fahrer. Und ja, das war so. Es war oft schwierig, weil das war ja alles so rein privat von uns und auch nur mit uns und durch uns. Ja, und das waren halt überwiegend halt bei Rennveranstaltungen, GT Masters, 24er Nordschleife. Nordschleife, das war für uns absolute Hölle, weil wir waren ja ein ganz kleines Licht, wir waren ja niemand. Da wirst ja nicht von vielen so wirklich wahrgenommen, sondern da hast du halt nur deine Spezies, die halt das Hobby auch betreiben oder an dem Hobby interessiert sind, die aber dann natürlich auch gewisse Abläufe haben, während sie halt nicht fahren.
Und da ist auch kein Platz für dich. Dann kannst du nur wirklich hoffen, wenn du das 20. Mal gucken gehst, dass es vielleicht doch klappt. Haben wir uns die Hacken wund gelaufen. Aber auch da war es wieder die Community gewesen, die dann auch den Stein ins Rollen gebracht hat. Weil, ich sag mal, da so haben wir, in der Richtung haben wir dann damit angefangen gehabt, ne? Dass wir halt so den ein oder anderen Simracer dann am Mikro hatten, der am Rennen teilgenommen hat. So, dann, als der M6 ganz frisch rauskam, durften wir in Oschersleben direkt mal mit dem Jesse ein Interview führen, wo der das neue Lenkrad erklärt hat. Endgeil. Ja. Mittlerweile hatte sich dann auch eine gewisse Freundschaft mit dem Dominik entwickelt und der wollte Simracing betreiben. So, aber der wohnte am Arsch der Welt. Da haben wir dann alles telefonisch und mit ich schick dir Links und tun. Ja, diese Runde Box. Ja, ich wollte gerade mal sagen, stell mal den Boxenstab ein. Hat es da jetzt einen Treffer gegeben gerade, ja, ne? Nee, alles gut. Weil Chassis reparieren mit drin steht. Ja, Schaden. Markus möchte wahrscheinlich reparieren. Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Das ist aber interessant, ich habe das Menü auch offen. Mit anderen. Fahrer müsst ihr noch auswählen, ne? Ich hab's auch mal auf dich eingestellt, Markus, nur um auf Nummer sicher zu Ja, gehen. danke. Ich hab's gerade gesucht. So, ihr könnt es auch untereinander einstellen. Ah, cool. Das ist ja geil. Ich habe Markus Poch, Repair Body, New Tires. Oder Ah, möchtest cool. du keine, oder möchtest du aber keine cool. Reparatur? Doch, Das war doch, immer doch, nervig doch. früher beim Multiclass. Neue Reifen, reparieren und dann mute ich mich. Ich finde aber cool, dass man das inzwischen so steuern kann. Entschuldigung. Alles gut, das Auto lässt sich aber trotzdem noch super fahren. Ah, P4. Sehr gut. Wenn ich so drüber nachdenke, bei RF2 war das ja immer lästig mit Fahrerwechsel. Du musstest immer dein Zeug selber alles einstellen, der andere musste nur ready sein. Ich finde das cool, dass du das hier auch quasi von Teamseite von den anderen schon machen kannst, die Boxeneinstellungen. Dass du dich da nicht selber durchklicken musst als Fahrer. Sauber, sauber. Gut, wenn ihr jetzt eh gerade noch in die Box macht, dann hüpfe ich ganz schnell auf Klo und bin gleich wieder. Einundachtzig Sekunden.
Markus das Auto schon kaputt gemacht? Ja, nicht direkt. Vielleicht der Heckschaden. Der ist mir hinten reingefahren. Der kriegt gesagt, da vorne ist was langsamer. Man sieht, vor sich ist was Langsames. Muss man nicht reinfahren. Ja. Konzentrieren, fahren. Gut, jetzt sind wir bald erstmal wieder hier. Schön. Ja, aber lässt sich fahren. Lässt sich fahren? Naja, Gut. alles so, wie ich gestern und vorhin gemacht habe. Und die Temperatur ist auch die richtige. Erstmal ein bisschen den ruhigen, dass du ja noch eingrooven kannst, dass du groovy bist. Bin ich, alles gut? Groovy. Ich sag ja, fühlt sich alles so an wie vom Trainingsserver. Ja, wir haben mittlerweile hohen Grip. Ja, aber auch die ganze Force Feedback und Schlag mich tot Einstellerei hier. Das hat's auch ganz gut gebracht. Ich bin zwar immer noch nicht schneller. Solange du sicherer bist. Oder sich einfach besser anfühlt. Es fühlt sich besser an. Ja, reicht doch. Ja, Junge, wo soll ich hin? Spaß. Immer mit der Brechstange rein. Linie halten, Fremdwort. Ah, im Chat sind, also nicht in unserem Chat, sondern im Rennchat sind sie auch am Meckern. Da kann ich nicht mitlesen. Alles gut, die beleidigen, haben sich ein bisschen gegenseitig beleidigt. Ja, ist normal. Ja, gut, ja, Online-Community be like. So, wollen wir mal den Spieß jetzt umdrehen hier. Solange es hier immer noch gesitteter läuft als F1-Community oder Forza-Community, ist alles gut. Kannst du nicht sagen, ich bin erst 2 Online-Rennen gefahren in LMU, von daher keine Ahnung. Also, ich habe eigentlich mehr positive Erfahrungen gemacht von den Rennen, wo ich teilgenommen habe.
als negativer. Zumindest aktuell noch. Ich habe schöne Zweikämpfe gehabt, Fairs Racen und die Leute um mich rum haben echt super die Linie gehalten, auch wenn es brenzlig war. Waren echt geile Sachen bei. Okay. Und nur ein paar, wo ich gedacht habe, gleich drücke ich Delete und runter damit. Weil das hatte derjenige gerade auch, da war genug Platz und alles. Ihr müsst euch jetzt nicht anschweigen. Doch, wir wollen uns aber anschweigen. Du, wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Ja, Lass aber mich wenn es gleich- ruhig ist, fühle ich mich beobachtet. Wir beobachten dich ja auch. Lass mich mal gerade runterkommen, ey. Jürgen muss erstmal wieder normalen Blutdruck bekommen. Und Markus muss Blutdruck wieder aufbauen. Hab ich. Ja, ich glaube, das ging relativ schnell. Ich glaube, das hast du schon vor dem Fahrerwechsel gehabt. Mir ist echt die Düse gegangen. Ich hatte Angst, dass ich den gleichen Bockmist wieder mache oder habe. Du hast ja noch ein paar Stunden Zeit. Ja, aber das neue Setup, was ich da gestern Abend noch schnell oder die Änderungen am Setup, die ich gemacht habe, hat zumindest mir geholfen, dass ich das Auto öfters als abfangen kann. Ist halt trotzdem alles noch schwer für mich, ne? Falsche Gänge, falsche Linie, falsches Bremsen, falsches Gas, aber ich bin schon besser geworden und ich gebe mir Mühe. Aber die richtige Richtung. Ja gut, wenn ich mit anderen ein Rennen fahre, dann oder wenn wir Leute aufs Auto drauf einladen, dann muss ich auch irgendwie ein bisschen liefern, ne? Zumindest so, dass das Auto ganz bleibt. Ja, stress dich nicht zu sehr, dann klappt das von ganz alleine. Stress ist für mich im Moment wirklich das ganze Stream. Wenn der ganze Kram aus ist und ich bin alleine, bin ich effektiver. Dann fahre ich ruhiger. Du musst dich fühlen, als wärst du alleine. Mach einfach den Bildschirm aus. Ja gut, hängt halt auch so ein bisschen was dran hier, ne, was wir hier machen. Wie ist es immer, wenn jemand auf der Das- Bühne steht? Stell dir Das, vor, die was anderen wir jetzt hier machen, das soll ja positiv und aufgenommen werden und uns mal wieder ein Du bisschen... darfst dich nicht versteifen. Eben genau da darfst du dich eben nicht versteifen. Das ist das. Das wird dann schon, wenn wir hier einfach entspannt wir sind. Ja, wenn es aber still ist, fühle ich mich beobachtet. Und ein Stream, wo still ist auch noch interessant. Das an sich schon richtig, ja. Aber ich sag mal, bei 6,5 Stunden Gesamtlaufdauer darf es bestimmt auch mal 2 Minuten ruhig sein. Aber nicht- Vorhin hast du gesagt, wir müssen ja nicht die ganze Zeit durchballern, hast du vorhin gesagt. Aber doch nicht, wenn ich fahre, Mann. Ich rede ja gerade mit dir, ist ja alles gut. So, Ruhe jetzt, ich mute mich jetzt wieder. Mach. Ach, schön. Ja, wie auf der Bühne. Vorstellen, alle sind nackt. Guter Vorschlag, Simon. Aber ich kann mir vorstellen, dass
auf Twitch das relativ einfach geht, dass die Zuschauer auch nackt sind. Also das ist jetzt, die sitzen ja zu Hause. Ja. Na gut, erstmal muss man Zuschauer haben. Haben wir doch. Haben wir? Ja, 6 Stück steht dort unten drunter. Wie viele davon wir selber sind, weiß ich jetzt nicht. Ich bin einer. Ja. Auch einer. Siehst du, erstmal müssen wir Zuschauer haben. Ein Kumpel von mir ist auch mit drin. Ja, siehst du? War das der im Chat geschrieben hat vorhin? Ja. Also ist das der keine Hose anhat. Also, Ja. Der sitzt unten ohne da. Ich habe auch noch Freunde, die ich anschreiben kann. Moment. Wir haben jetzt auch keine Werbung für heute gemacht, weil nach dem gestrigen Desaster von mir stand das heute so ein bisschen auf der Kippe. Ja, Werbung. Aber nicht. Oder meinst du jetzt Werbung für Projekte? Meinst du schon Twitch-Werbung? Werbespots-Ding? Oder ach, wer. Guck mal ins Bild und hör auf, mich voll zu quatschen. Ja, verstanden, was gemeint war. Nicht so pissig. Simon, ich löcher dich jetzt. Solange Jürgen noch am runterkommen ist, muss ich dich jetzt löchern. Ist denn dieser Liga-Manager? Weil ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß nicht, was du da hinter verschlossenen Türen vor dich hingebaut hast. Nimm mich mal mit. Nimm uns alle mal mit. das ist einfach am Ende nur eine Homepage, die quasi vors Forum gelegt wird, Mhm. wo du auf den ersten Blick alle Infos über eine Serie, Reglement, Standings, Kalender etc. auf einen Blick quasi bekommst. Oh, geil. Baust du das komplett, also hast du das komplett selber gebaut oder ist das aus irgendeiner Vorlage entstanden oder? Das habe ich wie? komplett selbst gebaut. Oh, wow. Ich muss ja sagen, ich fand Webprogrammierung war das Schlimmste in der Berufsschule. Fand ich schrecklich. Ich find's cool, wenn man es kann. Ja, das HTML-Design hat auch zum größten Teil die KI gemacht. Mann, musst du ja nicht verraten. Hättest du einfach die Lorbeeren eingesackt, Mensch. Für das Design entworfen hat Ricardo und ich hab's der KI gegeben, mach's mir bitte in HTML mit den Infos, die ich habe. Mhm. Geil. Was teilweise auch merkwürdige Blüten getragen hatte. Okay. Ja, es ist halt eben in primär, sag ich mal, weiß, blau, schwarz, das Design. Mhm. Und ich habe das der KI mal gegeben, weil das mir halt eben für, keine Ahnung, Standings oder sowas halt eben das Design umsetzen sollte. Und da war auf einmal gelb und grün mit dabei gewesen, obwohl ich quasi nackten HTML-Code plus das Bild gegeben habe und ich mir dann gefragt habe, wie kommst du jetzt auf die Farbe? Hat KI die klassischen Halluzinationen gehabt, war. Ja. Das ist ja gerne mal, wenn du gerade bei Bildbearbeitung, ChatGPT, du schmeißt ein Bild rein, bitte bearbeite mir das so und so, das erste Bild ist das Beste und dann sagst du, kannst du das bitte anpassen und dann wird das Bild von Mal zu Mal immer schlechter. Fängt die KI irgendwann an zu halluzinieren und Sachen dazu zu dichten, die gar nicht existieren und du sitzt dann nur drin und greifst dir an den Kopf. Ja, ich hatte das, ich glaube, das war eine Arbeitssache, weil wir halt irgendeinen komplizierten Regex mal machen lassen. Und hat sich auch ständig im Kreis gedreht. Scheiße.
Oder hätte auch für die Assetto-Jungs, die haben ja noch Streichergebnisse mit drin. Mhm. Und die habe ich halt quasi auch automatisch berücksichtigt. Was jetzt für eine Fahrzeug- oder Fahrerwertung recht einfach ist, aber bei der Teamwertung ist es ja so, dass immer das schlechteste Resultat des einzelnen Fahrers nicht mit angerechnet wird Mhm. und nicht das schlechteste Eventergebnis des Teams. Und da habe ich auch 3 oder 4 Stunden mit der KI rumexperimentiert und gemacht und getan. Und am Ende alles in einer Viertelstunde selbst programmiert. Geil. Quasi Da ist das. mit der Vorlage, die die KI gemacht hat, aber ich hatte halt immer mal wieder dieses, okay, das und das muss berücksichtigt werden, hat irgendwas anderes vergessen. Okay, jetzt Ich den bin Stand. wieder da. Was haben die da vorne gerade gemacht? Entschuldigung, Gottes Willen. erzähl weiter. Die vor dir. Ja. Wir haben dich mittendrin abgesägt, Simon. Nee, das war jetzt ansonsten, der Liga-Manager ist halt eben noch um die Anmeldung für die Fahrer und Teams einfacher zu gestalten. Oh, geil. Also du bekommst dann auch in dem Ding nochmal eine Statistik. Es gibt ein paar Änderungen, wo wir sagen, die muss zuerst von jemandem abgesegnet werden, wie zum Beispiel Fahrzeugwechsel oder vielleicht ein Klassenwechsel. Oder auch auch ein Wechsel von der Startnummer. Allein dadurch, dass du, je nachdem, was für eine Simulation es halt eben ist, ja dann wieder Anpassungen in irgendwelchen Dateien machen musst. Dass du das mit am Schirm hast. Und ansonsten kannst du halt eben, wenn Entry einmal eingetragen ist, kannst du einfach auf Editieren gehen und kannst dann Fahrer runterschmeißen, austauschen, hinzusetzen. Und so ist so, dass es keinen extra Account braucht. Es geht alles über das Forum. Ah, das ist geil, ne? Da hast du halt so ein bisschen zugänglicher und ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer zu moderieren, glaube ich, oder? Wenn du das dann auch als, sag ich mal, Moderator-Ansicht dann ein bisschen besser entgegennehmen kannst, die Anmeldung und so, oder? Oder macht er das dann voll automatisiert? Das wird ja voll automatisiert. Oh. Du kannst auch so Sachen machen wie, sagen wir, der P1 LMS oder irgendeine Langstreckenserie, wo du sagst, du hättest, so wie wir das früher hatten, 50 Startplätze. Jetzt willst du aber 3 Klassen anbieten und weißt jetzt nicht, welche wie ankommt. Da kannst du einfach sagen, die Serie hat 50 Startplätze und jede Klasse, wenn du 3 Klassen anbietest, hätte jeweils 20. Was ja nicht hinhaut, aber dann würde halt eben so gewertet werden, dass quasi die ersten 20 von einer Klasse ist, bis halt eben die Gesamtanzahl erreicht ist. Und das geht halt eben nach Timestamp der Anmeldung. Was ist denn mit denen los, ey? Mein Gott. Und da ist es halt eben so, auch wenn dann jemand zurückzückt oder nicht mehr an den Start gehen kann oder will, dass du das Auto dann einfach nur quasi inaktiv setzt und dann automatisch der nächste vom System her schon nachrückt. Oh, das ist geil. Ja, damit habt ihr ja dann auch potenziell deutlich weniger Aufwand, wenn es dann um irgendwelche Änderungen angeht. Weil ist ja sonst immer alles über die Foreneinträge und PN und alles händisch und ne? Ja, das ging vorher auch schon also bevor dem Forum-Crash, sage ich jetzt mal, ging das auch schon alles automatisch. Nur manche Sachen gingen nicht automatisch und es war auch so, dass du halt eben immer ein Formularfeld hattest. Und das war für uns zwar ein bisschen angenehmer, aber die Teammanager mussten immer alle Informationen bei einer Änderung komplett neu eintragen. Jetzt ist nur noch, du trägst nur noch deine Änderung ein. Ah, okay, das ist cool. Oder halt eben für Assetto oder gut RF2 oder sowas, wo du halt eben noch irgendwelche Dateien am Ende brauchst, können die auch automatisch generiert werden darüber. Also R-Faktor konnte ich immer die ganzen Fahrzeugdateien per Skript generieren lassen. Nice. Das ist cool.
Das macht es wahrscheinlich dann auch einfacher, weil ich denke, wenn man da als komplett Unbedarfter rankommt ans Forum und selber vielleicht auch noch nicht groß. Junge, was ist denn mit dem Lexus falsch? Fährt ja wie ein Affe. Ohne jetzt hier bösen Worten um mich zu werfen, aber der hat auch vorhin den anderen abgedrängt hier von der Strecke. Was macht der denn? Ja, Der hätte da Markus jetzt auch- eiskalt in die Wand gepresst. Der ist aber eiskalt zur Linie gefahren. Also da hat der Lexus nichts falsch gemacht. Ja, aber auch vorhin, wo der den anderen jetzt hier dann in der Kurve einfach das- runtergepresst hat. Das mag sein, aber jetzt ausgelassen. So sehe ich keinen Fehler bei ihm. Als ich gesehen habe, der will mich in die Wand drücken, musste ich klarstellen, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Weil ich war deutlich schneller. Ja, aber er war noch vorne und ist die Ideallinie gefahren, von daher. Aber trotzdem dann so zuzuziehen, wenn du gerade. mit Nochmal, Überschuss wenn ich. ankommst, ist Warum das soll ich mit einem Auto wahrscheinlich am Limit? Ja, Reifen platt, weiß der Geier. So ein Scheiß mit dem Hintermann abziehen. Ist dumm. Es geht, das ist was anderes, ob das jetzt klug ist, das zu machen, aber es geht darum, ob das regeltechnisch sauber gemacht ist, was er gemacht hat. Und da hat nichts gegen irgendwas gesprochen. Dass das nicht klug ist, ist eine andere Nee, Sache. den Asimov hat er vorher gemacht. Das habe ich unkommentiert gelassen. Ja, habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Habe ich wahrscheinlich nicht weggeguckt gehabt. Ich hätte ja nur dann das runter zugehabt. Naja. Kommt von der Strecke runter, kommt drauf und drückt mich weg, nur um an mir vorbeizukommen. Ah, oh, nett. Und das ist zum Beispiel was, das macht man nicht. Nee, ist richtig. Das geht gar nicht. Wie gesagt, wie er den anderen dann vorhin einfach aufs Kies rausgedrückt hat, das war halt wirklich, das ja mehrfach. Die dort angeranzt haben sich gegenseitig, also, naja, muss halt nicht sein, egal. Fahren. Also der Bums hinten drauf war eine schwierige Situation. Da war GT3, ein Hypercar, noch ein GT3. Wahrscheinlich hat er gar nicht gescheckt, dass ich da noch mittendrin bin. Aber was hier die zwei, also was er jetzt mit mir hier abgezogen hat, ist schon wieder ein Grund, so weißt du, nächste rote Ampel, Tür auf und sich mal vorstellen. Freundliche Begrüßung. Weißt du, das ist so das Bild, da habe ich gerade Schumacher im Kopf, wie er wütend durch die Box rennt. So, das Bild habe ich gerade bei dir. Ach, schön. Wahrscheinlich hätte ich das Gleiche gemacht. Unbewusst. Unter Adrenalin. Ja. Aber. Nee, ich hätte es nicht gemacht. Ja, ich war vorhin mitten im Satz. Ha. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ganz gut ankommt dann mit dem neuen Liga-Manager, dass du da dann du da komplett unbedarft reinkommst und selber noch nicht so viel Erfahrung mit Foren allgemein hast oder auch das Forum von euch noch nicht kennt, dann ist das sicherlich nochmal, was Übersichtlichkeit angeht, ein riesen Pluspunkt. Ja, sobald der Manager dann angelaufen ist, wird das die nächste Baustelle, unser Forum. Frisch, jung, modern Ja, und auch und ein bisschen einfach und nur wirklich dann so wie ein Forum, weil wie alles andere ist der Manager dann. auch das ist halt einfach auch noch ein bisschen von den Themenbereichen, einfach unter Unterteilung der Threads und so, dass das einfach ein bisschen
Also ich persönlich muss ja sagen, ich habe mich bis heute immer noch nicht so richtig zurechtgefunden, wo ich was finde. Es, Aber es liegt vielleicht auch an mir, keine Ahnung. Aber Also- das ist jetzt nicht mein erstes Forum. wir haben genug Anmeldungen gehabt, die reibungslos gingen. Ja, also so schwer war es nicht. Und du darfst nicht vergessen, es war nur eine Notlösung. Ja, ich konnte den ganzen Shit ja überhaupt gar nicht. Ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Das war keine Kritik. Das war eine Anmerkung. Das war keine Kritik. Muss ich bei mir nicht rechtfertigen. Alles gut. Ich verstehe auch, wo es ja herkam. Und ich verstehe ja auch, dass es jetzt erstmal nur darum ging, dass das Forum Hauptsache erstmal funktioniert. Beziehungsweise, dass es jetzt dann mit dem Liga-Manager dann eine Anmeldungslösung gibt, dass man dann sich dann dem Rest widmen kann. Das ist sicherlich. Ja, sobald der einsatzbereit ist, machen wir das Forum platt und dann müssen wir gucken. Lass den vorbei, das ist der erste. Danke. Ich hab meinen Commander nicht an. Den hinter dir, der ist, wenn dann am Zurückrunden, der ist quasi nicht im direkten Zweikampf. Der ist nächste. dann Runde unter dir. Genau. Den kannst du, wenn er deutlich schneller Ja. ist, zum Zurückrunden. Weil das ist ein. Der nächste wäre dann, aber der ist noch 2,5 Sekunden entfernt. Warum, Dann warum ist- soll ich den denn blocken? Macht keinen Sinn. Der hat jetzt das Messer Nee, zwischen der die ist ja- Zähne. Ja, der ist Ich schneller riskiere und- höchstens einen Unfall. Und mir tut er nicht weh. Ja, deswegen. Der ist gerade eh schneller, das ist wahrscheinlich Ich einer von weiter vorne. Ich der guck sich vielleicht lieber, gedreht dass hat. ich mich vielleicht mal dranhängen kann. Ja, das klingt gut. Ja, der ist 2 Runden hinter uns. War eine Runde auf jeden Fall. Er ist schneller wie ich. Darum geht's. Gucken. Mitziehen. Ja. Mitziehen klingt gut. Ja, der wird sich weggedreht haben. Irgendwo oder keine Ahnung, irgendwas anderes, warum der hinter ist. Noch 9 Runden. Ja, Boxenstopp ist soweit eingestellt. Wunderbar. Ja, also auch beide Knutschflecken lässt sich das Auto noch super fahren. Ja, das ist ja noch gelber, das ist wahrscheinlich nur ein ganz kleines bisschen abgeknicktes Carbon. Aber ja, kann auch manchmal eine Lippe erwischen, dann ist scheiße. Ich hatte meine Base standardmäßig eingestellt gehabt, dass ich Schaden im Lenkrad hatte, aber nirgendwo sichtbar war. Mhm. Deswegen habe ich am Anfang immer repariert, bis ich mal mich gestern so etwas mehr mit meiner Klamotte hier beschäftigt habe. Und das Endresultat siehst du ja. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht schneller, aber Auf jeden Fall stabiler. ich krieg Hier keine bei Kohlensäure, meinen, also- ja, und wenn, krieg ich's abgefangen meistens. Ja. Ja, jetzt die Feine dicken Dinger, die fängst du nicht ab. Dann lass ich das Lenkrad auch los. Weil, wo ich jetzt hier den Superslide da gemacht habe in der Eau Rouge, das tat echt ganz schön in den Handgelenken weh, weil ich das Lenkrad nicht loslassen wollte. Mhm. Hast du ein komplett rundes oder ist das schon so ein richtiges offenes GT3-Lenkrad? GT3-Lenkrad. Ich hab ja auch so ein arg kleines, was fast schon an Formel erinnert von der Form. Und ja, muss ich auch immer unbedingt loslassen, weil wenn das einmal umschlägt, hatte ich schon manchmal einen Finger drin gehabt. Also das hätte auch mir einfach mal schnell einen kleinen Finger brechen können bei irgendeinem blöden Einschlag.
bin da auch inzwischen immer Hände weg. Ja. Bei dem runden Lenkrad ist es wieder nicht mehr ganz so schlimm, aber ja, gerade wenn du so ein etwas unförmiges hast, dann wird es grenzwertig. Ja, ich habe jetzt auch ein Direct Drive Wheel und Ja. ich stehe nicht auf hartes Force Feedback, aber Das macht dich auch nicht schneller. ja, aber du merkst mehr, wo ich die Standard, also wo es Force Feedback hatte ich das Gefühl im Lenkrad, ich würde mit dem Lenkrad das Auto durch die Kurve drücken. Also ganz komisch so. Wie eine mitliegende Hinterachse. Ja, Nur- ist übrigens aktiver Zweikampf hier. Ich hab schon gute Unterarme. Das muss nicht noch mehr werden. Deswegen habe ich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt glaube ich 6,3 auf der Base. Hab allerdings die ein oder andere Anpassung gemacht, was dieses Reifenrutschen und Curbs und Untergründe angeht. Habe ich jetzt wesentlich mehr Feedback im Lenker. Und ich merke jetzt, wenn er weggehen will, und ich krieg den jetzt auch mal gehalten. Ja, muss ich wahrscheinlich mich auch noch mal hinsetzen, was so Bodenbeschaffenheit angeht. Ja, also Ich war auch limitiert. ich bin ja jetzt die letzten Tage wirklich viel auf dem Trainingsserver abends gewesen. Und ich habe mich mit dem Setup schwer getan. Ich wusste nicht, mit welcher Einstellung ich mich jetzt am besten einschießen kann. Weil irgendwie war alles komisch und Ja, ich fahre glaube ich auch nur. ich hab dann gestern Abend irgendwann, nachdem ich hier um 14 Uhr gestartet bin, haben wir ja in Runde 4 abgestellt, weil ich eingeschlagen bin. Und dann sind noch 2 andere in mich reingeknallt. Da konnte ich den Motor nicht mehr anmachen, nachdem ich die Zündung gefunden habe. Mhm. Ich habe mich direkt dran gesetzt und alles Menschenmögliche versucht, dass wir hier heute ein schönes Rennen fahren können. Und ich zumindest mal keinen Bockmist mache. Mhm. Ja, hat ja So, funktioniert dann bisher. habe ich mir das Setup mal ganz kurz schnell anpassen lassen. Und habe mich dann hingesetzt und habe nochmal alles geflasht, alles geupdatet und bin dann Stück für Stück durch die Einstellungen gegangen, teilweise mit dem Simon zusammen. Und irgendwann war es einfach da. Jetzt passt es. Aber noch nicht richtig. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und mich ein bisschen mit den Einstellungen halt beschäftigt, was ja dieses Force Feedback für den ganzen Kleinkram hier angeht. Und habe da ein bisschen rumexperimentiert und auf einmal konnte ich zumindest mal das Auto fahren. Auf dem Trainingsserver lag ich bei 222 tief. Aber da war ich auch nicht so nervös wie heute. Ja, und dann habe ich heute Morgen dem Jürgen schnell das Set geschickt, habe gesagt, pass mal auf, hat sich nicht wirklich groß geändert, lässt sich einfach ein bisschen besser lenken. Ja, hat er gefahren, na komm, machen wir. Ja, Thema erledigt. Ich glaube, sonst hätte ich mich heute mit Sicherheit irgendwo hier geledert.
läuft, ist doch schön, dass es dann am Ende hinhaut, sag ich mal. Von daher, ja, alles gut. Ja, jetzt muss ich nur gucken, ein bisschen besser werden, was Linie und Geschissen angeht und 3 Sekunden schneller werden. Mhm. Mehr will ich gar nicht. Ich will gar nicht so, weißt du? Hier sowas hier, so ein Split, wenn ich da vorne mitrocken kann, dann habe ich alle Ziele erreicht. Dann wird's lustig, dann macht's Spaß. Und das ist ja auch das ist die Philosophie, die wir halt auch bei uns in den Serien immer versuchen wieder zu spiegeln. Oder wir haben da immer wieder gespiegelt, dass es in so eine Richtung geht. Faires Racen. Und auch da hat Simon irgendwann sich was einfallen lassen und wir sind sehr detailreich in die Tiefe gegangen, was so Live-Reco-Arbeit angeht. Weil großes Thema ist ja doch immer wieder mal überall hin und wieder unterschiedliche Leute und da ist schnell mal gesagt, ja, der kann mich nicht leiden, deswegen hat der Hertha bestraft, du hättest nicht so. Da haben Simon das Ganze halt umgesetzt, dass das nicht mehr so leicht geht. Mhm. Ja. Was auch sehr zeitfressend war, weil ich weiß nicht, ob er es eben schon gesagt hat, das war ja ein Just for Fun Nebenprojekt, was er immer mal so, wenn er gerade Zeit und Bock hatte, was gemacht hat. Ne? Nicht so erzwungen, was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum das so intensiv geworden ist. Mhm. Weil halt wirklich die ganzen Diskussionen und Probleme, die wir in 10 Jahren bei uns gehabt haben, irgendwas ist unübersichtlich, irgendwas ist schlecht beschrieben, nicht zu finden oder zu umständlich. All die Sachen sind in diesen Manager reingeflossen, um diese Themen bestmöglich abzudecken oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Und damit machst du halt auch die Leute glücklich. eins hat sich nicht geändert. Das P1-Team war nie ein besonders großes gewesen, sodass alles irgendwie am Ende ineinander greift und funktioniert. Mhm. Ich glaube, wir haben uns da auch echt ganz gut an das Wesentliche und Wichtige gehalten und nicht irgendwas überflüssiges Schickimicki Bling Bling, sondern wirklich alles knapp und ganz kurze Wege. Ne? Und wenn wir dann die Zeit haben und wissen, in welche Richtung das Forum gehen soll, dann ist das, wie gesagt, die nächste Baustelle, die moderner gemacht werden soll und dann wirklich als Informationssammelplattform
wo meine Generation eine Ecke hat, wo sie sich zurechtfinden. Mhm. Weil sie es kennen, gewohnt sind. Einmal eine Runde. Alle Sektoren treffen. Nur einmal. Ach so einfach. Ja, komm, das war. Ich bin froh, dass das jetzt so läuft. Was mir fehlt, ist so ein Scout. Du meinst allgemein einen Spotter, der dir sagt, wenn einer von hinten kommt? Nein. Ich habe von Setups keine Ahnung. Und dadurch, dass ich nie irgendwas intensiv gefahren bin, habe ich nur bedingt einen Plan von Linie, Gänge etc. Ich bin nicht ganz falsch, aber immer noch zu weit weg. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein Coaching, Linie, Bremspunkte. Das bringt mich unheimlich weit. Also wenn ich überlege, Imola, da hatte ich ja das Glück gehabt, dass der David kurzfristig eingesprungen ist und das mit mir gefahren ist. Der dann so das mit dem P1 Talk dann auch ans Rollen gebracht hat. Quasi, weil währenddessen habe ich mir gedacht, das machst du jetzt einfach so. Also inoffiziell war er der Erste, auch wenn wir nicht viel gequatscht haben. Auch nicht schlecht. Aber alleine diese 2 Abende, die ich mit ihm auf dem Trainingsserver war und mit dem Simon, 2, 3 Hinweise und ich konnte es natürlich jetzt nicht direkt komplett umsetzen, aber ich habe immer wieder versucht, zumindest mal eine Sache davon pro Runde auf die Kette zu kriegen. Und nachdem ich das halbwegs in allen 3 Sektoren hingekriegt hatte, bin ich auf dem Server stabil gewesen. Ich habe zwar immer noch nicht die Zeit geschafft, die er fährt oder andere, aber ich bin meine Zeit konstant gefahren, was dann auch dafür gesorgt hat, dass ich einmal Dritter wurde und einmal Erster. Direkt vorbei. Zweitplatzierter. Was? Zweitplatzierter, lass den vorbei. Du gerade einen Schnellbutton. Hast du den Schnellbutton belegt für Chat-Nachrichten? Nein. Wie hast du dann gerade geschrieben, dass der vorbei kann? Ja, natürlich habe ich das gemacht. Ich habe vordefinierte Texte. Da brauche ich nur
einmal einen Knopf drücken und dann küttert. Oh, geil. Cool. Ja, ich habe mir gedacht, gerade so bei Public ist es nicht verkehrt, wenn ich da mal so ein bisschen den Ton angebe und den Leuten, wenn die von hinten angeflogen kommen im Training, vermittle ich dann, wo ich mit meinem Auto fahren werde. Weil ich weiß, da habe ich mein Auto jetzt unter Kontrolle, weil, keine Ahnung, kalte Reifen, rutschig, Schaden. Und zu 90% funktioniert das ganz gut. Beide verlieren jetzt nicht wirklich viel Zeit bei so einer Aktion. Und unterschwellige Erziehung oder so, keine Ahnung. Ich will's der schnelleren oder größeren Klasse da etwas einfacher machen. Einfach, damit keiner von uns Schaden nimmt, weil muss ja nicht, ne? Und solange die Möglichkeit da ist, weil es durch kein Community-Regelweg verboten wird oder so, warum soll ich das nicht nutzen? Ich freue mich auch. Boxy-Runde, was möchtest du in Einstellungen? Ist schon eingestellt, sagte der Jürgen. Ja, willst du auch reparieren? Lässt sich Auto fahren? Bitte? Lässt sich Auto fahren? Willst Ja, du ja, reparieren? lässt sich fahren. Ich komme zwar nicht auf meine Zeit, aber Ja, das ist jetzt einfach unnötig, Junge. warum? Ich denke, das geht so prima da außenrum. Aber schön, dass ihr da seid. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich jetzt reinfahren muss. Obwohl das Emblem da oben leuchtet bei mir. Du bist halt im Scheuklappenmodus. So, Tunnelblick. Ich versuche hier nur die Karre ganz zu lassen. Ein sauberes Rennen abzuliefern. Ja, das ist schick. Also gut. Scheiße, stabil. vorne hinten die Reifen sind geil. Vorne haben ein bisschen. Die werden auch bei dir hinten, die werden auch nicht warm. Hinten, die sind die ganze Zeit so blau-türkis und vorne, die sind dann schon gescheit grün. Also. Ja, weil ich mich nicht traue ans Limit. Da hier geht noch mehr, Junge. Hier geht auf jeden Fall noch, aber ich bin noch nicht so weit. Ja, alles gut. Muss ja jetzt hier nicht hier irgendwem was beweisen. Außer dir selbst. Ich muss mir nichts beweisen. Na dann. Dann musst du niemandem was beweisen. Dann ist Ja. es dann ist stabil, oder? Dann ist entspannt. Dann ist doch kein Ding. Dann ist doch kein Stress. Ich nutze jede Sekunde hier, die mir Spaß macht und saug die für mich auf. Weil schnell so Topsplit-Dinger da. Nein, erstmal will ich da gar nicht hin. Box! Fuck! Ja, fahr weiter. Muss extrem Ja. schlecht fahren. Jetzt. Sprit sparen, hochschalten, 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 hochschalten. Hochschalten. Untertourig fahren. Lass sie durch. Hochschalten. Fahr nach rechts rüber. Falls jemand kommt. Toll, Tim, hast mich schön abgelenkt. Ich hab dann Lass- gar nicht geredet. lass- Du warst selber Rollen, geredet. rollen, rollen, rollen.
Hochschalten. Rechts gleich und zur Not fahr außen rum. Am besten neben die Strecke rechts so lang, damit du bist. Ich habe jetzt ganz normale Box-Server diesmal. Das war jetzt aber spannend. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Ja, gerade auch mitgeschwitzt. Uah. Sind wir alle ein bisschen gerade geplättet dadurch. Also ich auf jeden Fall. Simon, willst du auffahren oder eher nicht? Ich würde, wenn du es nächstes nochmal fährst, würde ich dann kurz mal ein warmes Bad nehmen und gucken, ob ich dann vielleicht zum Fahren wird. Weil wir haben jetzt noch knapp 4 Stints. Würde ich jetzt noch mal Doppelstint, dann wären noch 2 Stück. Ich mal gucken. Ja, dann ja, okay. Markus fährt einen, wenn du noch 2 fährst, wäre noch einer über. Ja, okay, dann stelle ich mich erstmal wieder ein. Ich meine, ich entwickle allmählich sowas wie Hunger, also geht's mir langsam besser. Alles klar. Ey, ich habe mich erstmal eingestellt. Guck. Das sehe ich jetzt, dass du den dann vorhin habe ich es nicht gesehen, glaube ich. Oder? Warte mal, ich teste das mal. Wenn ich das Body oder das Damage einfach mal umstelle, siehst du. Ja, sehe ich. Okay. Dann ist das cool, das wusste ich nicht, dass das auch zwischen den Ingenieuren dann synchronisiert ist. Gar keine Uhrzeit. Ach, da. Schön. Na, Gott sei Dank, ey, wirklich, wo das gerade bergauf ging und es stand dann nur noch 0,1 Lap im Tank. Ich dachte mir auch so, oh Gott, der geht gleich aus, ey, der geht gleich aus. Und dann siehst du nur, wie Markus fährt und der hängt dann irgendwo im 4. Gang und ich denke mir so, gib weniger Gas, schalte hoch. Er hat am Ende noch 0,4 Liter im Boxenplatz. Ja, aber ich meine, die Restrunde, die ihm angezeigt wurde.
Da war da irgendwie noch 0,1 Lap verbleibend. Und da dachte ich auch nur, ach du Scheiße. Dann 0,1% VE. Jungs, das war einfach mal Eier zeigen. Weißt du, jetzt haben wir einen Clip. Ja, dramatische Musik drunter, Gekreische, Geweine. Und dann am Ende Tusch, weil er es doch noch geschafft hat. Alter, das war aber wirklich... So kann man auch die Runde Sprit sparen. Also, falls du das für einen Short notieren willst, Tim, das wäre so bei 3,20 Rendzeit gewesen. Ich hab jetzt jemanden, der den Job übernommen hat. War ein Test, der hat nicht direkt reagiert, erst als du das gesagt hast. Machen wir Runde 64, 65. Das ist vielleicht einfacher. Vor allem sehe ich ja, gut, auch den Timestamp sehe ich im OBS, glaube ich. Nee. Timestamp Nee, im OBS sehe ich nicht. Schreib die Runde 64, 65, müsste doch einfacher sein, oder? Nee, weil ich die Rundenanzeigen ja im Stream nicht sehe. Warte, neues Fenster. Mach So. einfach 5 Minuten zurück. Ich Ja. kann bei Twitch nicht zurückscrollen. Achso, ja, ich bin noch nicht so affin mit dem Ganzen. Nicht so schön. Freu dich, Erst wenn's als- freu dich, dass wir ein Bild haben. Was hast du gesagt? 3 Stunden wo? 20. 20, aber das siehst du ja auch nicht. Also Restzeit, also. Doch, wenn ich's doch im Creator Panel siehst du es auf jeden Fall, die Streamzeit. Oder ist es die Restzeit? Restzeit. Und die Streamzeit wird mir im OBS gerade nicht angezeigt. Warum auch das immer. stimmt. Doch, da unten, doch, 3 Stunden 11. 3 Stunden 11 Minuten haben wir jetzt gerade. Sagen wir mal, es waren 3 Stunden. 8. Jetzt haben wir 3 Stunden 6 Nee. Minuten Streamzeit. Achso, doch, das ja. Ja. Ich habe ja ich sehe es ja im OBS, sehe ich ja unten die Leiste, wie lang der schon läuft. Und ich brauche dann quasi nur die Anmeldung für einen Twitch-Account und dann kann ich daraus die Dings erstellen. Kannst ja Margot trotzdem die schickt mein Runde. Passwort, lol. Du kannst ja trotzdem die Runde aufschreiben, weil die Runde siehst du im Display on board. Das war jetzt was für eine Runde? 64 oder sowas. 65, 65, ja. Müsste doch unten rechts die zweite Zahl sein, oder? Das ist zu unscharf, das sehe ich nicht im OBS. Klein. Ja. Im Twitch, im Stream siehst du. Ja, ich habe den gerade aber nicht auf dem zweiten Bildschirm. Auf dem zweiten Bildschirm läuft bei mir eine 24 Hast du Musik auch noch laufen? Ne, Ah. da. Nee. Stört nur. Ich hab meine Anfangsmucke und dann ist gut. Ich bin tatsächlich einer, ich brauche unbedingt, wenn ich fahre oder so, ich brauche immer Musik. Ich habe auch in der Fahrschule damals immer meinen Fahrlehrer genötigt. Ja, aber dann muss ich alleine sein, weil, wie gesagt, wir versuchen oder wir wollen hier so eine motorsportliche Sim-Racing-Neutralität bewahren. Und Ach so, dann gibt es unterschiedliche Musikgeschmäcker und wenn du da mitgrölst. ich möchte nicht mit irgendjemandem anecken oder ein falsches Bild senden, was P1 ist oder so. Deswegen, ich werde auf jeden Fall mir da mal was einfallen lassen. Jede Menge Copyright-Free-Zeugs. Ja, also der Ricardo hat mir da ja mal so ein paar Links geschickt. Muss ich mal reinhören, aber vielleicht kann man auch die Zuschauer mal irgendwie dazu animieren, Tracks rauszuhauen, die halt GEMA-frei sind, die einfach geil sind und die einfach zu dem, was wir hier machen, passen. Und ich werde daraus eine Stream-Playlist machen auf Spotify und die kann man dann von mir aus hier leise unterlegen.
Weil das ist auch 24-Stunden-Rennen kommen ja auch noch. Und da ist das schon nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen Gedudel hat, glaube ich. Aber es muss dann halt ja, eine gewisse Neutralität haben. Also Ja, nee, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du dir Musik anmachst und die stumm im Hintergrund mitläuft. Also dass du sie im Stream nicht hörst, aber du hörst sie auf deinem Kopfhörer. Übrigens heißt es Pass und nicht Past. Past heißt also danach links. Beziehungsweise Past nimmt man für Uhrzeiten. Sie verschrieben. Klugscheißer-Modus aus. Ich hab dir gerade einen Link geschickt mit wo die Rundenzahl steht. Ah, Dankeschön. Ja, die ist, wie gesagt, zu unscharf im Discord-Overlay, aber ich kann da, ja, es ist bei mir aus so eine 57. Aber ja, das ist das, okay, cool. Ja, müsste ich nur den Stream aufmachen. Ja, aber du Short machen wir wahrscheinlich am Ende. Keine Ahnung, ich hab's bei Twitch noch nie gemacht. Vom Stream, oder nicht? Und dann müsstest du es darüber schneller finden. Wahrscheinlich. Ja, aber an sich die Idee mit der Musik auf jeden Fall. Also, und wenn so eine, keine Ahnung, gerade da wir am Labern sind, so irgendeine chillige Lounge-Musik, gar nichts, was so im Vordergrund ist, einfach nur was so ein bisschen so. ja, ich brauche aber, weißt du, ich habe, wie gesagt, der Ricardo hat mir da mal 2 Links gegeben. Aber da muss ich selber erstmal reinhören und mir so die interessanten Dinge rauspicken. Ich kann auf gar keinen Fall ein ganzes Rennen durch Dubstep hören, Alter. Dann Ja. Einfach so wie bei Austrian Airlines die ganze Zeit benutzen. nein, ich brauch so ein bisschen. Ja, ich bin halt kein Millennium-Kind, Helikoptergedönse. Ich bin eine alte Generation, die kreuz und quer alles Mögliche gehört hat und dann auch, wo halt Deutschrock dazu gehört. Und das ist ja halt, je nachdem, kannst du so anecken. Weil es halt immer noch Leute gibt, die Dinge missverstehen, falsch interpretieren, was auch immer, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich will keinem auf die Füße treten oder so. Deswegen muss das halt zu dem, was wir hier machen, passen. So, und es muss abwechslungsreich sein. Es kann ein bisschen Rock, ein bisschen Metal. Von allem etwas. Und dann. Ja. Du kann man ja machen. Das ist ja, da gibt es ja auch GEMA-frei jede Menge. Da gibt es ja riesen Playlists, auch auf YouTube. Ist ein Thema, ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt. Ich meine, gut, ich habe mich generell noch nie mit Twitch so richtig auseinandergesetzt. Wenn du Fragen hast, frag. Ich hab da ein bisschen. Jetzt will ich fahren. Lass mich in Ruhe. Okay, ich meine zukünftig. Das war nicht auf jetzt bezogen. Lass mich in Ruhe. Schön. Dass ich mich inzwischen von meinem Herzinfarkt vorhin erholt habe und du von deinem. Jürgen, wie gefällt's dir denn bei uns? Ja, sehr gut. Ja, ich verstehe auch nicht, warum dich das mal nicht irgendwie mal jemand fragt. Du wirst hier voll ignoriert. Merkst du das? Ich habe gerade überlegt, ob ich
eine ganz allgemeine Frage stellen im Sinne von Jürgen, woher kennst du eigentlich Markus? Und wie bist du hier gelandet? Den Markus habe ich im Endeffekt auf der Arbeit kennengelernt. Genau. War auch alles zufällig. Chef sagte auf einmal, ja, der macht damit Rennen, kommentieren und aha. Ja, geil. Ja, dann hat man sich kennengelernt und seitdem bin ich hier. Ja. Ja. Jung, frisch, unverdorben. Perfekt. Nee, also ich fahre jetzt also angefangen habe ich Anfang 25. Hatte ich schon so ein bisschen. Also ja, wirklich frisch. Ja, also da hatte ich ein bisschen mit iRacing angefangen, 3 Monate. Dann keine Ahnung, war bestimmt auch nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr Sendepause bei mir. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, dann habe ich den Markus kennengelernt. Und dann bin ich halt in den richtigen Betrieb jetzt hier reingekommen, ne? Mal dauerhaft fahren, auch mal erste Liga gefahren. Genau. Weil dann auch mal den ersten, dritten Platz geholt habe. Ja. Geil. Ja. So, Und sind noch, dann gleich in den Stammkader aufgenommen. kann man so sehen, ja. Deine Motorsport-Anfänge? Gran Turismo PlayStation? Oder wo kommt der Motorsport bei dir her? Das ist ja ist ja so krass unterschiedlich. Manche sagen, hier, der Vater hat mich mal zum Kart mitgenommen und der nächste sagt hier, ich habe noch nie was davon gehört. Hat's im Fernsehen. Ja, also klar, man kennt das noch. Ich bin jetzt auch noch so Generation Onkel, Vater, die haben dann halt Formel 1 geguckt. Hm. Und ja, Formel 1 hat mich jetzt nie so wirklich abgeholt. Ja, aber klar, mal so das andere DTM-Rennen gesehen oder und ja, so 16 habe ich schon so angefangen, ja, mit Forza Motorsport, der Xbox damals noch, aber es war eher so Rift-mäßig. Hey, Revolution Zoo Racing Team ist hier mit im Grid. Na, geil. Und ja, dann war auch nochmal lange Sendepause. Simon, auf welchem Auto sind die? Oder wo sind die? Welchem? Das ist eine Revolution so Racing. Ich sehe gerade keine Teamnamen. Guck. Ja, der Ricardo. Muss man darauf achten, wann ich auf den treffe. Wann der an mir vorbei oder. Gerade aus der Box raus. Welche Klasse? Hyper. Ja, sag mal, wenn der ankommt, dann kriegt er mal eine Lichthupe von mir. Oder ich bremse den aus und mache erstmal Alkoholkontrolle. Ich weiß nicht, wo du bist, der ist gerade ruhig. Ich bin hier. Der ist gerade die lange rechts bergauf. Weiß nicht, wie die heißt. Doch nicht raus. Bergauf? Ja, die so ganz leicht bergauf geht und jetzt kommt die schnelle links bergauf und jetzt geht's Richtung Busstop. Sag mir doch einfach, wenn er hinter mir ist, anstatt jetzt hier. Ihr seid weit voneinander entfernt. So weit Ja, wie das es ist eine irgendwie möglich halbe ist. Runde entfernt, also das wird ein Stück dauern. Bei Umläufe, dann ist das. Ja, Jürgen, jetzt wurdest du so rüde unterbrochen. Frech. Oh, alles gut. Ja, Forza Motorsport. Ja, genau.
Ja, dann war halt nochmal lange Sendepause. Hin und wieder mal ein bisschen Need for Speed oder so. Also richtig auf Sim-Racing bin ich aufmerksam geworden, halt auch durch Twitch. Mhm. Das sah doch geil aus. Habe ich mal mein erstes Lenkrad gekauft. Hab so ein bisschen mit ACC war das damals noch angefangen. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, letztes Jahr habe ich mir dann auch mal das erste richtige Rig geholt. Wheelbase. Ja. Geil. Ich muss sagen, mein Einstieg ist sehr ähnlich und doch komplett anders. Also es ist ähnlich im Sinne von Forza Motorsport, gehe ich mit. Aber komplett anders, weil ich habe das Lenkrad mir nicht für Simracing geholt. Okay. Ich habe mir Lenkrad geholt für Dirt Rally. Oh. Eigentlich aus der Offroad-Sparte. Mhm. Und deswegen, bei mir war es nämlich also war es eigentlich, der Anfang war ähnlich. Bei mir war es nur die PlayStation mit Gran Turismo, damals noch PlayStation 1 mit Gran Turismo 1 und 2. Mhm. Vom Vater halt. Dann irgendwann PS2, Gran Turismo 3 und 4 habe ich noch rumliegen extra, habe ich nie weggegeben. Oh, geil. Und dann PS3, Gran Turismo 5 natürlich hinterher. Ja, War ist einfach auch immer davon. nur halt geile Autos, war halt irgendwie immer so ein Ding. Mhm. Und dann Autothema eigentlich war immer nur so nebensächlich, eigentlich nie so groß Thema gewesen. Und dann ging es an den Führerschein, da hat mir mein Bruder aus Joke so ein übelstes Billiglenkrad geschenkt, so 15 Euro Amazon-Teil, was einfach nur so eine Feder hat, damit das zurückschnappt, und das war so richtiger Kack. Aber ich war neugierig und wollte gucken, ob es funktioniert. Mhm. Ja, klar, ausprobieren. Und ich hatte noch Forza Horizon 3 als gecrackte Version, weil ich kein Geld hatte. Und habe das immer mit Controller gespielt, das ging mit Lenkrad nicht. Und dann habe ich mal getestet, was gehen denn für Games? Und Rallye fand ich irgendwie immer interessant, habe mir dort Rallye geholt, gab es irgendwann mal billig im Angebot, habe das ans Lenkrad angeschlossen und das war das erste. Wir hatten so einen alten Massagesessel. Mhm. Habe ich mir einfach einen Atlas genommen, weil das größte Buch war, was ich finden konnte, habe das Lenkrad mit den Saugnäpfen, was es unten dran hatte, an diesem Atlas festgemacht, mir den Atlas auf den Schoß gelegt und mich in den Massagesessel gesetzt, damit ich das Gefühl von einem Rennsitz habe, damit ich nicht wegrutsche wegen den Pedalen. Ja. Und dann habe ich damit Dirt Rally gespielt. Das war eine sehr lustige Aufmachung. Ja, dann. Es hat ein paar Wochen gedauert, dann habe ich mir gebraucht irgendein steinaltes Force Feedback Lenkrad von Logitech geholt, aber so ein ganz altes Zahnradgetriebenes, das Driving Force GT, also schweinelaut. Das ist wirklich richtig, richtig laut und auch ist kaum Drehmoment und ne. Mhm. Aber das war das erste Lenkrad und es hat mich ein Fuffi gekostet. Dann ging das los. Dann, es gibt auch andere Spiele. Forza Motorsport, cool. Assetto Corsa. Und mich erstmal in Assetto verliebt. Oh. Und dann alles durchprobiert und irgendwann, ja, dann das nächstbessere Lenkrad. Das klassische Logitech G29, was jeder hat, irgendwie zu Beginn. Ach, mein erstes Setup hier, das sah auch nicht wirklich besser aus. Irgendwie so ein Ikea-Stuhl, diesen Webstuhl. Mhm. Dass ich auch hauptsächlich dass ich irgendwie wegrutsche. Ach, dann auch hier mit riesen Fernsehen und irgendwas zusammengebastelt. Das heißt, ich konnte irgendwie fahren. Das ist eigentlich. Ich habe bestimmt noch irgendwo ein Foto. Hauptsache funktioniert am Ende. Ja. Das ist ja erstmal so, erstmal fahren, das ist einfach geil. Ja. Man fährt ja auch für sich so alleine ein bisschen Zeit fahren, so gucken, was gibt's denn alles für Autos, erstmal jedes Auto fahren. Genau. Wo ich dann das erste Mal ein Halbzeit. halbwegs besseres. Wo ich das erste Mal halbwegs ein besseres Lenkrad hatte, war auf einmal so, Ich hätte von Anfang an die TC runter machen sollen. Fuck, egal. ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals auf Simracing also direkt gekommen bin. Ich habe dann bin einfach gefahren. Dann waren wir
auch selber irgendwie zu GT Masters am Sachsenring gewesen und haben so ein paar Rennen gesehen und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, habe da auf Steam geschaut, ob es noch so andere Racing Games gibt. Mir wurde dann irgendwann mal Race Room empfohlen. Assetto war immer so ein bisschen rumspielen und da hast du hier noch eine Mod und da noch eine Mod. Das war für mich nicht so richtig dieses Kompetitive. Und auf einmal ist Race Room aufgeploppt. Ich dachte so, hey, das ist günstig. Ja. Beziehungsweise es ist kostenlos und du zahlst nur die Autos und nimm halt mal. Mhm. Und dann habe ich so irgendwann durch die Suche, wo ist mir dann halt irgendwann mal so ein Verein aufgeploppt, wo die gesagt haben, hier, wir machen so eine Race Room Liga. Mhm. Und da so GT3-Rennen. Ich denke mir so, okay, cool, du guckst gern GT3, probier halt mal. Und schwupps, auf einmal war ich drin. Das war irgendwann, ja, 2021. Ich glaube, das Fahren angefangen oder 2020 oder irgend sowas. Ja. Ja, auf einmal warst du dann alle 2 Wochen in so einem Rennen, hast dich hinterher mit den Leuten auf Teamspeak unterhalten. Und das Lustige ist, das war auch der Weg, wie ich hierher gekommen bin. War nämlich völlig random dann irgendwann ein Guido Wille, der einfach mal aus Spaß 1-2 Rennen mitgefahren ist. Da hat man sich einfach unterhalten nach dem Rennen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich komme, weil ich ja viel rede. Und dann hat er festgestellt, haben wir so gesagt, hier, der macht so Streams und so, und dachte ich auch so, geil, okay. Ja, dann würde ich ja auch mal probieren. Also dachte, wenn du Bock hast, ich kenne da jemanden. Mhm. Und jetzt bin ich hier. Dieser jemand war Markus. Ja. Deshalb hätte ich den Markus auch nicht kennengelernt. Ich glaube, ich wäre auch an einem ganz anderen Punkt oder ich würde wahrscheinlich auch nur noch irgendwie gelegentlich fahren. Weil man gar nicht so in die Sparte reingekommen wäre, also wirklich, ne? Ja. Oh. Gerade wenn man nur für sich alleine fährt, ist das sowieso nochmal ein anderer Anreiz, als wenn du dann auf einmal mit jemandem zusammen so, ne? Ich bin ja auch immer die ganzen Racing-Sachen immer nur alleine gefahren. Mhm. Ja. Wenn ich P1 nicht ins Leben gerufen hätte, glaube ich, würde ich heute auch kein Simracing betreiben. Ja, vermutlich. Wo ich damit angefangen habe, war ich nicht unbedingt ambitioniert. Upala, falscher Bremspunkt. War ich überhaupt nicht weder ambitioniert noch motiviert noch sonst irgendwas. Der hinter dir ist der Erste, der kann durch. Ja, ich habe es schon gesehen. Okay. Trotzdem danke. Ja. Der nächste ist auch Platz 6, by the way, der kann dann auch durch. Mit dem Simracing oder generell online mit dem Lenkrad gegen andere zu fahren, das war so eine aus der Not geborene Geschichte, wo ich jetzt nicht weiter drauf eingehe. Ich glaube, hätte man, oder wenn man da damals mit manchen Dingen etwas anders umgegangen, wäre das, glaube ich, für mich so ein bisschen im Sande verlaufen. Kann auch durch. Ja, Leute, irgendwo muss ich auch ein bisschen fahren. Ja, super. Wow. Einfach mal. Der hat nur die Spur wieder gerade gestellt. Bitte? Das Hyper hat nur die Spur wieder gerade gestellt. Ach so. Es ist manchmal echt nicht einfach, mit den Leuten Der umzugehen. hat ordentlich weggebremst hier. Ja, in die Box. Ja, die Reifen sind doch eckig jetzt. Bei dem hinter dir. Ja, Aber die Krumme aufhängen, vielleicht sieht er aus. Achtung, er kommt wieder in. Das ist echt eine Gefährdung für alle. ich muss auf jeden Fall meinen Spotter wieder anmachen, ey. Ich bin so auf die Strecke fixiert, ich krieg das sonst nicht mit.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich das Kommentieren nicht hätte, wäre vielleicht Simracing bei mir auch deutlich weniger gewesen. Also bin ja immer nur für mich gefahren und das Streaming hält mich ja die ganze Zeit mit in der Szene, sag ich mal. Da ich ja noch in vielen anderen Richtungen unterwegs bin. Das ist ja nicht nur das Simracing, das ist ja auch viele andere Games. Ich bin ja wirklich so eine Fahne im Wind. Was mir gerade Spaß macht, das mache ich und dann ist alles andere egal. Das mache ich für 2 Monate und dann mache ich wieder was anderes. Und ich kann mich nie lange auf was festlegen, deswegen ist das hier so eins der langwierigsten Projekte bisher in meiner Freizeit. Aber auch weil dann irgendwo durch den Teamgedanken noch so ein bisschen so ein Zwang mitschwimmt im Sinne von hier, du machst das ja nicht alleine. Da hängen ja noch andere Leute mit drin. Ja. Und wenn ich das jetzt nur für mich machen würde, schwierig. Aber das war noch das Thema beim Fahren. Ich hatte dann irgendwann eine Zeit, da hatte ich eigentlich keine Lust mehr zum Fahren, weil ich halt langsam bin. Ich war nie schnell, ich war nie der irgendwo, ich war immer irgendwo im hinteren Viertel. Und lustigerweise kam dann irgendwann einer meiner jetzigen, relativ guten Freunde ums Eck und hat gesagt, der war Teil von einem kleinen privaten Sim-Racing-Team, die dann gesagt haben, ey, der Fahrer, mit dem habe ich mich ein paar Mal bei Race Room gebettelt, der fährt fair und ordentlich, der wirkt da ganz nett, der kann auch Fehler eingestehen, lass den mal anfragen, haben wir ein paar Fahrer mehr bei uns im Team. Das nächste Hypercar ist Revolution. So, und auf einmal saß ich dort und mich schreibt das erste Mal überhaupt ein anderes Team an und sagt, hier, hast du Bock mit uns zu labern, hast du Bock mit uns zu fahren? Mit unseren Liveries, und ich denke mir auch so, Also, what the fuck, was geht? Ist Revolution, ne? Was? Das Hypercar, was jetzt vorne in der Source ist der Revolution. Ja, auf einmal war dann halt, auf einmal war das erste Mal so, hier ist ein Team, das will mit dir fahren. Und ich dachte mir auch so, was geht denn ab? Ich bin jedes Rennen letzter oder vorletzter. Wie? Warum? Und ja, denen ging es nur darum, faires Fahren, alles andere ist egal. Und man kann sich ja gegenseitig helfen mit Setup und zusammen trainieren, damit es nicht so langweilig ist. Weil sonst hätte ich da, glaube ich, schon lange an den Nagel gehangen. Wäre das nicht passiert, hätte ich, glaube ich, bis Fahren aufgehört. Ja, nächstes Jahr um die Zeit, mein Freund, ist mein Flügel auch tiefer. Achso, weil der auf der Geraden gerade, ich verstehe. Ja, aber das ist dann, das Teamthema hat es dann irgendwie wieder besser gemacht, so dass man sich während des Rennens unterhält oder vorm Rennen, man gemeinsam trainiert. Das hatte ich früher bei Race Room ganz viel. Da wurde sich immer getroffen zum Trainingsabend. Also da haben sich alle Fahrer, auch ohne Teams, alle untereinander, haben sich immer genau eine Woche vorm Rennen dann auf dem Teamspeak getroffen, haben Testrennen gemacht, haben gelabert, zusammen Setups geteilt und so weiter. Das war dann auf einmal beim Wechsel auf Race Room weg. Dann waren alle ganz verschlossen und keiner hat miteinander geredet und keine Ahnung, es war irgendwie ganz komisch. Okay. War dieselbe Community. Also Race Room, die ganze Truppe von den Leuten, die Race Room gefahren sind, die hatten auch immer die After-Race-Party, also nach dem Rennen waren wirklich immer alle im Teamspeak und haben sich unterhalten und konntest dich wenigstens gleich entschuldigen, wenn du Mist gebaut hast oder so, ne? Und dann habe ich halt die Rennserie innerhalb des Vereins gewechselt auf R-Factor und auf einmal waren alle so ganz komisch und alle waren so ganz ernst und da hat sich keiner mal die Woche an dem Dienstag, die Woche vorher getroffen, um Testrennen oder sowas oder irgendwie dann nach dem Rennen sich im Teamspeak unterhalten. Das war alles weg. Deswegen hatte ich dann auch keine Lust mehr auf Fahren. Okay. Wäre Arnold da nicht aufgetaucht und hätte gesagt, hier, lass den Tim mal einladen, dann Nach 8 Runden. Hätte ich es wahrscheinlich komplett aufgehört mit dem Sim-Racing und hätte nur noch für mich so ein bisschen Rallye und Assetto gemacht oder Forza. Und war aber ganz lustig, aber dafür habe ich auch meine ersten 24er fahren können. Weil dann durch das Team sich ein zweites Team gegründet hat. So von einzelnen Leuten, die gesagt haben, hier, wir wollen gerne einen 24er starten. Wir sind mal 5 Hanseln, unabhängig voneinander.
Oh, da freue ich mich aber auch mal drauf, wenn ich auch mal mein erstes 24er fahren kann. Ist geil, macht Spaß. Ist echt geil. Ja. Ich bin ja seit 2 Jahren bin ich ja Hybrid. Ich mache ja sowohl Livestream als auch Fahrer. Mhm. Das ist extrem anstrengend, das beides zu machen. Also wenn du nur streamst, ist auch klar, Streaming ist gerade auf Langstrecke schon wirklich eine anstrengende Aufgabe. Aber dann noch zusätzlich zu sagen, ey, ich fahre die Rennen, ist wirklich hart. Du weißt, du hast dann, keine Ahnung, am Ende 4 Stints. Also wir waren ja zu 5 als Fahrer, da konnte man das ein bisschen entlasten. Hat meistens 4 oder 5 Stints gehabt. Dann hast du zu diesen, sag mal, 4 Stunden fahren. Oder lass uns mal eher realistisch, waren eher 6 Stints, also 6 Stunden fahren. Und dann hast du mal noch so 6, 7, 8 Stunden Livestream. Ja. Dann bist du komplett weg. Das war das erste Jahr, wo ich 24er mitgefahren bin und gestreamt habe, vor 2 Jahren. Da habe ich zu viel gestreamt, im Verhältnis zum Fahren. Und ich hatte auch ganz ein Problem mit dem Auto und mit Training und allem drum und dran. Das war eine ganz wilde Mischung. Dann war einer von unseren Fahrern krank und dann musste ich Stints von denen übernehmen und ich war völlig übernächtigt, und weil ich zu spät ins Bett bin wegen dem Stream zuvor. Dann musst du nachts um 3 ins Auto und ich dachte, ich war völlig fertig. Da hatte ich 2 Stunden Schlaf und bin dann dort aufs Auto. Ey, das war ganz schlimm. Letztes Jahr habe ich mich ein bisschen zurückgezogen vom Stream, damit ich mehr Performance auf der Strecke mache. Hat so semi geklappt. Ich hatte dann einen Motorplatzer direkt zu Beginn von meinem Stream, von meinem Stint. Oh, scheiße. weil ich versehentlich den Neutral-Button gedrückt habe. Ich war auf Schwedenkreuz auf der Notschleife. Und ich habe auf meinem kleinen Stream Deck habe ich 2 Buttons. Einen für die Infoanzeige in-game im Overlay und einen Button für neutral. Die sind beide nebeneinander. Ich habe neutral gedrückt, hatte aber noch, keine Ahnung, 180 Sachen drauf. Ich habe gedacht, okay, schalt halt schnell hoch, dass du nicht so viel Zeit verlierst. Ja, wo beginnt das Getriebe? Gang 1. Ja. Gang 1 bei 180. Motor kaputt. Direkt zu Beginn von meinem Stint. Oh, ich habe gekotzt. Das war so schlimm. Kann ich mir vorstellen. Ich komme so aufs Auto, die ersten Worte, die ich sag, so, bloß keine Scheiße bauen. 2 Minuten später. Aber 24er absolut geil. Also ich freue mich auch aufs nächste Mal, wenn wir es hinkriegen, und ich freue mich da richtig drauf, wenn ich da, die Jungs sind auch Feuer und Flamme und sagen auch, ey, das nächste 24er, das muss. Aber auf einmal hat sich aus diesem kompletten Team, was sich ursprünglich nur fürs 24er und fürs Training getroffen hat, auf einmal ist aus diesem kompletten Team eine richtig schöne Freundschaft entstanden. Oh, jetzt, schön. keine Ahnung, trifft man sich jeden Abend und labert über alles Mögliche oder zockt ein bisschen oder sonst was. Das ist schon cool manchmal, wie so manche Zufälle im Leben einen so hin und her schubsen. Ja, klar. Genauso wie ich das vor, keine Ahnung, 5 Jahren nicht gedacht hätte, dass ich jetzt hier sitze und mit euch hier am Quatschen bin. Und beziehungsweise schon so viele Stunden mit Markus am Quatschen war. Das war schon eine lustige Karriereänderung. Umso gespannter bin ich, was noch so kommt. So, der Werdegang so für mich vorbereitet hat. Was noch so alles passiert. Hoffentlich nur Gutes. Das müssen wir jetzt mal schauen. Ne? Wir müssen erstmal wieder eine Grundbasis schaffen. Ja? Wir müssen wieder Leute zu uns holen. Ja. Ja, und sobald wir eine gesunde Basic haben, es gibt viele Möglichkeiten, der Björn hatte jetzt mit der Kartbahn eine geile Idee gehabt. Die Rennsimulanten haben jedes Jahr eine geile Idee.
Und mit Sicherheit lässt sich auch nochmal so ein Community-Treffen machen. Ja. Also jetzt nicht unbedingt so wie damals. Nicht mehr bei mir zu Hause. Nee, das ist. Ort. Wenn das davor und danach nicht wäre. Ja, halt das Aufräumen und Vorbereiten und ja, das ist halt immer bei großen, sag ich mal, Treffen und Ja. Feierlichkeiten immer. So, dann weißt du nicht, wie viel kommen wird tatsächlich, was, ja, du musst ja dann auch irgendwie, sag ich mal, 1, 2 Tage vernünftig planen, dass es nicht langweilig wird, ne? Weil du hast ja dann auch vor allen Dingen eine Horde unterschiedlicher Menschen. Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt vom Alter unterschiedlich, meine ich. Na klar. Und da hat ja aber auch dann jeder andere Vorstellungen und Vorlieben. Eben. Und die Jungs haben das schon ziemlich geil gemeistert. Das ist. Simon und ich waren ja jetzt einmal dabei gewesen. Unter anderem. Auch Louis und der Jens waren auch mal mit. Und also ich konnte da wirklich nur Positives rausziehen, weil endlich mal ein paar Leute zum Greifen waren und dann auch noch Leute, die ich echt mag. Und ja, es waren alle super nett, super freundlich. Es war nicht irgendwie so beefmäßig oder so. Man hat sich über viele Sachen unterhalten. Die Jungs haben viel dazu beigetragen, auch eben, wie wir uns entwickelt haben. Ne? Also ich glaube, man kann sagen, dass die Rennsimulanten-Teams waren das Fundament für die P1 LMS. Weil die halt so viel waren, haben die echt jede Lücke dicht gemacht. Ich trau mich nicht, Alter. Der ist so komisch am Flitschen. Ich habe den Faden verloren. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ja, du hattest gesagt, wegen Rennsimulanten, Menge an Fahrern. Ja, die veranstalten, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, ich gehe mal davon aus und hoffe es, einmal im Jahr am Nürburgring oben und machen da ein paar Häuser klar. Der Parkplatz wird dann da extra abgesperrt. Und dann wird da am Wochenende gegrillt. Ja, natürlich rüber an die Nordschleife Rennen gucken. Also quasi tagsüber hast du so Gruppenbildung. Ist auch geil, weil ich hab's gerne in kleinen Gruppen. Da kann ich Leute besser kennenlernen und mich auch besser auf die Leute konzentrieren. Als so in Massen, ja. Aber da kannst du dich, man kann sich da schon per se super gut austauschen. Abends dann gemeinsames Grillen. Und ja, dann wird über sämtlichen Scheiß gelabert. Und du lernst auch dann noch ein paar andere Leute kennen. Wir zum Beispiel haben dann da einen kennengelernt von den Rennsimulanten aus der Assetto Corsa Abteilung. Und jetzt ohne irgendwie, das war kein Abwerben oder sonst oder was oder
war auch nie irgendwo ein Gedanke oder sonst. Man hat sich unterhalten und der Dobi meinte dann irgendwann so, Markus, vielleicht lassen wir den ja mal nächste Season LMS starten. Und das Jahr drauf ist er dann auch da bei uns gefahren. Das ist total cool. Und genau ist auch das untereinander irgendwie wie aushelfen. Das ist es war echt eine mega aufregende Zeit und nicht nur bei uns war eine Entwicklung, wir haben auch irgendwann bei den Teams und Fahrern eine sehr positive Entwicklung festgestellt und halt sehr viele Teams auch in der P1 LMS jahrelang dann auch begleitet. Ja, und wir reden jetzt hier nicht von 2, 3, 4 Jahren, ne? Wir reden hier von 10 Jahren. Ich denke schon, dass sowas auch ein bisschen verbindet. Das auf jeden Fall. Dann hast du ja so eine gewisse Bindung allein zu den Menschen ja schon von Grund auf. Im Moment, wer dahinter steckt, hinter welchem Namen. ja, und, dadurch, dass wir ja jetzt so ein Jahr überhaupt absolut gar nichts gemacht haben und dann 2 Serien schleppend bis gar nicht hatten, war auch wirklich sehr viel Kontakt flöten gegangen. Was sehr schade war, weil in der Zeit oder das Positive aus der negativen Zeit ist, dass Björn und ich zum Beispiel viel mehr zusammen klönen und uns austauschen. Genauso auch mit den anderen Seawolf-Jungs, die genauso viel dazu beigetragen haben, was die P1 LMS angeht. Genauso ein Fundament. Und mittlerweile, dadurch, dass wir das Schubert-Team und das Seawolf-Team sich zusammengetan haben, hatte ich jetzt auch mal endlich die Möglichkeit gehabt, die anderen mal ein bisschen kennenzulernen. Noch nicht richtig kennenlernen mit Gesprächen und allem Pipapo. Aber zumindest mal ein guter Austausch, was so Überlegungen waren für Serien, Autos, Kombinationen, Regeln etc. Und ja, jetzt David Putzke. Kennen tun wir uns eigentlich schon wirklich viele Jahre. Der ist halt viele Jahre die LMS mitgefahren. Aber wir haben nie irgendwie mal so richtig so gequatscht, gelabert oder so. Außer er kam jetzt mal zu einem Interview. Und wurde jetzt hier vor ein paar Wochen zugesagt hat, mit mir das Imola-Rennen zu fahren. War schon cool, so. Überhaupt das allererste Mal, dass man gequatscht hat und man war nicht in einem Stream. War auch mal eine ganz neue Erfahrung. Im Prinzip für mich ein ähnliches Gefühl, wo ich das erste Mal mit dir und deinen Brüdern zusammen mit COD und so angefangen habe. Das war da auch das erste Mal, dass ich mit dir was außer Stream-mäßiges unternommen habe. Das gab's ja davor auch nicht. Davor war ja auch immer nur, du sagst, ich habe eine Uhrzeit, ich komme zu der Uhrzeit, da Stream, zack, zack, nach dem Stream, tschüss, gute Nacht. So, in dem Sinne. Ja, da vorne ist wieder Revolution. Ui.
Das war ja relativ ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie das entstanden ist, dass wir dann irgendwann mal was anderes gezockt haben, aber war auf jeden Fall lustig. Und jetzt fährst du nur noch und hast keine Zeit mehr für deine Brüder. Ich bin in letzter Zeit viel am Fahren. Ja, aber muss ich ja. Wie soll ich denn sonst Aufmerksamkeit erregen? Es geht ja aktuell, sag ich mal, nur Livery aufs Auto, sauber dein Ding durchziehen, am besten noch peu à peu immer besser werden und fahren, bis der Arzt kommt. Spaß haben. Ja. Und ich gehe im Moment, dadurch, dass bei uns halt jetzt aktuell nichts los ist, genieße ich das auch ein bisschen, weil vieles kann ich wieder mitnehmen in die Kommentatorenkabine auf dem Weg auch wieder zu meinen alten Wurzeln zu kommen. Und ja. Letzte Runde. Was, schon wieder? Nächstes Mal fahre ich alleine. Okay. Ciao. 6 Stunden alleine. Und im Chat sagt einer, wow, der P1 BMW ist so wunderschön. Also, Dankeschön. Wow, BMW is so beautiful. Also ist sogar im Englischen. Nicolini 6666. Das ist Nico, ja klar. Der hat die Livery gemacht. Okay. Ah, schön. Ja. Mich hat es so irritiert, weil es Englisch drin steht. Ja. Englischsprachig oder? Ich kenne ja niemanden. Ja, englischsprachig. Ist auch der Nico ist auch ein Simhäuser, fährt, ob er jetzt noch selber aktuell fährt, weiß ich nicht. Immer wenn ich mit ihm irgendwie texte, hat er nie Zeit. Oder wenig. Aber ja, der hat den BMW gemacht. Ne, wir haben noch eine Corvette. Die kommt aus dem Hause Gerhard Lindauer. Das ist die Corvette, die hier zwischendurch auf den Flyern zu sehen ist. Auch im P1-Design. Und das neueste Modell im P1-Design ist der LMP3, der Ginetta. Ah, okay. Cool. Ja, ich denke mal, so können wir Fährst dann in die Box, ne? Ja, Ja. ich denke, so ist Sag doch echt noch mal. gute Werbung für uns. Ja. Ja. Warum nicht? Ja, die sollen ruhig sehen, dass es uns auch wirklich ernst und wichtig ist. Und jetzt rechts Box. Echt, Box. Ja. Box. Ja, doch. Box, Box, Box. Sowas Box. wie eben nicht nochmal. Ne? Confirm for Box. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie es geht, ne? Ja. Also ohne meinen Spotter bin ich echt im Arsch. Wo ist denn hier das Ding? Da vorne. Fast ganz hinten. Also ich habe bei mir den Spotter jetzt so eingestellt, dass er im Quali nichts mehr sagt, aber sonst da ist. Ja. War ein Stück zu weit. Oh, Jungs, ich kann nicht mehr, ey. Jetzt muss ich mal grad... Zuerst sagt er will allein fahren, jetzt kann er nicht mehr noch zwei. Mir tut der Arsch weh, Junge. Jetzt, weil ich mich gerade eine andere Bewegung, leck mich doch. Boah, ich muss mal eben meinen Kater versorgen, mich versorgen und dann bin ich gleich wieder da. Ja. Ich bin auch kurz 2 Minuten weg, weil ich muss noch Mhm. meine Frau aus dem Fenster werfen, aus der Garage werfen. Weil die macht jetzt zur Nachtschicht und ich mache immer Garagentordienst.
Schrankdienst.
die Frage, die ich mir jetzt stelle, war jetzt hier die ganze Zeit Stille in meiner Abwesenheit. Ja. Ah. Na gut. Habe ich was verpasst im Rennen? Ist irgendwas passiert? Nö, alles gut. Sauber gefahren. Fein. Ich bin gerade am gucken, warum mein Overlay heute nicht angezeigt wird. Ach so. Also, meine Wall. Also, gute Frage. War jetzt Jürgen wieder aufs Auto gegangen oder wer war jetzt aufs Auto gegangen? Jürgen macht jetzt einen Doppelstint und den letzten Stint, glaube ich, fährt dann der Simon, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, schauen wir mal, was da passiert. Der letzte Stint wäre, glaube ich, eh kein voller, ne? Wie viel Restzeit haben wir denn überhaupt? Ich seh's. Weit weg vom Mikro. Der letzte Stint, der dürfte ja, glaube ich, eh kein vollständiger sein, oder? Ich meine, wie viel Restzeit ist denn noch? Es dürften jetzt doch mehr als 2 Stunden. 2 Stunden 15 exakt. Ah, ja, gut, ja dann. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang war jetzt ein Stint? War das ziemlich genau eine Stunde, ja, ne? Ja, doch, Stint war ziemlich genau eine Stunde, also ein bisschen weniger, so 50 noch was Minuten. Ist doch supi. Supi ist das. Oh ja. Jo. Warum geht der Scheißdreck hier nicht mehr? Ich habe wieder irgendwas verstellt. Ich schwöre. Ja, sicherlich. Simon, ich habe mir übrigens, ist der eigentlich noch da oder ist ja gerade Verschwindibus? Das weiß man bei ihm nicht immer. Bei mir weiß man es wenigstens, wenn ich gemutet bin oder so. Also in-game gemutet. Ja, Teamspeak weißt du, ich kenne halt Simon. Also entweder kriegst du eine Reaktion oder kriegst keine Reaktion. Das ist ganz einfach. Na gut, war nicht schlecht. Ja, ich habe mal geschaut, er hat mir nämlich das Dings geschickt, den neuen Liga-Manager mal geschickt, wie das dann aussieht, die aktuelle Vorschau. Ist echt ganz schufte, muss ich sagen. Sieht schön aus. Ja, im Forum gibt es ganz viele Bilder und schöne Texte. Da kann man sich schon mal vorab so ein bisschen. Du siehst direkt auch in dem Liga-Manager, siehst du auch schön, hier die, beispielsweise, jetzt wird ja die SRC. Ey, nicht zu viel verraten. Ich sag ja nur, dass das schön ist. Kleine Häppchen. Kleine Häppchen. Aber ich finde das cool. Kannst du nicht vorstellen, wie man freut sich schon echt übelst auf sowas. Bin gespannt. Sieht auf jeden Fall bis jetzt sehr geil aus.
mir noch einen Kaffee machen sollen. Aber dann müsste ich eh wieder 3-mal aufs Klo. In welcher Position seid ihr eigentlich gerade? Ich sehe das so schlecht. 16. 16. Ja, ist doch schön. Ja, ich war zu nervös und dann ist mit dem Gequatsche, das ist natürlich im Moment für mich eine starke Belastung. Und das eine Mal habe ich einen einfach durchfahren lassen, weil ich dachte, es wäre eine Überrundung. Und das andere Mal hätte ich mehr Gas geben müssen und den Zweikampf für mich entscheiden. Und das war auch nicht. Und das war. Was das angeht, war heute doof. Da waren die letzten Wochen wesentlich besser bei mir. Aber dafür haben wir das dann doch noch auf den letzten Drücker halbwegs safe gekriegt. Das ist eben das, weil du eben sagst auf den letzten Drücker, ne? Du hattest bis gestern noch andere Ich wollte Probleme mit dem Auto ich gehabt. wollte es nicht absagen. Aber es war auch schwer, überhaupt mal zu checken, wo könnten denn die Probleme liegen. Ja. Hey, aber allein jetzt, ne, weil du es jetzt so sagst, ja, ich hätte das besser machen, ja, hätte, aber ich sag Ja. mal, du bist ohne große Probleme sauber durchgekommen, deinen Doppelstint. Du hast nichts kaputt gemacht, du hast niemanden behindert, du bist einfach sauber durchgefahren. Ja, dann bist du halt pro Runde 1-2 Sekunden langsamer gewesen als deine Peakzeit, aber das macht's jetzt auch nicht weg, weil das ist halt nicht die Langstrecke. Auf dem Trainingsserver bin ich einfach gefahren. Da war der Kopf einfach aus und fertig. Ne? Und Genau. Und das ist ja jetzt eine ganz andere Situation. Bist du im Team gerade. Dann wenn hast sich, du hier noch. wenn sich das hier mal eingespielt hat, ja, dann gehe ich in einen anderen Channel und dann bin ich für mich und dann kann ich mich aufs Fahren konzentrieren. Ja. Das ist halt Fahren und Quatschen und dann noch Leistung abliefern. Das kriege ich nicht hin, Junge. Ich bin froh, wenn ich fahren kann. Ja, Und du hast hier dein Herzprojekt gerade angetreten. Du hast vorne bis gestern noch zu kämpfen gehabt, technisch, also mit dem Auto, ne? Und deswegen, ja, ist doch ein geiler erster Start. Also ich denke mal an meine letzten beiden Nordschleifen, die waren beide schrecklich. Also was heißt schrecklich? Der letzte 24er war ganz okay, weil ich das Auto mal nicht komplett kaputt gemacht habe, außer den Motorschaden. Aber ja, ich muss aber auch sagen, ich habe da ich wünschte, es käme ein bisschen mehr, aber das war schon alleine, wie gesagt, mit dem Simon fahre ich ja jetzt schon ein paar Abende und da hat das so ein bisschen auch angefangen, dass ich gemerkt habe, dass es besser wird. Ne, wie gesagt, ich kann nicht immer alles auf einmal umsetzen, aber ich versuche halt so nach und nach. Und dann mit dem David halt die beiden Trainingstage. Ich hab's leider im Rennen dann verkackt, weil da ist mir das Gleiche passiert. Oder, nee, nicht das Gleiche, aber so ähnlich. Bei Setup, das war irgendwie anders an dem Tag und das Auto hat sich anders angefühlt. Danach die Tage bin ich ja dann dran geblieben, weil war ja auch in den Dailies und ich bin nicht schneller geworden, im Gegenteil, aber ich konnte das Auto ruhig fahren, ich konnte es aggressiver fahren, ich konnte mal ein bisschen mehr pushen, ohne gleich abzufliegen, ich konnte das Auto auf der Strecke halten. Hab meine Zweikämpfe endlich mal gewonnen. Doch, das war so
einfach nur ein paar Kleinigkeiten. Wodurch ich aber besser wurde. Zumindest halt für Auto und Strecke. Ja. Aus mir wird auch kein großes Talent. Ich bin talentfrei, ne? Ich will, wie gesagt, 3 Sekunden flotter werden. Ein bisschen besser muss es noch. Und ja, einfach dann genießen und Spaß haben und coole Rennen fahren, schöne Zweikämpfe und vielleicht mal aus eigener Kraft ein paar Plätze nach vorne und nicht, weil andere irgendwie einen dummen Fehler gemacht haben oder so. Ja, da will ich aktuell auch wieder hinkommen. Da bin ich Gut, seit aber ich muss doch sagen, nicht ich mehr. habe ja in der Vergangenheit auch keine Zeit wirklich gehabt. Wie gesagt, ich muss mich auf ein Rennen wirklich sehr, sehr, sehr intensiv vorbereiten, dass überhaupt ein Rennen für mich zustande kommt. Ich muss sehr viel fahren. Was das angeht, bin ich talentfrei. Oder vielleicht ist es auch meine Hyperaktivität. Ich will immer viel zu schnell, viel zu viel und übertreibe auch. Ja, fühle ich. Dieses Welteinreisen, wenn ich jetzt fahre, dann muss es auch gleich richtig gut laufen. Wenn das nicht erfüllt wird, dann geht es mir schlecht. Ja, wenn ich einen BMW vor mir habe und der einfach abgeht wie Schmitz Katze und mich einfach doof aussehen lässt, dann willst du hinterher, dann willst du aber auch wissen, warum, weshalb, wieso. Ja. Gut, einer mit Talent, der kann das dann umsetzen. Ich muss erst mal checken, warum das überhaupt so ist. Was das angeht, da ist halt wirklich bei mir, fehlt dann da so die praktische Erfahrung. Und das hole ich jetzt nach. Ja. Und was ich immerhin noch halbwegs kann, ist tatsächlich Setup-Bau. Ich mache jetzt keine super Gold-Standard-Setups, aber ich sag mal, die sind schon stabil. Aber dafür bin ich halt trotzdem einfach nicht schnell. Ich versuche gar nicht. Auto stabil bekommen. Also, da muss ich ja sagen, Gott sei Dank ist das so und das nutze ich auch extrem aus. Die Autos in den Dailies mit Fixed Setup. Ja, ist geil. Wenn da eine Kombi ist, die mir gefällt und das liegt mir, dann wird das gefahren. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Fix Setup. Setup-Bau. Ich habe ja am Anfang bin ich ja nur die Fixed Setup gefahren, weil ich habe von Setup überhaupt gar keine Ahnung. Also das ist und als das so für mich so angefangen hat, dass ich wirklich so angefixt bin, dass ich jetzt aber auch noch mal gerne was machen möchte, habe ich mir gedacht, konzentriere dich erstmal nur aufs Fahren und lass die Finger vom Setup, weil hast du eh keine Ahnung von. Hab mich dann so in Anfangszeit ein bisschen mit den Drehreglern bei den GT3s so beschäftigt. TC, TC2, Slip, ABS. Hab dann damit angefangen zu experimentieren, was mich halt wirklich schneller macht. Und hab dann irgendwann die ersten Open Setup Sachen gemacht, hab mir dann natürlich Setups organisiert und bin die dann gefahren und hab da auch wieder mich erstmal nur auf die Elektronik konzentriert, dass ich die Dinger fahren kann und Imola war das erste Rennen, wo mal der Flügel runterging. Also so richtig runter. Ich sag mal rein, was Fahren angeht, macht halt Fixed Setup einfach mehr Sinn, weil das Problem ist, wenn du zu Beginn direkt in ein Open Setup gehst und jemand anderes ist schneller, dann wirst du mit demselben Auto, dann wirst du immer denken, ja, der hat ja bestimmt auch ein anderes Setup, den sein Auto fährt bestimmt anders als deins. Wenn alle dasselbe Material haben, dann ist das wirklich dieses
nicht mehr dieser Materialkampf, dann ist das wirklich dieses, okay, der hat exakt das gleiche Auto, das fährt 1:1 identisch. Er Ja, bewegt das Auto nur anders. richtig. Und das waren meine Anfänge mit Race Room. Die ganzen Rennen damals dort im Verein, die waren alle auf Fixed Setup, das war toll. Und dann kam ich auf einmal dann haben sie auf einmal geändert nach 2 Seasons und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt mit Open Setup machen. Und ich saß dort, hab gesagt, seid ihr behindert? Und dann kam zum Glück jemand, der war ein unfassbar schneller Fahrer, der gesagt hat, okay, Tim, ich sehe, du strugglest. Das war auch an so einem Trainingsabend. Und der hat dann einfach gesagt, pass auf, du hast die Strecke, ich zeig dir jetzt mal, wie die Strecke geht. Wir gehen mal in Discord, wir machen mal Bildschirmübertragung und er zeigt mir mal, was welches Setup bringt und gerade bei Race Room, was das bei dem und dem Auto so für Vorteile hat, wenn du das Setup so und so machst. Und auf einmal habe ich Setup gelernt. So, dann hatte ich mir immer so ein Flowchart. Wenn ein Auto macht das, dann musst du das umstellen. Und so habe ich dann irgendwann für R-Factor und dann jetzt auch für LMU angewandt. Deswegen bin ich jetzt eigentlich immer Ansprechpartner Nummer 1 bei uns im Team, wenn es um Setups geht. Im Sinne von hier, Tim, ich habe das Setup, guck's dir mal an, würdest du noch was ändern? Bin zwar der langsamste im Team, aber ich weiß irgendwie, warum auch immer, was ich wie wo am Auto machen muss. Bei mir ist Keine das, Ahnung. bei mir ist das so. Ich habe einen Weg gefunden, wenn ich ein Setup habe, mir irgendwie zu helfen. Und wenn ich gar nicht weiterkomme, dann muss ich doch irgendeinen Nutzen daraus ziehen können, dass ich so viele schnelle Fahrer weltweit kenne, mir da die passende Hilfe zu organisieren, dass es für mich besser wird. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja zufällig ein Team an der Hand, wo du dich mit den Fahrern meines Wissens nach ganz gut verstehst und die um Rat fragen kannst. Das ist einer der positiven Aspekte von dem Ganzen, dass die Jungs sich da alle untereinander auch entsprechend helfen und unterstützen. Aber auch die Art und Weise, wie das da bei uns gemanagt wird, finde ich das ziemlich geil. Du hast immer die Chance, auf ein Pro-Auto zu kommen und in einem Topsplit zu fahren. Muss natürlich dafür was tun. Ja? Genauso aber auch kannst du dir Hilfe holen, um halt überhaupt erstmal auf ein vernünftiges Niveau zu kommen, um so Klamotten zu machen. Also da kann ich mich nicht beklagen. Bis jetzt war eigentlich immer irgendwo einer dabei, der mir bei dem, was ist, helfen konnte. Das ist doch geil. Ja, das habe ich auch so ein bisschen vermisst. Dadurch, dass wir ja jetzt kein Riesenteam hinter P1 sind, war halt alles, was den Verein betrifft, für mich halt vorrangig. Und mit der Arbeit, das war ja auch kein Zuckerschlecken, ne? Ich bin sauspät abends nach Hause gekommen, hab dann noch eine Stunde irgendwas hier gemacht und bin wieder ins Bett.
kommt dann halt das andere dann irgendwo zu kurz. Und du machst dann immer irgendwo was dann, wo dann was liegen bleibt am Ende. Umso schöner, dass du jetzt ja fahren kannst und das wieder so ein bisschen. Ich vermisse dieses Zusammenhocken. Wie gesagt, ich komme aus einer ganz anderen Zeit. Ich komme aus dem Shooting. Man ist nach Hause gekommen und hat einfach viel Freizeit miteinander verbracht abends. Und das habe ich für mich ein bisschen irgendwie verloren. Und das war immer so schade. Das hat immer so ein bisschen gefehlt, weil ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich lerne gerne unterschiedliche Leute kennen. Na, ich kenne das in der Art und Weise. So ein bisschen. Ziemlich. Und auch halt der Austausch so. Weil durch Austausch kannst du dich verändern. Du kannst das, was du machst, verändern. Du hast halt auch die Sicht einfach mal aus der Sicht von jemand anders, Sicht der Dinge. Das ist halt auch noch ein Riesenpunkt. Ja. Bei allem, was man macht. Also ist gar nicht unbedingt mal nur jetzt auf auch das Simracing oder das Streaming oder so bezogen, sondern auf alles. Also auch so aufs Leben an sich. Ne? Also ich habe ja auch durch Online-Gaming zig Menschen kennengelernt. War ja damals sogar noch zur Mittelschulzeit, bin ich mal durch einen Kumpel in eine Community reingerutscht. Da waren jeden Tag 20 Leute auf Teamspeak in verschiedensten Chaträumen untereinander im Sinne von, ja, wir spielen das, wir spielen das, wir spielen das. Dann gab es immer so einen Tag, da haben sich gefühlt alle zusammengefunden, haben alle zusammen ein was gespielt, das war total geil. Und dann gab es irgendwie Zwist untereinander und dann hat sich leider die ganze Gruppe zerschmissen. Ja, dann hatte ich irgendwann eine eigene Gruppe gebaut. War auch jeden Tag war jemand online, hatten wir einen Discord-Server, war das auch schon. Hatten wir eigenen Discord-Server, jeden Tag war jemand online, hatten dort am Ende, ich glaube auch 50 Leute auf dem Server. Davon waren so 10 Leute dauerhaft aktiv. Die waren immer da. Ja, und dann gab es wieder persönlichen Zwist. Und jetzt ist der Kontakt jetzt ist der Server weg und der Kontakt zu allen Leuten weg. Ich habe die Leute noch auf Steam. Wenn ich die anschreibe, kommt entweder, ja, wir können ja irgendwann mal wieder labern, oder es kommt gar nichts. Dann denkst du dir so, Alter, ich habe mit dir so viele 100 Stunden verbracht in meiner Freizeit und du kannst nicht mal sagen, du setzt dich mit mir jetzt zusammen, um mal kurz einfach so 15 Minuten meinetwegen einfach mal zu quatschen, was so passiert ist die letzten Jahre, die man sich nicht gehört hat. Was auch immer. Ja. Ja, deswegen kann ich 1:1 nachvollziehen. Was ich im Moment wo ich mich immer in letzter Zeit drüber sehr gefreut habe, ist, wenn ich auf den Dailies unterwegs gewesen bin, der ein oder andere hat mich dann doch gesehen und er war kurz in den Chat rein und gegrüßt. Ich habe es meistens immer zu spät gesehen, aber gesehen habe ich es. Und da war zum Beispiel eine ganz alte Kante dabei. Also es gibt Gründungsmitglieder, ja, das sind Gründungsmitglieder, die bei der Vereinsgründung dabei waren. Und es gibt Gründungsmitglieder, die von einer anderen Community mit zu P1 sind und halt bei P1 mitgemacht haben. Und der eine war der Michel. Da habe ich es aber zu spät gesehen. Ich hatte noch zurückgeschrieben und ein paar Sekunden später war dann der Server weg. Ich war halt voll im Fokus, ne? Und alte Männer während der Fahrt, die schreibt man nicht an, die lässt man in Ruhe. War schon cool, weil auch einer von denen ist wirklich die mich von ganz Anfang an halt kennen. Ne?
von der Zeit, wo ich da die 2 Jahre bei der Clan-Gemeinde war. Jetzt vor ein paar Tagen durch einen Zufall habe ich gesehen, dass ein sehr guter Kumpel hier aus dem Sim-Racing und von P1 die Nummer gewechselt hat und auf jeden Fall wieder erreichbar ist. Und habe ihn gleich angeschrieben und haben dann kurz ein bisschen getextet und der war jetzt vor 2 Tagen war der dann auch hier gewesen und es war eigentlich ja jetzt nicht unbedingt wie gestern, aber wie letzte Woche und der war, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Jahre weg gewesen. Ja, das ist auf einmal aus der Versenkung aufgetaucht. Ja, so hin und wieder. Also P1 hat schon ein bisschen Geschichte. Auch wenn ich über 5000 User aus dem Fenster geschmissen habe und wir bei 0 wieder anfangen. Ja, es lebt weiter. Das Spirit muss weiterleben Ja. und dann Ja, aber es sind halt wirklich viele Teams. Klar, die fahren auch ganz viel woanders oder sind ganz viel woanders gefahren. Aber es sind halt Teams, die bei uns so eigentlich permanent in der P1 LMS gefahren sind, bei den 24-Stunden-Events gefahren sind und halt auch die Serie so zu dem gemacht hat, was sie geworden ist. Und mit R-Factor 2 haben wir schon ziemlich geile Langstreckenrennen gehabt. Oh, Lecko Funny. Was steht der denn da? So, jetzt muss ich aber mal eben ganz kurz für 5 Minuten weg. Du hast hier alles im Griff, ja? Natürlich. Könntest du mal noch ganz kurz die Vorschauansicht zu der normalen Einzelansicht gehen? Dann sehe ich die Fenster besser, weil das ist ein bisschen klein. Dankeschön. Ja, ich wollte noch mal gucken, ob ich das Ding angeschmissen kriege, aber will nicht. Naja, so geht auch. Erstmal müssen wir halt noch mal gucken, was das ist. Ja. Dann bis gleich. Jürgen sagt dem Simon rechtzeitig Bescheid, dass der, falls er nicht auf dem Server ist, rechtzeitig drauf geht. Jürgen dürfte ja... Ja, den nächsten Stint fahre ich noch. Genau. Und Ist ja noch die einer. dann, Ich bin eh die ganze Zeit drauf. Okay, gut, bis gleich. Was willst du für den nächsten Stint haben? Die Reifen behalten oder? für den nächsten lasse ich drauf. Dann stelle ich das ein. Also no change, no repair, voll. Ja, nur tanken. Ja. Ja, wie gesagt, kannst du dir aussuchen, ob du den letzten Stint fahren möchtest. Die Kopfschmerzen lassen langsam mal ein bisschen nach. Ja, hast du noch ein bisschen was. Das ist schön. Simon, ich habe vorhin, wo du mal kurz nicht am Platz warst, habe ich ja auch schon zu Markus gesagt, ich habe mir deinen Link mal angeschaut, den du mir geschickt hast. Sieht auf jeden Fall super aus. Ohne jetzt viel zu spoilern und zu verraten. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, das eine mit der grauen Fläche ist einfach, da ist kein Bild hinterlegt. Ja, das ist ja auch noch nicht fertig. Steht ja auch Test. Daher, das darf ja grau sein von mir aus. Deswegen, nee, ist doch super. Sieht auf jeden Fall toll aus und bin ich gespannt, wenn das dann geht und das dann alles feini aussieht. Aber da, was hat Markus gemeint? Gibt es, dachte ich, dann eh nochmal ein Video, wo das vorgestellt wird, oder? Und so ein Ja, kurzes 2-3 Minuten Video. Ja. Kann man sich ja schauen, ob man davon vielleicht auch nochmal ein paar Shorts rausziehen könnte. Ja, gerne, klar.
Das ist das Einfachste dann, ja. Muss ja sagen, ich hatte jetzt letztens schon zu Markus gesagt, wir müssen ja Richtung Ende des Jahres geht's ja dann auch, also Mitte des Jahres geht's ja dann auch an die 24-Stunden-Planung, was denn da wird, ob denn da wird und wie denn da wird. Ja, das sind gute Fragen. Und ich hatte den Vorschlag, dass wir ein kurzes 2-Minuten-Video machen, in dem es um das Thema geht und dass wir die Leute auffordern, mit einer Abstimmung dafür Oder- abzustimmen, oder was dann- sie fahren möchten. Oder ein Kommentar. Ja, Kommentar, kannst du nicht so, aber Kommentare kannst du nicht so einfach statistisch auslesen. Ja, du kannst, Ja, aber du kannst auch Kommentare. Da du ist hast die aber Hemmschwelle geringer. Ja, aber anders musst du schon eine Vorauswahl treffen. Und du hast, glaube ich, mehr Interaktion über Kommentare als Okay. würde ich Hm? so jetzt Ja, hast du so recht. Social Media technisch. Ja, hast du recht. Ja, da die Leute auf den Link klicken, drücken sie eher einfach in die Kommentare. Nee, da hast du recht. Einfach nur um Diskussionen anregen, weil... Oder man macht so, dass man selbst darunter nochmal Posts macht mit den einzelnen Sachen, Und die dann in mit Frage Likes. kommen. Und dann mit Likes. Auf jeden Fall. Die Leute können ja zusätzliche Ideen in die Kommentare schmeißen. Also wenn die zum Beispiel Genau. sagen... Dann kannst du nicht sagen, du hattest schon mal was vor und jemand sagt, ich habe eine komplett neue Idee. Ja. Weil so groß ist die Auswahl nicht. Weil die Nordschleife haben wir bei LMU nicht. Da könnte man höchstens, wenn der Fahrerwechsel dann vollständig da ist, sollte er kommen. Bis dahin für freie Server. Also frei, weiß schon, Mietserver. Mhm. Dann müsste man halt schauen, ob. Ich weiß gar nicht, gibt es aktuell schon eine maximale Stundenzahl? Obwohl, es gibt ja noch gar keine, weil es gibt ja nur die Rennen, die aktuell von LMU veranstaltet sind. Du kannst in den Server-Host das, glaube ich, 24 Stunden einstellen. Okay. Wenn dann der Fahrerwechsel damit implementiert ist, wäre das natürlich spannend. Nordschleife haben wir halt nicht. Da könnte man halt, wie gesagt, man müsste auch genügend Leute finden, die mitmachen möchten. Weil wenn du nicht genügend Starter kriegst. Meiner Meinung nach sowas anbieten, wie einfach 24 Stunden sparen. Genau, Spa oder meinetwegen Le Mans oder. Wir haben ja dort doch ein paar Strecken möglich und dann sollen die Leute einfach abstimmen, was sie möchten. Alternativ, wenn es auf die Notschleife gehen soll, halt, gut, RF2 denke ich nicht, dass man da nochmal einen Rückschritt machen kann. Ich denke nicht, dass man da die Leute zusammenkriegt. Wir haben ja letztes Jahr schon gesehen, dass das schwierig war. Ja, das war. Da ist vielleicht, ich weiß, dass viele Leute auch auf ACC unterwegs sind. Man könnte es zumindest anbieten, wenn sich nicht genügend Leute finden, ist Wurst. Ich hatte das Thema schon mal bei Markus angeschnitten, da war er nur noch etwas vorsichtig, weil ja bisher absolut keine Erfahrung mit ACC da ist. Mir wurde aber mal erklärt von anderswo, dass wohl ACC relativ easy wäre, auch was Server und so angeht und Overlays, dass man da Ingame-Zeugs theoretisch nutzen kann, was wohl ganz gut geht. Das soll wohl auch ganz solide funktionieren von Haus aus. Das weiß ich halt nicht, das müsste man sich halt anschauen, aber ich würde es zumindest persönlich in Erwägung ziehen. Alles, was vielleicht Leute akquirieren würde für einen 24er. Natürlich muss man in jedem Fall, egal welches Format, muss man gucken, dass man halt genügend Leute hat, dass es sich lohnt. Ja, wobei ich da am Ende vielleicht iRacing so naheliegender finde als ACC. iRacing werden aber viele Leute Nein sagen aufgrund des Geldthemas. Ja. Bei iRacing persönlich würde ich auch nicht machen. Einfach weil ich zu wenig Erfahrung habe und du musst dich ja mal ein halbes Jahr vorbereiten für iRacing. Ja? Also für einen 24er, allgemein meine ich, für einen 24er machen wir ein halbes Jahr Vorbereitung. Wenn du das Abo normalerweise nicht hast, das heißt, du musst die Strecke kaufen für 10 Euro, du musst dir das Auto kaufen für auch roundabout 10 Euro und dann musst du 5 Monate, lass es 4 Monate sein, 4 Monate Game Pass holen für das Spiel. Bis mit 60, 70 Euro. Ja, da bist du mit der ACC viel billiger. ACC kriegst du für 30 Euro. Wenn du es nicht schon hast. Ich wüsste nicht, ob ich die Nordschleife schon habe.
Ich weiß nicht, was die extra kostet bei ACC, aber es kommt trotzdem auf weniger Geld heraus. Und ich glaube, es gibt mehr Leute, die ACC haben als iRacing. Aber wie gesagt, dafür würde ich, wenn dann, wie gesagt, da wäre mein persönlicher Gedanke halt eine Umfrage, wo sich mehr Leute finden. Wie gesagt, iRacing wäre für mich auch rein aus Kostensicht, sehe ich nicht. Aber das ist mein persönliches und ich habe mich da halt mit ein paar anderen Leuten ausgetauscht. Ich wollte iRacing mir auch noch irgendwann mal anschauen, ein bisschen. Hab's damals, wo ich mir RF2 geholt habe. Ich auch. Race Room, da bin ich mal 2 Monate hatte ich da iRacing. Und dann habe ich ganz schnell gelassen, weil es mir zu teuer war. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich Geld rein investiere. Achso, ja. Das Nürburgring 24-Stunden-Package für ACC kostet 13 € aktuell. Ohne Game. Nur das Package quasi Strecke plus Auto. Brauchst du nur den Nürburgring, ne? Das ist der Ring und da sind die Autos, glaube ich, dazu. Das ist das 24-Stunden-Nürburgring-Package. Den Ring habe ich auf jeden Fall als Strecke. Achso. Weil ich weiß nicht, ob hier dann noch andere Sachen drin sind. Hier steht jetzt nur 24 Stunden Nürburgring Pack. Bei Das heißt den Pack. Ja, du kannst das, konntest dir immer die Sachen so, also Pack ist DLC. Achso, da ist es wirklich nur die Strecke. Ich dachte, da sind vielleicht die Autos mit dazu. Oh. Weil bei iRacing war es, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber früher war es so, dass du die Nürburgring kaufen musstest und im Anschluss auch nochmal den Nordschleife extra. Das waren quasi 2 Strecken früher. Genau, aber je nachdem, was du genommen hast. Also ich glaube, den Ring musst du nicht kaufen, wenn du die Nordschleife hast in der Großversion. Du kannst nur den Ring dann nicht einzeln fahren. Ich meine, du musstest beides haben. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe damals versehentlich beides gekauft, weil ich erst den Ring gekauft habe und habe gedacht, hä, warum kann ich nicht auf die Schleife? Ja, iRacing hat, glaube ich, da in der Hinsicht 2 Pakete. Das andere ist aber, glaube ich, irrelevant, weil das irgendwie nur mit Touristenfahrten irgendwas war da. Ach so. Ich habe ja selber iRacing, ich habe ja beide Pakete damals gekauft. Ich kann nicht sagen, welche Pakete ich habe. Oder nee, man kann nicht von Freunden sehen, welche Pakete sie haben. Nee, du siehst nur, welche Spiele die haben, nicht die Pakete, glaube ich. Ja, also bei iRacing glaube ich auch nicht. Also ich hätte es jetzt nur bei Steam gewusst wegen ACC. Ich könnte nämlich ich kann mich einloggen und alles, aber nicht über meinen eigenen Account. Ja. Nee, wie gesagt, das ist, ich finde iRacing auch cool, aber für mich wäre wirklich die abschreckende Wirkung allein der Monatspreis, den du da halt für 4-5 Monate machen musst. Das würde mich halt abschrecken. ACC hat wahrscheinlich ein Großteil der Leute schon in der Bibliothek irgendwann mal im Angebot gekauft. Das hast du halt immer. Ja, du musst dir die DLCs holen, die musst du dir aber bei iRacing auch holen. Das ist halt am Ende... Oh, der ist aber gerade abgeflogen. Ich hab gerade nicht geguckt, schade. Oh, der ist aber abgeflogen, aber wie, ey. Der hatte noch eine ganz uralte Streckenvariante auf dem Radar. Nee, wie gesagt, ich würde sagen, wir lassen das demokratisch entscheiden. Aber ich wollte es einfach nochmal mit den... Demokratie funktioniert nicht. Ich wollte es einfach in den Ring geworfen haben, dass wir alle Möglichkeiten abklappern. Ich wäre sogar für AC zufrieden, aber... Ich glaube, AC wird ja von den Jungs was gemacht, von unserer AC-Gruppe. Aber die machen die denn Langstrecke? Ja. Auch immer mal wieder. Da ist auch noch ein 12er Seppring offen dieses Jahr. Das war, ja. Das wird jetzt doch noch geplant, nachdem das Indy 500 war das, ne? Sie wollten eins machen. Naja, das sollte ja so eine Gemeinschaftskiste irgendwie, hat dann aber nicht funktioniert. Also ich bin der Meinung, irgendein 24er werden wir im November machen und wirklich Gedanken und in die Planung mache ich, wenn ich im Sommer Urlaub habe.
Ja, aber was ist ein Sommer? Ist Sommer Juni, Juli oder August? Was? Juli? Ja. Ja. Ja, das ist noch okay. Sag mal, wir haben meistens im August mit Training angefangen, von daher, ja, das würde passen. Wir haben meistens im August mit Setup und Training angefangen und dann, beziehungsweise mit Fahrzeugwahl und dann Setup und Training. Daher, ja. Wir haben ja, ich weiß nicht, wie lange du schon wieder da bist zum Zuhören. Wir hatten ja auch gesagt hier, ob es dann in LMU einfach ein Spa oder in Dings gibt. Le Mans. Also, da wir ja schon auch ein paar Mal Le Mans gemacht haben, unter anderem das 24er, wo wir unser Studio mit 2 Aktuator-Simulatoren hier in Solingen hingeballert haben. Es würde sich anbieten. Aufgrund der Historie. Ich weiß, bei den frühen 24ern, wo ich selbst auch noch gefahren war, auf der Nordschleife, hatte ich einmal, war meine Vorbereitung, dass wir von unserem Team ein Auto wegen technischer Probleme früh abgestellt haben. Und ich dann einfach auch auf das andere Auto in die andere Klasse gegangen bin, ohne irgendeine Runde vorher gefahren zu haben. Ich sag halt, lass so ein kleines Ankündigungsvideo machen, lass eine Umfrage, dann gucken wir, was die Leute Bock haben. Und dann gucken wir, wie viele Leute Bock haben. Das Problem ist, dann schreien alle, ja, klasse, melden sich an. Und am Renntag sieht alles anders aus. Und du hast Geld, Zeit und Nerven investiert. Da gefällt mir die Idee, die der Simon mal so spaßeshalber in den Raum geschmissen hat, besser. So eine Art Crowdfunding. Du kannst dich einkaufen. Ja, Crowdfunding, ja klar, warum nicht? Aber ist ja im Prinzip das gleiche, wie wenn du eine verbindliche Anmeldung mit Stadtgebühr machst. Halt, dass du die halt beide Anmeldungen schon bezahlst. Ja, das. Ja, Spaß. Gut, aber egal, was wir machen, wenn wir es machen, sage ich mal, dann müssen auch 35 Autos fahren. Deswegen sage ich ja, gucken, was die Leute Bock haben, sich danach richten, was die Leute Bock haben und aber auch schauen, wie viele Leute darauf Bock haben. Wenn du sagst, 10 Leute wollen Assetto Competizione, andere 10 wollen iRacing, andere 10 wollen oder keine Ahnung, dann 11 wollen dann Le Mans fahren. Du sagst dann ja, dann nehmen wir die 11, ist halt auch Quatsch. Also musst schon gucken, dass das natürlich im Verhältnis steht, dass da genügend Leute kommen. Aber deswegen müssen wir es rechtzeitig groß genug aufblasen, dass die Blase schön groß ist, dass da genügend Leute reinpassen. Also Werbung, Werbung, Werbung. Richtig groß überall. Und das können wir ja schon vorab mit Aufmerksamkeit pushen auf YouTube und Insta und TikTok. Aha. Mich schüttelt's immer noch, aber es ist leider ein sehr, sehr erfolgreiches Wir brauchen einen Social-Media-Beauftragten, der sowas macht. Er hat ja gesagt, ich habe es genau gehört. Ich hab ja bereits gesagt, dass ich ja weiß, wie das mit den Twitch-Clips funktioniert und dass ich das mit den Twitch-Clips ja machen kann. Das habe ich ja schon gesagt. Es ist sicherlich im Bereich des Machbaren. Ist nicht meine Welt und dieser ganze neumodische Kram. Ich weiß leider, wie es läuft, deswegen. Ich weiß leider, wie es funktioniert. Gute Freundin macht das beruflich, die kann mir bestimmt ein paar Tipps geben. Warum rede ich eigentlich mit dir? Achso, ja, dann frag sie doch, musst du nur bezahlen. Wir machen das hier ehrenamtlich. Hier nix Business. Das habe ich seit 2 Jahren gemerkt. Nicht Spaß. Nee, wenn sich Möglichkeiten auftun, habe ich immer gesagt, ey, könnt ihr gerne, kein Thema. Ich hab nicht eine Sekunde hier damit verbracht, einen Gedanken zu verschwenden, mir mal irgendwie die Taschen voll zu machen oder so. Habe ich gar keinen Bock drauf, weil das ist viel zu anstrengend.
Weil das ist... La Passion. Nur das ist immer noch auch für uns ein Hobby und kein Beruf. Und wird's auch nie werden, weil da sind wir altersbedingt schon voll raus. Wenn jetzt so ein 20-jähriger Heißdüse um die Ecke kommt, mit Potenzial und Ambitionen, dann würde ich sagen, ja, da kannst du was mitmachen, aber nee. Das war auch nie Plan gewesen, irgendwie mal so groß zu werden. In so eine, also, so wie wir es das jetzt immer hatten, finde ich es überschaubar und angenehm. Und es hat Spaß gemacht. Sollte ja schon reichen, die Anmeldungen so ziemlich voll zu bekommen. Das wäre ja schon geil. Das wäre einfach schön. Dass das dann Spaß macht. Nicht, dass du dann sagst, wir müssen jetzt hier ein zweites, drittes, viertes Grid machen. Wir ertrinken vor Leute. Und Brauchst hier du gar die nicht mit Teams, anfangen, 100.000 Zuschauer. glaube ich, wirst du nicht erleben. Nee. Weil, ohne die Manpower für ein zweites Grid, kein zweites Grid. Und da mache ich mir jetzt sowieso keine Gedanken drüber. Ich muss erst mal gucken, dass ich überhaupt mal ein Grid jetzt voll kriege. Das war ja das, was ich meinte. Das reicht ja schon. Das ist ja auch schon schön. Das macht ja glücklich genug. Ja, wir wollten aber auch eigentlich nicht wirklich mehr, weil wenn du ein zweites Grid aufmachst, dann soll das auch genauso administriert werden wie das erste. Und da gehört das volle Programm zu. Und solange wir dafür keine Manpower haben... Nee, deswegen sage ich ja, das reicht ja. Es reicht ja, um happy zu sein. Und das, was wir machen, machen wir geil. Wollen wir wieder geil machen, ja. Ja, aber du willst ja auch, dass die Qualität überall gleich geil ist, von daher Ja, alles gut. genau. Das ist ja der Plan. Damit die Leute glücklich sind. Ja. Also ich glaube... Eigentlich machen wir es ja nur, damit die Leute, die Rennen fahren, sich selber im Video sehen. Ja. Eigentlich ja. Guck mal, Mama, ich fahr dort. Siehst du mich? Wie ich den überhole? Läuft das, by the way, immer noch bei mir, wenn ich ein Rennen habe, wo ich selber fahre, dann schicke ich tatsächlich den Stream immer an meinen Stiefvater, weil der sich die Streams tatsächlich auch immer anschaut. Dann kannst du dir vorstellen, sitzt meine kleine Schwester noch mit auf dem Sofa, guckt dann noch mit und jedes Mal, wenn irgendwo mein Auto auf dem Bild auftaucht, wird gejubelt. Das finde ich immer total herrlich. Dann schreibt mein Stiefvater immer, wie meine Schwester abgegangen ist vor Freude. Und, weil die ist ja noch ein paar Jährchen jünger. Und finde ich immer super lustig. Aber das ist ja das, was man am Ende irgendwie will, als Fahrer. Für mich war es so eine Art gewesen, trotzdem bei den Rennen bei zu sein. Wenn ich schon selber nicht fahre. Mhm. Und weil es kein anderer machen wollte. Marktlücke erkannt. Ja, das war was Neues. Also ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt mal auf so eine Idee komme. Ich hatte damals ausgeholfen, Daniel konnte nicht, Curdy war alleine und hat keinen Co-Kommentator gefunden und hing mir dann so 1-2 Tage in den Ohren. Und da habe ich gesagt, ja komm, ist gut. Und er immer so, du musst auch nichts, einfach nur so ein bisschen, weißt du, Bälle zuspielen. Und auch wenn ich an dem Abend nicht viel
zu erzählen oder zu sagen hatte, war so im Kopf, da fing es an, interessant zu werden. So, ich hatte dann so ein paar Überlegungen gehabt, was bestimmt cool aussehen könnte oder was man irgendwie. Und daraus habe ich dann einfach weitergemacht. Und wie gesagt, anfangs war halt keiner da, der es hätte machen können oder der es machen wollte. Und ich war immer Verfechter, ein guter Stream muss einfach bei einem guten Rennen, das gehört einfach dazu. Und Gott sei Dank, weil auch dadurch habe ich wieder viele tolle neue Leute kennenlernen können. Kommentatoren aus anderen Serien, Ligen, Vereinen, Kommentatoren aus dem realen Motorsport. Das ist auch geil. Das Fände ich auch super interessant. Mit den Jahren ist das vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber auch da, wenn ich immer wieder mal frage, ey, wie sieht's aus, wir machen hier 24er und hast du nicht Lust, die ein oder andere Stunde, hat sich eigentlich immer der ein oder andere finden lassen, der genauso viele Jahre auf dem Kerbholz hatte wie ich oder mehr oder auch mal weniger. Was natürlich auch ganz schön ist. Ja? Ja, das ist halt geil. Vor allem halt immer wieder neue Leute. Das finde ich auch mal schön. Ja, und dann hast du manchmal auch einfach so schöne Situationen, sag ich mal. Ne? Du hast deinen Stream und dann kommen auf einmal die Leute hinterher und sagen, ach hier, voll geil, was du machst und voll schön. Oder wenn dann nach dem Stream sich bedankt wird, danke, dass er das so ordentlich macht und so. Und das finde ich auch immer schön, die Wertschätzung dahinter ist halt. Ich find's, ja, natürlich hast recht, aber genauso finde ich es auch gut, wenn dann wenn er auch sagt, da, dies, das, jenes, warst du nicht ganz so auf dem richtigen Weg oder war nicht ganz richtig oder wenn du das so machst, ist es einfach besser, weißt du, eine Kritik und aber auch gleichzeitig so ein Weg, wie ich es besser hinkriege. Ja, na klar. Das, ja. War jetzt nicht, dass ich nur Positives gut finde und haben will und nichts irgendwo oder sinnvolle Kritik oder sowas. Deswegen, das war jetzt nicht so gemeint, aber ja, nee. Ja, aber der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Wir haben über die Jahre von vielen Fahrern Feedback und Vorschläge gesammelt. Aber du kannst nicht immer alles sofort umsetzen, ne? Und das geht halt immer nur. Und irgendwann denkt aber auch mal jemand, dass du den irgendwie nicht wahrnimmst oder nicht ernst nimmst oder so, ne? Was ja nie der Fall war. Also wir haben es immer ernst genommen. Ja, nur manchmal dauert es halt einfach ein Stück, ehe es machbar ist. Ja. Nee, verstehe ich. Das kann auch manchmal ein bisschen für Diskussion bei anderen führen, weil die dann denken, hier und die anderen, die werden hier beachtet und meine Vorschläge, naja. Nein. Halt meinst. Aber das ist halt einfach nicht so. Ihr werdet gehört. Weil wir sind alle eine große Familie, wir sind alle eine Community, alles gemeinsam und das ist ja der Grund, warum wir ja jetzt dieses Format haben, alle hier gemeinsam, dass man da einfach auch den Faktor Mensch dahinter einfach mal noch ein bisschen mit zeigt, aber auch nicht nur jetzt, um sich irgendwie was weiß ich, rauszureden, sondern eher im Sinne von euch mit teilhaben zu lassen, euch mit einzubeziehen. Einfach um da
bisschen was Besseres gemeinsam zu schaffen. Der Jürgen ist auch wirklich absolut im Film, ne? Mhm. Der macht einfach. Der Ja. ist. Hört uns zwar die ganze Zeit labern, aber der blendet uns so gut aus. Der hat doch so eine chillige Fahrweise. Also, Fährt so ganz unbeeindruckt, aber trotzdem unbeeindruckt schnell. Ja, der ist flott. 12 wieder, ne? Der ist einfach. Ja, läuft. Das ist der Moment, wo wir Grillenzirpen einspielen. mhm. Oh, das war schön. Ich habe das mal ganz leise Ja. durch Discord gehört. Oh, ist das schön. Wo hast du den dabei gezaubert? Hast du hier irgendwo Soundeffekte mit in deinem OBS mit drin, ein Soundboard oder? Ein Zauberer verrät seine Tricks nicht. Aber ja, ich habe mir den, weil ich dachte, vielleicht passiert mir wieder so eine Doofmannsnummer wie gestern, habe ich mir gedacht, muss irgendwas Witziges her und habe mir da schnell eine Taste belegt für. Aber ich wollte das dann. Oh, Durchfall! Schreibt da, oh. Für die 15. Spectra DCR, wenn ich es richtig gelesen habe. Keine Ahnung, es ist unscharf. CCR, Es ist- Astra E. Ja, es ist dadurch, dass es bei Discord ja nur 27p ist und das Fenster ja dann auch noch kleiner ist, weil ich ja nur OBS sehe, war das ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber Ja, das war auch nicht in meiner ganzen Planung vorgesehen. das funktioniert aber super. Ich finde das ausreichend. Ich sehe den Voice-Input, wenn ich am Reden bin. Ich sehe deinen Input. Ich weiß quasi, wenn ich zu leise bin. Ich sehe das Renngeschehen. Ich sehe den Chat. Ich bin glücklich. Das ist super. Ja, ich glaube aber das nächste Mal mache ich eine NDI-Verbindung. Warum machen? Ja, klar. Warum nicht? Ich finde das ganz gut, dass ich so auch den Audiopegel mitverfolgen kann quasi. Wie wenn ich halt selber streame. Das ist Ja. halt ganz schön. Ja, du kannst selber sehen, wenn man dich nicht mehr hört. Genau, wenn ich zu leise rede oder ich meine, ich habe hier nebenher auch eine Audioanzeige von meinem Mikro. Ich sehe auch, wenn ich ins Clipping komme oder so, aber das ist ja mein Output, also mein Input, der dann digital weitergereicht wird. Was am Ende bei dir ankommt, ist ja manchmal auch was Unterschiedliches. Softwareseitig. Mhm. Von daher, alles schick. Ich finde das so cool. Auch nochmal so ein bisschen mal extra. Jetzt gucken, ob er die Positionen mit anzeigt. Ja, aber beim letzten Mal hat das funktioniert. Da hast du dann halt hier die Daten gehabt. Noch hat er die Strecke, ja, aber irgendwie. Der hat alles. Der hat die Strecke, Session, Temperatur, Strecke, alles da. Es hat auch geklappt. Ich habe halt heute Vormittag noch ein bisschen hier rumhantiert. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Ja, egal. Also, für heute. Für heute egal. Ja, Das ist ein Problem für Zukunft, Markus. ist egal ist das nicht, aber Nein,
Aber nichts, was wir jetzt. Ja, aber ich habe noch was anderes. Also, da ich ja jetzt nicht unbedingt Englisch wirklich gut kann, wir keine englischsprachigen Kommentatoren zur Stelle haben. Müsstest mal in einem Interview zwanghafterweise, also ich habe letztes erst wieder Englisch interviewt. Bei der RSRC habe ich letztens erst wieder ein englisches Interview Ich geführt. weiß. Schön. Ich Ach ja, hab's du warst ja gehört. anwesend als Zuschauer. Du warst ja als Zuschauer anwesend, stimmt. Nein, aber ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas finden, um das irgendwie auszugleichen. Ich hatte anfangs gedacht, eine Stimm-KI habe ich ausprobiert, aber das bin dann nicht mehr ich und das wollte ich dann auch nicht. Das finde ich doof. Ich habe mich mal ein bisschen rumgeguckt und ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber ich will mal schauen, dass wir ein vernünftiges Plugin finden, womit ich dauerhaft englischen Text als Untertitel einblenden kann. Mhm. Da bin ich gerade so ein bisschen am Rumtüfteln und am Ausprobieren, was so. Weil, Cool. ja, wir haben ein internationales Fahrerfeld gehabt. Da kannst du nicht immer permanent auf Deutsch kommentieren. Ja, das ist dann schwierig. Ja, und da ich halt die Mischung aus beidem brauche, so, ja, habe ich gedacht, wenn du Deutsch laberst, englischer Untertitel ist zumindest mal in die richtige Richtung, denke ich. Ja. Ja, ja. Ich denke, das ist gerade ja passend dann. Ja, klar, du hast einen englischen Fahrer oder allgemein internationalen Fahrer, der freut sich auch, wenn er den Stream dann gucken kann und versteht, was wir sagen. So, finde ich eigentlich cool. Dass er eben nicht nur Das wird mutmaßen muss, lustig, was wir sagen. wenn ja, kannst du dich schon mal drauf, da müssen wir mal gucken, wen wir dir dann zur Seite packen. Wie meinen? Wenn das jetzt wirklich klappen sollte, dass wir hier regelmäßig den ein oder anderen Fahrer haben, mit dem wir so ein Langstreckenrennen mal machen, wenn das halt auf Englisch dann alles ist, dann bin ich raus. Dann kann ich höchstens hingehen und kann ja, dann mache ich das andersrum. Dann mache ich ein zweites Plugin, wo dann Untertitel Deutsch ist. Ich werde nicht Englisch streamen. Ich kann interviewen, aber ich kann nicht sehr lange so reden. Dann brennt mir der Kopf wahrscheinlich, weil ich einfach die Übung Ja, dafür- jetzt fürs normale Kommentieren will ich unten die englische Übersetzung halt einblenden lassen. Ja, ja. Ne? Ich kann damit leben, wenn ich mal 2 englische Interviews mache. Das ist okay. Aber sonst jetzt so ein Dauerthema dann. Ja. Ich find's witzig, also Oh, ja. er zeigt was. Ja, ich habe jetzt natürlich mein Mikro nicht ganz so volle Lotte Ja. und ich darf nur langsam und kurze Sätze machen und immer wieder Pausen. Oh, inhalier mal nicht so dein Mikro, ne? Du übersteuerst leicht. Erkennt er auch, wenn ich rede, oder erkennt er nur deine Sprache? Aktuell nur meine. Okay. Das ist aber gut. Das ist ja cool.
Ja, ich muss jetzt halt die Teamspeak-Spur mit drauflegen. Mhm. Dann klappt das auch. Aber wie du siehst, hat das Ding noch so ein paar Macken, beziehungsweise es ist auch nur eine Free-Version. Hängt gerade ein bisschen fest. Er hängt komplett. So, wer möchte jetzt. als nächstes fahren? Ja, Simon. Ja, kann ich machen. Ja? Ja, dann kannst du ja mal so langsam den Boxenstopp einstellen. Drücken ist jetzt nicht mehr. Wir haben noch einen frischen, sonst läuft. Jetzt nicht wirken anymore. Ja. Jetzt zeigt das aber. Bitte? Jetzt hat es wieder funktioniert, die Übersetzung. Die kam gerade wieder angeflogen. Ja, das ist halt, ich muss da noch ein bisschen die richtigen Einstellungen finden. Und wie gesagt, du kannst immer nur kurze Sätze machen mit einer längeren Pause und das wird dann Foreign Language. mal wieder aus. Das war schön gerade. Übersetzer-Tool. Sagt einfach nur, dass du eine fremde Sprache sprichst. Geil. Schön. Fand ich gut. Ja, nee, aber ist an sich cool. Also gibt es bestimmt auch viele, noch so ein paar andere Sachen, die das vielleicht sogar noch zuverlässiger können. Aber ja, vielleicht gibt es auch coole Einstellungen. Ja, weißt du, es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Zeit nicht genutzt haben. Ne? Das ist jetzt ja der Anfang, der Stein jetzt erstmal ins Rollen gebracht, ja, zeigen, dass wir noch da sind und dass wir immer noch unseren Fokus haben und immer noch Bock haben, verrückte Sachen zu machen. Aber jetzt habe ich auch die Zeit, mich um so etwas größere Baustellenprojekte auch mal richtig zu kümmern. So, und ich glaube, dass wir jetzt damit erstmal einen guten Weg haben, um überhaupt erstmal wieder die Leute abzuholen. Ja. Na? Ich habe halt gedacht, mal eine ganz andere Schiene von Entertainment. Auf eine Basis sich zu connecten wieder. Und nicht so wie auf YouTube wirklich so ein straight Rennen, hartes Kommentieren und auf Wiedersehen. Sondern wirklich, das soll halt wirklich ein Format sein, wo wir einfach alle einfach mal so, einfach just for fun mal zusammen ein bisschen Spaß haben. Quasi Und sich vielleicht halt, gegenseitig mal wieder neu kennenlernen. halt so ein klassisches Twitch Just Chatting Format. Also Just Chatting ist ja die Kategorie auf Twitch. Das heißt ja auch nicht nur, dass du vom Bildschirm sitzt und nur redest. Da gibt es ja verschiedenste Auslegungen. Aber es ist ja, es gibt diese Kategorie auf Twitch. Wollte ich damit nur sagen. Ja, aber das ist jetzt nicht so die Richtung, die wir machen wollen, ne? Nee, es geht jetzt hier nicht nur ums Bespaßen, es geht ja trotzdem noch um die Sache, um das Simracing an sich. Es geht ja jetzt auch, aber auch zusätzlich ein bisschen mit um den Gemeinschaftsgedanken und ja, behind the scenes. Ja, den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, uns mal näher kennenzulernen, besser kennenzulernen. Vielleicht sogar produktiv an Geschehnissen mitwirken, teilnehmen. Ja.
Das ist eine Mitmachveranstaltung. Jeder ist willkommen. Ja. Kommt einfach vorbei Ja, und macht mit. ja, wir haben uns jetzt überlegt, eine Serie jetzt nochmal irgendwie anschmeißen, bevor nicht der Fahrerwechsel da ist. Ist Ja. aktuell fragwürdig. Deswegen haben wir gedacht, dass wir vielleicht so in die Richtung gehen und Einzelevents machen, orientiert aktuell an den Official Racing hier. Mhm. Dass man da vielleicht erstmal, ja, keine Ahnung, eine Woche vorher so ein 2-Stunden-Rennen zusammen veranstaltet mit der Strecke und dem Fahrzeug und den Wettersachen wie für den Renntag und wenn das gut ankommt, das Ganze dann auch zu streamen. Markus, Ja. die Übersetzung, es gibt ein automatisches Übersetzungstool auf Twitch. Du kannst bei Twitch Untertitel einstellen und er macht die dann selber. Das ist ja interessant. Ja, ich hab's gerade mal reingemacht. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt rede... Nee, er macht nur deinen That's Interesting. Also dich erkennt er tatsächlich. Mich erkennt er aber irgendwie nicht. Aber ich kann hier bei Twitch direkt Untertitel einstellen und dass er den erzeugt er automatisch über Twitch selber. Wenn ich aber rede, macht das nicht. Wenn du redest, macht das. Okay. Komm ich vielleicht? Ich bin zu leise. Na, ich probiere nochmal zu reden, aber bitte auch mich. Ah, okay. Sprich mal testhalber was? Test. Ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich habe mich ja so mit Twitch auch noch nie wirklich auseinandergesetzt. Ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert. Ist aber auf der Agenda und wird auf jeden Fall vertieft. Genauso auch unser YouTube-Kanal. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Das soll ein bisschen übersichtlicher werden. Es sollen die aktuellen laufenden Serien von uns und auch von den anderen Communities, die wir übertragen, oder die ihre Sachen bei uns übertragen, dass die ein bisschen mehr zur Geltung kommen, mehr ins Auge fallen, weil auch da gibt man sich sehr viel Mühe, was das Streamen und Kommentieren angeht. Und da möchte ich auch mehr verbessern, anspruchsvoller machen und übersichtlich, dass wirklich nur noch Serien angezeigt werden, die gerade aktuell sind. Ja. Ich will gerade mal testen. Ich mache mich mal kurz lauter, ob der mich dann auch erkennt. Ob ich vielleicht einfach zu leise bin. Oder ob das tatsächlich einfach nur daran liegt, dass er die Quelle von deinem Mikro direkt nimmt und dass ich als anderer Audio bin. Aber eigentlich rede. Er macht nichts. Es ist wirklich nicht die Lautstärke. Kann vielleicht sein, dass ich dich irgendwo auf eine Spur noch drauflegen muss. Ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass Twitch das nur auf eine bestimmte Spur hat. Das können wir ja mal testen. Können wir ja einfach mal, machen wir einfach mal irgendwann mal so einen kleinen Teststream, machen da einfach nur so einen Stream auf, schreiben Test als Titel und probieren einfach ein paar Sachen aus.
Und gucken, was Oder dann so aber kommt. ich sag dem Ricardo Bescheid und wenn er Zeit hat, sagt er so. Geht auch. Ja, weil dann habe ich nämlich Zeit für andere Sachen. Ja, okay. Das ist auch also- Sorry. Sorry, ist mir doch egal. Ja, das sind so Sachen, da schnapp ich mir eigentlich immer direkt, wenn möglich, den Ricardo, weil der hat's halt drauf, was das angeht, ne? Ja, wenn- Es sei denn, irgendwie einer macht selber so einen Kram und aber für mich, das ist halt auf der einen Seite interessant, neue Dinge, aber auf der anderen Seite das Ausprobieren und Testen nimmt halt viel Zeit in Anspruch, ja, die ich woanders rein investieren möchte. ja, absolut. Ja, und ist, wie gesagt, für einen Ricardo ist sowas ein Klacks. Da reden wir von ein paar Minütchen und dann ist der Drops gelutscht. Ich frage mal kurz so frech rein, weil ich deinen Stream nicht direkt als Video zum Zurückspulen auswählen kann. Hast du bei deinem Twitch eingestellt, dass Streams, wenn sie fertig sind, automatisch hochgeladen werden als Videos? Also bei Twitch? Ob man das einstellen kann, dass man die, und da frag mich jetzt nicht wo, ich müsste erst gucken. Ich müsste jetzt auch lügen. Weil das wäre relativ wichtig, sonst kann Müssen ich wir natürlich nachher nach dem mal- Stream nicht gucken. Lass uns da einfach nachher mal kurz gucken. Na klar, gerne. Ich kann ja einfach in der Bildschirmansicht bleiben und dann zeigst du mir das einfach und dann gucke ich, ob das da drin ist. Ich kann es ja mit meinen Einstellungen vergleichen. Ah, hier, genau. Frühere VOD-Übertragungen speichern. Genau. Werden für 7 Tage gespeichert, 14 Tage für Affiliates, 60 Tage für Partner und Turbo-Benutzer. Das habe ich schon mal gelesen, ja. Genau. Und Speichern habe ich bei mir immer drin und meine werden auch immer veröffentlicht. Und ich kann Rewind. Das ist quasi, dass du zurückspulen kannst, während du live bist. Ah, nur Turbo und Abonnenten können zurückspulen. Ah, okay. Ich kann zurückspulen, wenn der Stream vorbei ist. Ah, okay. Ich habe mich vorhin gewundert, warum das nicht ging. Okay, das ist gut zu wissen. Bei Subs. Ja, okay. Das sind war ja früher alles konnte ich Sachen, bei allen. damit soweit habe ich mich ja noch überhaupt gar nicht beschäftigt. Habt ihr schon Affiliate-Status? Ach, habe ich schon mal gehabt, ja. Den verlierst du auch nicht, dann hast du ihn noch. Also bei Twitch verlierst du den nicht. Okay. Der bleibt. Weil ich habe den auch immer noch seit, keine Ahnung, 9 Jahren oder so. Habe ich mich aber nie mit beschäftigt. Deswegen kann ich dir damit, was Twitch Ja, angeht, das, ein bisschen Rat spenden, weil ich habe ein das- bisschen Erfahrung. mit also, Twitch. es soll auch hier jetzt nicht irgendwie permanent irgendwie ein Ton kommen oder eine Anzeige, wer folgt und dies und ditchen. Das anderes Format, das passt nicht rein. In das, was Eben, wir hier genau. machen. Also soll schon clean, ja, so nicht kaum mit der. So weit habe ich noch nicht gedacht. Ich dachte, nicht zu viel ist manchmal besser. Nee, muss also mehr ist nicht. Das ist ja, das soll ja auch nicht hier als, das ist ja keine Let's Play Schlag mich tot Geschichte. Ich hab's gerade mal auf dem Handy aufgemacht, sieht schon wirklich sehr gut aus, der Stream. Also qualitativ. Ist wirklich sehr, sehr schnufte. Wollte ich kurz noch so angemerkt haben. Ja, das ist gut, weil ich hab's noch nicht. Weil ich sehe ja wirklich nur das, was Geguckt. von OBS kommt und da ist es ja noch so ein bisschen ja, pixelig. Aber jetzt auf dem Handy sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich habe mein Handy-Display auch nochmal ein
bisschen mehr Farbe macht als mein Monitor. Ja, gut, ich muss mich da jetzt auch mal wieder mit beschäftigen. OBS habe ich das letzte Mal vor 5, 6 Jahren benutzt. Ja, ich nutze für OBS, ich nutze tatsächlich nur so Grundsachen. Also ich baue viel an Designs und so, aber ich mache jetzt mit so Audioeinstellungen. Bei deins sieht zum Beispiel viel, viel komplexer aus als meins. Aber das ist immer, man baut sich so, wie es einem gemütlich ist in der Bedienung, wie es einem gefällt. Ja, wir wollten hier mit dem Stream, so was jetzt Twitch angeht, wir wollten das so ruhig wie möglich halten. Ja. Ne? Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen alles über einen PC, machen das mit OBS, fertig. Da ist keine große Sache. Ne? Die Serien und Special Events, da schmeißen wir dann die anderen 2 PCs für an. Da wird es dann etwas aufwendiger. Und Ja, dafür- da wollen wir ja auch, ist ja auch jetzt so die nächste Ecke, die wir in Angriff nehmen wollen. Unsere Livestreams der Serien etc. privé, da müssen wir mal ordentlich modernisieren und das Ganze mal ein bisschen interessanter machen. Und das ist so das Nächste, was wir in Angriff nehmen. Ja. Ja, wie du es auch gesagt hast, ne, man muss es auch nicht übertreiben, man muss nicht alles überfrachten. Ich finde das auch schön, weniger ist manchmal mehr und ich bin auch eher Freund von schlicht. Und deswegen sage ich auch hier, für das hier jetzt musst du nicht jetzt extra mit zwei PCs hier oder noch einen dritten mit verschiedenen Kameraeinstellungen und was weiß ich noch alles. Das braucht man da nicht. Das ist eher hier das gemütliche Wohnzimmer. Und, ja, hier, genau, das ist richtig. Und wenn es an die großen Sachen geht, dann geht es in die Vollen und dann machen wir das so geil wie möglich. Und wie gesagt, ich kann dabei, also zumindest was Twitch angeht, kann ich so 1, 2 kleine Sachen mit beitragen, was so Wissen angeht und so weiter. Beziehungsweise auch die Sachen mit den Shorts. Aber ansonsten, ja, denke ich, kriegen wir. Ja, hier geht es halt wirklich darum, hinter die Kulissen weg von Ligabetrieb und so Sachen. Einfach du und ich und die anderen. Ja, also hier soll auch der Fokus darauf liegen, die Leute abzuholen. Ja, mal geht's um Planung, was man wie umsetzen könnte, ne? Und in der nächsten geht's dann halt auch um die Leute dahinter oder so ein bisschen, manchmal auch so keine Ahnung, Geschichten aus der Vergangenheit. Deswegen einfach alles, was so bewegt und interessiert. Und wenn dann auch irgendwo die Leute in den Kommentaren oder im Chat dann sagen, hier, diese und jene Themen fänden wir mal interessant, dann ruhig rein damit und wir gucken dann, dass wir die halt einfach so ein bisschen auch mit drauf eingehen. Oder wenn ihr halt, wie gesagt, Fragen habt oder Ideen, halt deswegen ist ja das hier auch, dass wir offen so über Planungen sprechen oder ne, Ideen, wie man was umsetzt. Auch wenn ihr sagt, ja, das Streambanner, andere Farbe. Was weiß ich, keine Ahnung. Farbe kriegt er nicht, aber Verbesserungsvorschläge nehmen wir da auch. Und wenn ihr der Meinung seid, das ist irgendwie ziemlich cool und ihr hättet da mal Bock mitzumachen mit uns hier auf dem Auto, auf dem P1-Auto, irgendeins der Rennen zu machen, ein Vierer, ein Sechser. Ich denke, das ist okay, das ist ein überschaubaren Rahmen und einfach mal hier, meldet euch bei mir, beim Simon, beim Tim,
und Bei den einschlägigen Kanälen. ja. Ihr findet uns ja überall, das wisst ihr ja. Ihr wisst ja Twitch, ihr wisst die P1 Gaming Website, ihr wisst den Discord, den wir auch wieder ein bisschen wiederbeleben müssen. So ist zumindest meine Sicht. Sind ja alle überall irgendwo erreichbar. Ich merke gerade, ich bin gar nichts. Ich bin Gast beim Discord. Das müssen wir auch mal ändern. Ich bin Gast. Ich bin nicht nur Gast. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir irgendwann mal, also ich räume den mal auf, den Discord. Ich mach mal. Bei Discord kenne ich mich ziemlich gut aus mit dem ganzen Mist. Damals für unseren Clan den kompletten Discord Weißt du, gebaut haben. wenn du irgendwas von mir willst, ist das ganz einfach. Du findest mich immer im Teamspeak. Ja, das stimmt auch. Markus ist wirklich, egal um welche Uhrzeit ihr Bock habt, ihr geht einfach in den Teamspeak, Markus ist da. Dann stupst ihr den einfach fix an und dann schnackt ihr kurz oder lang, oder keine Ahnung, und dann läuft das. Ja. Und wenn er mit mir... Also eine Grundbedingung habe ich. Ja. Wenn ich mitfahre oder wenn derjenige mit mir fahren will, Ich weiß, was kommt. also es wird der BMW gefahren, gar keine Frage. Ja, weil irgendwann kommt der Tag, wo ich die anderen Autos fahre. Irgendwann kommt der Tag. Ich fahre ja in den Fixed Daily Dingern, wenn da was ist, was mich reizt, fahre ich's ja. Aber hier Langstrecke, ich bleib erstmal bei einem Auto und guck, dass ich damit vernünftig meine Klamotten gebacken kriege. Wenn das Event feststeht, die Woche vor dem Event, würde ich gerne mich auf das Ganze vorbereiten und zwar mit demjenigen zusammen, dass wir da auch was Stabiles hinkriegen, weil ich will ja nicht die Karre zu Schrott fahren oder so oder irgendwas frühzeitig beenden müssen. Ich lege wirklich Wert drauf, dass wir ein schönes, sauberes Rennen haben, ohne Fehler, ohne Schaden und mit wirklich geilen Zweikämpfen, egal in welche Richtung das Ganze ausgeht. Ja. Aber ich muss mich halt... es gibt wirklich Leute, die mich so scheiße lang kennen, die das immer noch nicht glauben, dass ich wirklich viel Zeit brauche, um mich vorzubereiten. Ja, und deswegen die Woche davor würde ich mich dann auch auf das Event einschießen, dass alles tutti läuft. Fand ich übrigens auch interessant, hat mir Arnold gestern erzählt, dass ihr euch auch schon seit gut 10 Jahren kennt oder ein bisschen mehr. Komm gleich wieder. Arnold ist einer von denen aus dem Sim-Racing, die mich am längsten kennen, weil auch Arnold in der gleichen Community gewesen ist. Ein kleines Problem. Was denn? Ich muss auf Start Driving klicken und sehe meine Maus nicht. Was? Wo ist denn standardmäßig Maus an, aus? Gibt's das überhaupt? Ja, nur ich hab's woanders drauf liegen, wegen dem Stream. Oh, ich weiß das gar. Warte mal, ich google fix. Wofür brauchst denn du die Maus? Weil ich auf Start Driving klicken muss. Weil ich in Over in den Standings bin. Was ist, wenn du Enter drückst? Nope. Scheiße. Ich weiß aber nicht. Button noch nie genutzt?
Warte. Was ist die Standardtaste, um die Kamera zu verschieben? Ich bin gerade am gucken. Kamera. Welche Kamera willst du verschieben? Ich will ins Cockpit. Ich bin auf der Motorhaube. Mach mal Bild auf oder Bild ab. Nee, Position? Nee. Tim, geh mal in die... Ja, ich muss das Spiel starten, warte. Ah nee, ich habe eine andere Idee. Stopp. Mal gucken, ob das vielleicht in meinem Dings hinterlegt ist. Stream Deck. Ich habe doch Buttons hinterlegt. Ach, ich hab's auf dem Lenkrad. Oh, fuck. Ich starte Game. Ich guck nach. Große Problem ist, ich sehe nämlich jetzt nicht nach hinten. Ja, Moment. Ja, Bild hoch, Bild runter hat er mir auch vorgeschlagen. Was ist denn der Home Key? Bin ich nicht. Einfügen, Ja, entfernen. Ende. Irgendwo da, so die Richtung war Ich das. kann's dir gleich sagen. Wenn ich da noch eine Alternate-Button-Belegung habe. So, LMU ist da. Optionen. Einfügen-Button. Einfügen-Taste. Hast gehört, Sim? Belegung. Und wo finde ich die? Die ist überm Entfernen, rechts neben Backspace. Nee. Mein Lenkrad hat gerade disconnected. Fucking hell. Ah, ich war aus Versehen im Textchat drin. Oh. Was passiert? Simon hat erst nicht die Maus gefunden. Dann hat sich jetzt gerade das Lenkrad verabschiedet und ich hoffe, dass er jetzt gleich weiterfahren kann. Auto wenigstens unbeschädigt? Sieht gut aus. Ja. Gut. Oh, er kann lenken. Gott sei Dank, ey. Die 13. Na, immerhin. Und ich habe Force Feedback. Ui! Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hab die falsche. Ist jetzt die richtige So. Kamera. Junge, weißt du, hätte man scheiß Server, wo man auch mal einen Fahrerwechsel machen könnte und so. Nee, meine Pedale sind separat angeschlossen, deswegen konnte ich noch. Ah, so, deswegen. Ah. Oder wenn die wenigstens hingehen würden und die Möglichkeit uns geben würden, 4er- und 6-Stunden-Rennen schon zu machen. Oder die Trainingsserver, dass man da auch schon Fahrerwechsel machen kann. Das wäre, glaube ich, mal zumindest mal ein cooler Move. Wobei ich ja mal der Meinung bin, dass es jetzt langsam mal reicht muss. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nee, dass das Force Feedback dass das Force Feedback noch funktioniert.
Ja, man muss auch mal Glück haben. Ja, stimmt auch wieder. Da gehe ich mal kurz aus dem Raum raus, weißt du? Ja, mein Problem war, dass die Kamera erst. Ne, zuerst bin ich in diese Standings-Page und musste auf Start Driving klicken. Also im Grunde Was aber schwierig bist ist, du wenn man überhaupt raus nicht hat. vorbereitet und so. Ich passe mich meinen Teamkollegen an. Ja, du kriegst gleich von mir einen Link zu einem Video mit den 7 Tipps und diese 7 Tipps, die setzt du um und dann kann der all sowas nie wieder. Von meinem Teamchef keine Guideline bekommen. So. Mit sowas musst du dich rumschlagen. Du weißt doch, dass ich Jahre nicht mehr gefahren bin. Ich habe aber auch gedacht, dass du dich mal langsam damit ein bisschen beschäftigt hast. Aber kein Thema, ich gebe dir. hab ein Lenkrad, an dem kann ich drehen, fertig. Du kriegst gleich den Link zu einem Video, die 7 Punkte kannst du abarbeiten und dann ist alles gut. Dann kann nichts mehr passieren. Ja, ich habe da jetzt 2 Minuten oder so verloren. Ja, einen Platz können wir, glaube ich, noch holen. Ja. Ist doch eine gute Platzierung. Kommen jetzt auf jeden Fall noch mit dem Tank durch. Genau, deswegen, ich wollte das war Spritsparen, Markus. Der hat jetzt hier komischerweise nochmal umgesprungen. Deine Runden. War eben schon die ganze Zeit am gucken, ja. Der müsste aber trotzdem hin. Das hat er vorhin schon hingehauen. Ja. Die Verhältnisse sind irgendwie anders als. Ja, der vor uns ist auf jeden Fall in derselben Runde und muss auch auf jeden Fall nochmal rein. Ja. Da geht noch was. Ja, das Problem war, nachdem die Kamera war, ich bin irgendwie auf die Taste für den Chat gekommen Ah, und dann nimmt der keine Kameratasten mehr an. Oder zumindest die Standardtasten. Wenn ich was Enter, wo du versucht hast, mit Enter vielleicht ins Game reinzukommen. Also, denke ich. Ja, das kann sein. Und dann war ich eine Runde auf der Motorhaube gefahren. Dann hatte Lenkrad keine Lust mehr. Dann war Lenkrad müde, Lenkrad schlafen. Genau, da hat der Stromstecker hat sich hinten rausgelöst. oh Gott. Ey, Worst was ist das? Was ist das jetzt für ein Lenkrad? Ist das auch wieder ein Thrustmaster? Ist das ein Thrustmaster? Nee, ist ein Fanatec, aber ich habe das auf einem Rig, das ich zum Schieben habe und ich versuche das möglichst tief unter den Schreibtisch zu schieben und habe da zu nah dran und habe dann das Kabel wahrscheinlich lose. Okay. Bei uns im Team, der Max, der hat ein Thrustmaster-Lenkrad und bei dem, der hat einen Wackelkontakt hinten am Lenkrad. Das USB-Kabel ist irgendwie wackelig. Und der hat das ständig. Ich hatte, als ich jetzt angefangen bin, war die Dreifachsteckdose, die ich unter meinem Rig habe, defekt. Die hatte nicht 100% Strom. Ab? Was geht denn ab, ey? Ein Chaos. Ja, Markus denkt sich auch nur 3 Kreuze nach dem Tag. Das Rig hatte aber auch Ewigkeiten nur da gestanden. Ja. Wie gesagt, bei Max ist das immer so schön, mitten im Rennen und dann durch sein Force-Feedback-Gerüttel wackelt sich das USB-Kabel hinten am Lenkrad dann ab und dann disconnected die Wheelbase mitten im Rennen. Das ist so kacke, der flucht schon seit Tagen. Das hatte ich, als ich wieder angefangen hatte zu fahren, hatte ich alles hinten auch noch an einem USB-Hub dran gehabt, mit Strom. Damit ich nur 2 Stecker immer einstecken muss. Und
das USB-Hub hatte auch nicht mehr genug Strom geliefert. Und wenn Ich auch R-Faktor wenn der R-Faktor kein Strom da ist, dann bremst die Bremse. Ah. Und ich Geil. hatte immer das Problem, dass mein Auto leicht gebremst hatte, bis ich dann irgendwie festgestellt hatte, wenn ich über Curbs fahre, ist das stärker, weil dann mehr Strom gebraucht wird. Ist das wild. Das ist krass. Bis letztens hatte ich auch alles an einem Hub gehabt. Habe ich dann getauscht, weil ich dann so einen großen Hub hingestellt habe mit separater Stromversorgung. Dann habe ich mich gewundert, warum bei Assetto Rally auf einmal das Force Feedback nicht mehr geht. Ja, es lag an dem Hub. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, so bei mir Mit dem war es auch alten das Hub Hub. vorneweg ging alles. Dann gab es ein Update, ich wollte Assetto Rally spielen, da habe ich ganz erbost, also eher war ich erbost und habe dann den Support geschrieben, habe gesagt, hier, ich habe dies, das, jenes probiert, warum geht denn das jetzt nicht mehr? Habe gelesen, dass ganz viele das Problem haben online. Ich dachte so, oh Gott, eine Scheiße, jetzt kann ich nicht fahren mit den neuen Updates und Mist. Und dann, haben sie einen Hub. Oder haben sie mal probiert, einen anderen USB-Port zu stecken. Und da ist es mir dann gedämmert. Da habe ich gedacht, oh Scheiße, ich habe doch den Hub erst neu angeschlossen. Ich steck's mal woanders. Bip, Lenkrad geht. Ich denke mir auch so, unangenehm. Dabei mache ich sowas beruflich. Das macht's nochmal unangenehm. Wenn du als ITler die Hotline anschreiben musst und denkst dir so, ich weiß nicht weiter, ich muss die anderen fragen. Das ist immer spannend mit Lenkrädern. Das ist irgendwie, keine Ahnung, jeder Hersteller hat so eine Macke drin. Ich hatte mal einen ITler, der war per Teamviewer irgendwas bei mir aufgeschaltet, hat im Netzwerk versucht, hat es nicht gefunden, hat mich gefragt, ob der Rechner angeschlossen ist. Hab ich mal kurz das Kabel gezogen. Da kam ich bin runtergeflogen. Ach echt, wie das denn? Schön. Das ist geil. Wie lange musst du noch fahren? Das ist doch auch noch 10, 15 Minuten, oder? 34. 34? Echt? Okay, krass. Ich dachte, das war gar nicht mehr so viel. Aber gut, ja, wir haben ja um 5 Uhr angefangen, da war noch erst Qualifying. Okay, ja, klar, macht Sinn. Ja, ich hoffe, dass Max bis zum nächsten 24er sich endlich das neue Mosa holt, damit er das ganze Thema mit dem Wackelkontakt in seinem Lenkrad nicht mehr hat. Dass er unser 24er nicht in Gefahr bringt. Das war schon spannend genug, die letzten Rennen. Den müssen wir wahrscheinlich eher in die Leine nehmen. Max, falls du das hörst, wir haben dich lieb. Er ist etwas ungestüm am Steuer, muss man sagen. Er ist schnell, aber er meckert auch mindestens genauso schnell, wenn er fährt. Er ist noch eine größere Meckersau am Steuer als Markus. Der ist sehr schnell sehr aufbrausend, wenn er am Fahren ist. Vor uns hat eine DT, also der Platz sollte noch drin sein. Nice. Muss eh rein zum Tanken. Ach stimmt, hat er sowieso. Da wird dann auch wieder. Kommt der Button jetzt her? Markus, spielst du gerade mit deinen Soundboards rum? Ja. Keine Sorge, das verschwindet gleich alles wieder. Was ist denn alles? Hast du mehrere angeklickt? Ist ja nur Nein. eins gehört. Ich habe auch Discord nicht so laut gehabt, deswegen habe ich es nur sehr leise im Hintergrund. Nein, war nur Spaß. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich weiß, warum du so still bist im Hintergrund. Jetzt weiß ich warum. Schön.
Was geht denn ab? Jetzt nicht wegen euch, sondern war gerade Thema Nordschleife. Oh ja. Wie gefällt euch eigentlich die P1-Lackierung auf dem BMW? Sexy. Fällt mir wirklich, wirklich gut. Also, ich weiß ja, wie schwer das ist, einen gescheiten Skin zu bauen. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Ja, ich muss sagen, auf den Autos sieht das geil aus. Die Corvette mal was Kreatives und auch jeder BMW. Mhm. Hat der Nico was Schönes gebaut. Mhm. Das ist wirklich... Ja, die Corvette hat der Gerhard gemacht. Die sind wir in Barcelona gefahren. Barcelona. Ja, sieht auch geil aus. Und in den Dailies könnte jetzt hin und wieder der Ginetta aufploppen im P1-Design. Geil, geil. Wer pilotiert den? Ich hoffe doch, dass der Simon den fährt. Wenn es sich ergibt, werde ich ihn auf jeden Fall fahren. Aber wir haben ja auch noch die Schubert-Autos, also da geht noch was. Dann mache ich, dass ich für die letzten 30 Minuten nicht nochmal verschwinden muss. Geht mal schnell auf Klo. Bin gleich wieder. Trinkt zu viel. Natürlich nur Wasser. Ja. Eine Sache hat heute aber gefehlt. Muss das jetzt dann jedes Mal die Seite offen bleiben oder was?
Damit war der gerade drin wegen der DT. Hoffen wir, das war okay. Jemand da? Hallo, hallo? Ich hoffe mal, das Manöver war okay. Ja, Ja. ich sollte mich auch muten. Ja, leichte Berührung gibt es halt, ne? Ja, aber er hat ja auch sehr zugemacht. Ah, es ist halt Endsport, ne? Viele wollen da jetzt auch nicht mehr wirklich dann beigeben. Ich sage ja nicht, dass er kleinen Teil geben muss. Das war halt eben. Es war trotzdem im Rahmen, oder? Ja, ja. Alles gut. Das war jetzt unnötig. Das gucke ich mir aber mal eben an. Da sehe ich nicht den Fehler bei mir aus dem Cockpit. Guck ich mir mal eben an. Oh, ich muss aufpassen. Moin. Oh, oh. Da ist er wieder. Ja, P12i. Und. Achso, nee, P12 ist noch vor uns, aber in greifbarer Nähe. Ja, Wären wir vorhin nicht schon P12 gewesen, wegen der Drive-Thru? Habe ich was verpasst? Eine Durchfahrtsstrafe, die der Vordermann hatte. Mhm. Da war doch vorhin schon auf 12. Oder. ja, die haben auch einen Fahrerwechsel gemacht. Ja, aber ihr dann nicht eigentlich Platz 12? Also ihr? Nicht? Also die ja auch auf dem Arsch gefahren. Ja, ich guck gerade mal. Die Schikane, das war okay. Ja, der hat voll Gas gegeben. Ich sag ja, ich war der Meinung, dass ich ihm genug Platz gelassen habe. Ja, man hätte ein bisschen liften können, aber ja, war eigentlich unnötig. Kurz vorm Ende. Hm? Ich lüpfen oder er? Nee, er hätte ein bisschen liften können. Er hat halt voll Gas gegeben. Jetzt hat er aber ganz schön gelüftet. Ey, die eine Situation eben, wo der dich rausgedreht hat. Ja, ich weiß, dass du davon redest.
Also der hat voll Gas gegeben, also das hat er schon mit Absicht gemacht. Was eigentlich SG? Stop and go. Stop and go. Ah, danke. Macht Sinn. Auch sehr kurz vor einer. Kriegst du, glaube ich, den Drive-Thru. Vor einer Strafe. Mit 5,75. Ja, ich habe außerdem eben 1,5 Punkte reingefahren. Wie viel dürft ihr reinfahren? 6? Oder was ist das Limit hier bei dem Rennen? 6. Oh Gott. Ach Junge, was machst du denn da? Alter. Auto kenne ich doch auch das Design. Da habe ich auch keine Bedenken, dass ich einen Fehler gemacht Ja, das ist, glaube ich, die ganz normale Standard-Livery. Das ist Standard, ja. Echt? Ja, Mhm. das ist hier vom WC. WC-Lackierung. Ja. Okay. Im Übrigen die schönste Standardlackierung vom BMW In-Game. reichen meine 10 Runden Sprit, ja, oder? Warte, ich guck. Ja, der sagt nur 8,7 verbleibende. Dann machen wir 9. Das müsste genau aufgehen. Boah, ist auch mal arschknapp an der Linie, ne? Ich warte nur auf die DT, ey. Ja gut, den Platz können wir eh nicht mehr wirklich verlieren. Können wir nicht mehr verlieren. Verlieren können wir nicht mehr. Aber ich krieg den da vorne auch nicht mehr, der fährt jetzt schneller. Ja, Ja, einfach fahren und nicht kaputt machen, das reicht schon. ja, der ist 2 Sekunden schneller. Gut. Ja, das, ja. Keine Calculation. Es ist aber auch immer so ein schmaler Grat da oben an der Kante, ey. Oh, Oh Gott. Ach ja, einfach keinen Unfall bauen. Alles unter Kontrolle.
Feature natürlich scheiße von ihm war. Platz 12. Ja, Kommst du mit? ich weiß, dass es ihn auf den Sack geht, aber ich habe jemanden hinter mir. Kommst du mit dem Tank eigentlich noch hin? Wie war das Easy. jetzt? Easy, geil. Nicht zu viele. Ah! Doch nicht sowas. Merkt halt jetzt, es ist spät, wir sind alle gespannt und nach 6 Stunden Reden ist es auch so allmählich still. Es ist, ne, man merkt es ja, also ja, ist es nicht mehr. Aber wir gucken ja auch einfach gespannt zu, was der Simon hier macht gegen seinen Hintermann. Spannend, spannend. Ah! Der kam deutlich besser raus. Ja, Ist aus dem Gas gegangen. Nee, ich bin durch den Schlag, den ich auf den gerade bekommen habe, auf den Meter gekommen. Du hast einen Schlag bekommen? Ich dachte, das war nur kurz davor. Das sah der Außenansicht so aus, aber. Nee, ich habe hinten auf Second Schlag bekommen, den ich korrigieren musste und dabei bin ich mit dem Finger auf den Pittelmeter gekommen, oder mit der Hand auf den gegen den Pittelmeter gekommen. Oh. Ja, es sah im Stream so aus, als wäre das noch gerade so platzmäßig ausgegangen. Aber ja, der hat ganz schön reingestochen in der Kurve dort. Es kann auch sein, dass ich aufgrund der Linie vielleicht an der Stelle mit der Bodenwelle auch einen Snap hatte. Mhm. Aber ich bin der Meinung, Ah. dass ich berührt wurde. Für mich sah es aus wie ein Snap, aber es ist rum wie numm, ist egal. Ja, am Ende Auto fährt noch.
Ich hoffe, dass das mit dem Licht ausreicht. Mein Licht ist aus und ich weiß nicht, wo die Taste. Du hattest doch automatisch Licht angehabt. Stimmt, ich hoffe trotzdem, dass das funktioniert. Ich starte mein LMU nochmal und schaue nochmal, was die Buttonbelegung standardmäßig ist. Im Falle das. Wahrscheinlich L für Light. Wie gesagt, ich schaue lieber. Wenn du jetzt irgendeine Tastenkombination drückst und dann packt es sich zurück in die Box oder so. Den anderen kriege ich eh nicht mehr, wenn er sich nicht immer wegledert. Niemals nie. Nein, ich habe den anderen jetzt nur durchgelassen hinter mir. So, ich schau mal eben fix. Hm. Was ist denn? Achso, Keypad 0. Steht bei mir. Ach, aber das ist wegen mir. Nee, das ist nicht die Standardbelegung. Das ist, weil ich ja mein Das kann aber sein, ich hab da eben mal eben auf Alter aufgekleppert. Ja, nee, das kann nicht sein, weil bei mir ist, ich habe meine ganzen Keypad-Tasten in meinem Stream Deck eingebunden als Hotkeys. Ich habe dann darüber meine Tastenbelegung, deswegen. Keine Ahnung. Tut mir leid, Ach, kann das ich wird nicht schon nachgucken. gehen. Ah, wird schon von alleine noch angehen, hoffentlich. Wieso Ich habe solche Buttons extra alle auf meinem Lenkrad, ne? Wieso beginnt das in der Rouge auf einmal so extrem unruhig zu werden? Tank leer, also Tank weniger Gewicht auf der Hinterachse. Ja, das habe ich aber auch gemerkt. Teilweise. Kam der auch irgendwie nicht immer. Boah, ich muss jetzt auch noch irgendwas Kleines essen. Ich habe gerade so einen Hunger, ne? Boah, ich habe vorhin erst gegessen. Hm. Um 6 vorhin was gegessen, jetzt kriege ich wieder Hunger. Ach, Ich guck jetzt mal. an. Hui!
Rechner so komisch? Keine Ahnung. Ich habe irgendein Spulenfiepen. Irgend so ein ganz hoher, fast schon Ultraschallton. Ist ja unangenehm. Schnell Headset wieder aufsetzen. Nö, ist nicht mehr. Wie viel hat er noch? Jetzt dürfte eigentlich nur so ein paar Minuten sein, ne? Eine Minute? Ui. Das sind für 1 oder 2 Runden. Mhm. Cool. Aller technischen Widrigkeiten. Aber doch Sprit für 2 Runden. Alles. Ja, easy. Alter, mir tut das linke Ohr weh, ey. Oh, Immer noch von deiner Brille. ja. Oh, da steht einer. So oft habe ich in letzter Zeit das Headset schon ewig nicht mehr angehabt. Und irgendwie die Brille passt auch nicht mehr. Ich muss unbedingt zum Optiker. Ja, das was Sandra immer meckert, dass sie keine Brille aufsetzt, kein Headset aufsetzen will, also kein Headset haben will, weil immer das auf die Brillenbügel drückt und sie dann Kopfschmerzen bekommt oder halt Ohrenschmerzen. Mhm. Jetzt habe ich mein Letzten Meter. habe ich mein super zartes Ja, Headset sehr von der schön. Arbeit mitgenommen. Also ein super zartes, weiches Headset von der Arbeit mitgenommen. Ja. Das findet sie wiederum ganz gut. So, Da ist sie super empfindlich. Ich fahren wir seit direkt das Ewigkeiten, ihr nächste. Headset einzureden. Nochmal, ich melde direkt an. Haben wir doch super hingekriegt. Ne? Viertel 24er ist durch. Ja, geil. Das Dann Schlimme ist, von Mal zu Mal macht es aber auch mehr Spaß und GG, ne? GG. Oh, geil. Alle sprachlos.
Ja, Platz 13 ist okay. Also, hallo? Wo seid ihr gestartet? 25, ne? 25, 24? Ja. Oh, ist doch solide. Kann man nichts sagen. Kann man nicht meckern. Ja, ich glaube, ohne mein Malheur wäre es Top 10 geworden. Ja, aber das ist ja, also das mit dem Lenkrad, da konntest du Ich dann jetzt war auch nichts heute auch nicht 100%. Also ich konnte Training... Ich habe mich auch ein bisschen zurückgenommen und wollte vorsichtig fahren. Das hat auch wieder Zeit gekostet. Also wir sind hier immer noch in so einer Entwicklungsphase. War verwundert, dass das Feed Force Feedback nochmal funktioniert hat nach dem Neuanschalten. Hier mit dir, Muss auch mal gut also mit dir, ne, kann man genauso froh sein, anzukommen wie mit mir. Hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich kann mir sowas auch weiterhin. Ja, das kostet- Wieso steht denn hier startet jetzt? Es sind 20 Teams ausgeschaltet. Allein GT3 sind 7 oder 8 ausgeschieden. Ja. Ja gut, aber ey Leute, überall wo ich abgeflogen bin, bin ich aber auch so abgeflogen, dass es nicht mehr weiterging. Und Ja. je nachdem, wo die abgegangen sind, ja, also En Rouge, wenn du da fliegen gehst, so ein Ding, wie ich da, das ist vielleicht einmal von ganz vielen. Im Training habe ich da die Rouge auch in 360 hinbekommen, ohne einzuschlagen. Ich habe einen fetten Grind hingelegt, Junge. Ja, ich muss sagen, jetzt am Ende die Lichtverhältnisse waren auch irgendwie nicht so. Ja, man muss halt ein bisschen Grundeinstellung machen mit LMU. Nee, ich hab auch bei R-Factor immer, wenn es quasi in der Transition ist, habe ich immer ein paar Probleme. Hast du doch einen neuen Rechner, Junge. Nicht von, also ich vom Sehen. Ach so, und allem. ja, da bin ich voll bei dir. Nicht vom Rechner selbst, sondern wie gesagt, ich hab dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es auch mit der Farbschwäche zusammen. Also ich musste mir... Auf jeden Fall, ich habe kein Problem, wenn es hell ist, ich habe kein Problem, wenn es dunkel ist, aber diese Übergang-Dinger sind für mich immer ekelhaft. Sieht zwar schön aus, ist aber ekelhaft zu fahren. Ich muss gleich mal gucken, wenn das Ding oben ist, wie die Grafik ist. Auch denn, finde ich das alles. Jetzt. Hey, ich habe meinen Diamanten wieder. Nice. Sei vorsichtig, sag mal immer. Das hat mich gestern verrückt. Ich habe mir gestern viele Freunde gemacht. Ich hatte in Imola eine Drive-Thru und hatte mit dem LMP3 gemerkt, dass die 60 relativ früh sind, habe in die Bremsen getreten und habe mich quer in den Eingang gestellt. Alter. Was am konsistentesten Gras. Ja, Guck mal, aber war nur... 20 bist du sogar mal gefahren. Ja, aber im Training habe ich damit angefangen und bin dann in die Jetzt- 22. Es war... Wie gesagt, ich habe einfach versucht, jetzt sauber durchzufahren und so wenig wie möglich aufzufallen. Also ich habe die Konsistenz natürlich dadurch, dass ich die eine Runde Sprit eingespart habe. Gut. Aber trotzdem möchte ich darauf hinweisen, am konsistentesten. Ich muss so einen Fingerbutton einführen. Die Runde war dadurch schlechter. Hm. Ja, aber man sieht, ich habe echt viel Arbeit vor mir. Aber ich habe da auch voll Bock drauf. Mir macht Spaß und ich finde es toll, einfach mit Leuten ein bisschen zu quatschen.
Hauptsache ich bin 85 Runden gefahren. Ich frage mich nur, warum funktioniert bei mir dieser Event Breakdown nicht mehr? Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Da steht ja dann X-Ray Starting Now. Ja, ist ein Backgedönse. Schätze ich mal. Dauert ein bisschen. Ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und da wollte ich doch gar nicht hin. Stopp, halt! Da will ich hin. Chaos, Chaos. So, jetzt. Hier wollte ich hin. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir können so Episoden jetzt etwas öfters mal machen. Ich habe da voll Bock drauf. Ich würde mich freuen, wenn auch andere da noch Bock drauf haben. Ja, und ansonsten, ihr werdet uns auf jeden Fall in den Dailies aktuell finden. Und wenn der Fahrerwechsel da ist für uns, dann reden wir auch über die P1 LMS Langstreckenserie. So, Jürgen, ich hoffe, du bist nicht ganz so tief geknickt und hattest genauso viel Spaß. War mega. Super. Spaß immer. Jetzt darfst du wieder mit dem anderen Auto fahren. Alles klar. Ja, ansonsten, glaube ich, gibt es bestimmt viele tolle Themen. Wie gesagt, ein Thema wird mit Sicherheit Seawolf NetRace Motorsport sein. Ja, ich hoffe einfach so, die ganzen Teams der letzten Jahre irgendwie, wenn ihr Bock habt, einfach haut uns an und dann machen wir das. Ich würde mich freuen und ich hoffe, euch gefällt es genauso und ich habe schon wieder nicht das Ende in Sicht. Wir hauen jetzt rein, ihr haut rein. Ich will noch ein bisschen fahren, ich bin noch ein bisschen jückig. Geil. Also, bis dann.